So, wir fangen einfach mal an. Oh, hallo! Das ist ja witzig. Okay. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe aus Versehen die 2 gewählt, nicht die 0. Nun, hallo, guten Tag. Wie geht's? Alles fresh? Sehr schön. Dann geht's ja jetzt los und das ist ein schlechtes Lied. Das ist auch ein schlechtes Lied. Das ist okay. Egal. Okay, unser heutiger Kaffee ist mal wieder Mezzomix, weil halt. Sehr gut. Und das Wasser ist auch einfach nur Wasser. Alles klar? Ich habe in diesem Bereich hier. Oh, das läuft aber sehr flüssig. Mal jetzt tatsächlich TeamViewer installiert. Das sollte also besser funktionieren. Hoffentlich. Mal schauen. Right. Ansonsten haben wir keine neuen Informationen. Doch, haben wir. Mist. Ach. Nämlich. Darf ich hier rauszoomen? Ja. Ich hab dann mal. Ich hab dann. Oh, das läuft aber sehr, sehr flüssig. Ich hab dann mal ein bisschen was aufgeschrieben. Kann ich das hier einfach so. Ich hab dann mal ein bisschen was aufgeschrieben, was ich mir so mittlerweile gesammelt habe. Unter anderem, weil ich ja die Videos auf YouTube hochgeladen habe jetzt. Die vom ersten Teil. Und ja, da habe ich jetzt mal das Zeug mir auch wirklich angeschaut und mal hingeschrieben, damit ich etwas habe, auf das ich zurückschauen kann. Und wo ich mir dann angucken kann, okay, das war dem und dem sein Name, die Person hieß so und so. Das ist ja interessant. Unter anderem habe ich mich gefragt, ob man Junpeis Name, insbesondere Nachname, irgendwo sieht. Ich habe ihn jetzt nicht gefunden im ersten Teil. Wenn das so ist, dann bitte informiere mich nicht. Denn ich denke, ich habe alle Namen zusammengesammelt, die ich kriegen konnte. Die sind nämlich, ja, sind ziemlich viele Namen. Bis auf. Warte, den Namen habe ich auch. Warum habe ich den nicht hingeschrieben? Haha, guck mal. Wir wissen nämlich, dass der hier Light heißt. Weiß nicht, warum der da nicht stand. Und ich habe auch mal die Augenfarbe dazu geschrieben. Oh. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so die beste Idee ist mit dem Video, aber wir machen es einfach mal. Gucken, was da unten offen ist. Das ist ja witzig. Unter anderem Snake hat geschlossene Augen, aber einmal kurz geöffnet, grau, wahrscheinlich milchig. Aus bestimmtem Grund habe ich mir insbesondere die Augenfarbe von Snake aufgeschrieben, denn nun, wir fangen einfach mal an, aber ich dachte zu einem bestimmten Punkt durchaus, dass Brother möglicherweise Snake sein könnten. Oho, sie haben Informationen, jawohl. Unter anderem der Name Kurashiki, den ich vorher nicht wusste, aber Leute heißen Kurashiki. Oder Kashiwabara. Oder Kubuta. Ich weiß nicht, wie Seven heißt, ob der Name irgendwann gefallen ist. Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen, wenn er gefallen ist. Ne? Oder Gentaro. Hongo. Ganz, ganz tolle Namen, die wir hier haben. Ganz genial. Außerdem habe ich mir hier oben Zeug aufgeschrieben zu, was sind das denn für? Seven müsste gefallen sein bei seiner Backstory. Damn. Ja, ich hab's nicht gesehen. Weiß nicht warum. Hab ich nicht gesehen, aber dann ist er bestimmt auch nicht wichtig. Ich habe mir mal Zeichen aufgeschrieben, die bei diese Zeichen hier, die bei Seven verfügbar waren. Bei Snake auf dem einen Mantel im ersten Teil. Dieser Code, den ich hier hingeschrieben habe, das ist der Code, den man in den Sarg eingeben musste. Den habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich bezweifle, dass es wichtig ist, aber ich schreibe es einfach mal auf. Ja genau, die ganzen Leute sind ja alle tot, bis auf Ace. Dann haben wir hier drüben noch Team Q und Team A, die jeweils auf der Gigantic oder im Nevada waren.
über die wir nichts wissen. Unter anderem aber auch die Nona Kashiwabara, die eine Tochter von Lotus, meine ich, ist das. Und dann habe ich das was Ähnliches auf jeden Fall auch hierfür gemacht. Und habe da auch schon mal angefangen, Namen zu schreiben. Ich glaube, Dio hatte gesagt, dass er Left heißt eigentlich. Er meinte jedenfalls, dass er ein Klon von Left sei und dass alle Klone von ihm den gleichen Namen tragen, wer auch immer Left ist. Aber, ne? So. Ah ja, und da oben habe ich hingeschrieben, dass die Lady ja dann wahrscheinlich bei Dio in der Zelle gewesen sein muss, ansonsten wird das ja wenig Sinn ergeben. Und warum hat da Q noch nichts zugesagt? Ist Q etwa auch so eine Art Klon von Left? Es kam mir auf jeden Fall vom Design der Kleidung so vor, dass das so ähnlich ist. Unter anderem, weil die alle so ein bisschen die Kleidung von Snake tragen. Irgendwas ist da ganz komisch und Snake hatte auch das Symbol von nee, das sind andere Sachen. Hier, dieses Symbol. Das hatte der auch auf dem Anzug an. Ganz komisches Zeug. Ganzfeldexperiment auch übrigens interessant. Hier steht eine plus 10. Nicht, weil das ein plus 10 Modifier ist, sondern weil da noch 10 andere Leute angeblich dran gearbeitet haben. Außerdem habe ich mir mal den Saros-Zyklus aufgeschrieben. Aus keinem ersichtlichen Grund. Das Wort Saros-Zyklus ist noch nicht gefallen in irgendeiner Form, aber ich habe es durch ein anderes YouTube-Video über von Minute Physics oder vielleicht auch Minute Earth über Sonnenfinsternisse gesehen und da hat er den Saros-Zyklus erwähnt. Der soll 18 Jahre, 11 Tage und 8 Stunden lang sein. Vielleicht ist es ja interessant in irgendeinem Kontext. Vielleicht kommt der ja vor, dann kann ich toll damit prahlen, dass ich weiß, was das ist. Sehr schön. Gut, das sind alle neuen Informationen. Der Rest sind diese Informationen, die wir schon länger haben. Super. Wir fangen an. Das ist theoretisch das Spiel, aber nicht so wirklich, weil... Okay, ja, das ist das. Kann ich eigentlich jetzt auch... Oh, schau mal, er hat einen neuen Hotkey. Gut, dann bewegen wir das mal hier hin und dann sollte ja alles okay sein. Ja? Wunderbar. So. Das Spiel. The Nonary Game. Und die haben auch beide Hüte auf. Das ist auch schwer sass, dass die beide Hüte aufhaben. Ja, ja. Ich glaube, Snake hatte keinen Hut auf, aber ja, ja. Es wird auch gesagt, dass Dio blaue Augen hat, angeblich. Ich habe OBS auf der falschen Seite. Ups. Ha, hallo. Ehrlich gesagt, warte mal. Oh, das ist F12, das wollte ich nicht, ich wollte F11 drücken. Warte mal. Schauen wir uns doch einfach mal aus reinem Interesse diesen Anfangsscreen an und überspringen ihn nicht jedes Mal. Wie wär's damit? Das klingt doch nach einer guten Idee. Ja, Zugriff auf die Steam-Community während des Spielens. Drücken Sie Shift-Tab. Why do people betray each other? Guck mal, ich kann mich wegmachen. Wie schlau von mir, Mann. If you can't trust anyone, then everyone should die. Welcome to my kingdom. Das haben wir gesehen. Ja, und den Typ kennen wir mittlerweile auch besser. Ja, where is this place? Why did I know that? Ist eine gute Frage für die Kollegin. Ja, Ambidex Edition kennen wir soweit. Tag, hallo. Ja, das kennen wir alles so. Die Szene haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Remember your mortality. Was zum? Okay. Ah ja, okay. Aha. Schrödingers was? Ah, okay. Schön. Choices you make in the future influence the past. Das ist auch ein interessanter Satz. I can't trust anyone now, never again. Thank you, Sigma. Grandpa, ja. Okay.
Definitiv. Okay. So, what's it going to be? Will you choose to ally or to betray? Wo hast du das denn gefunden? Wo ich das gefunden habe, wird sehr bald sehr... ne, hier habe ich das gefunden. Das Spiel startet damit. Ich habe es nur einmal am Anfang mir angeschaut und sonst nie mehr. Ich dachte, es wäre mal ein guter Zeitpunkt, es nochmal anzuschauen. Jetzt, wo wir so viel mehr wissen. Sehr interessantes Zeug, aber ich konnte mal nicht wirklich irgendwas da zuordnen jetzt mit irgendwas. Aber ich habe gesehen, ich glaube, wer heißt denn hier? Sie heißt nicht Lotus, sie heißt Alice. Ich weiß nicht, warum ich die beiden Charaktere gerade miteinander verbinde. Keine Ahnung. Alice hatte das Messer auch in der Hand und gestruggelt. Vielleicht sehen wir da mal was. Das wäre interessant, wenn wir das später noch sehen. Nun, wir machen einfach mal weiter. Genau, wir haben letztes Mal mit Dio das Ende erlebt. Hinter blauen Augen hieß es, was dazu geführt hat, dass ich mir die Augenfarbe von allen Charakteren aus dem vorherigen Teil aufgeschrieben habe. Unter anderem hat Snake geschlossene Augen, aber zwischendurch, ja, kein Stress, zwischendurch waren die blau, waren die nicht blau, waren die offen und da waren sie grau, aber das könnte auch daran liegen, dass er blind ist und blinde Leute haben nun mal, oh, das sieht aber doof aus, haben nun mal manchmal milchige Augen, also könnte es daran liegen. Gut. Wir fangen einfach mal an. Wo sind wir denn aktuell? Ah, wir sind ganz am Anfang. Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Jetzt kenne ich auch. Hallo, guten Tag. Ja, Kreuze und so, Regen, ja, okay. Und das hier kommt mir auch schwer bekannt vor. Aber insbesondere war, glaube ich, bei dem, wo wir letztes Mal waren, ein Loch. Hier ist kein Loch gewesen. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung. Mal schauen. Gut. Wir machen aber nicht dort weiter, sondern, genau, wir hatten... Ach, wir haben hier noch was offen. Wir haben hier noch einen Strang offen. Und weil wir Depth First machen, müssten wir eigentlich den Strang erstmal machen. Das ist der Strang, bei dem wir Alien statt Betrayen, soweit ich das sehe. Ja, dann machen wir das doch eben. Also, wir spielen heute nur eine kurze Runde. Vielleicht ein Ende, vielleicht zwei. Also, das hier rausgenommen. Yes, that's about it. Is Clover really going to choose ally? If she does, then all I have to do is choose betray and I'm out of here. No, I promise I'd choose ally, so that's what I'm going to do. But Theo's almost certainly going to have 9 BP after this round. If he gets out, then I'm going to be stuck here forever. 10 seconds remain until Amberdeck's game polling closes. War die ein bisschen leise? Egal. Wir werden auf jeden Fall allein. 8, 7. Damn it. What the hell am I supposed to do? 3, 2, 1. Ally natürlich, Kollege. Ganz entspannt, Ally. Nee, passt eigentlich. Super, dann bleibt die so. Vote has been recorded. Please wait. Round 2 of the Amberdeck's game has been completed. Results will be displayed. Ja. Ich muss jetzt nicht jedes Mal anhören, wie... Ja. Results will be displayed. Sehen wir. Oh, und jetzt kann ich nämlich... Hoho! The door ground open and I stepped out. All around me, the other AB rooms were disgorging their... Wait! Ach, Dio! Steuerung ist aber eine ungünstige Taste für das. Okay, vielleicht sollte ich da was gegen tun. Ja, Steuerung ist eine ungünstige Taste. Na gut, das ist Auto. Wie auch immer. Das ist jetzt echt ungünstig. Moment, ich muss das leider umändern. Das geht so nicht. Steuerung ist nämlich die Taste, um den Automodus anzumachen. Und dann ist Steuerung unpassend dafür. Dann wählen wir Alt. Oder einfach Shift. Shift 9. Shift 9 existiert nicht? Oh. Das ist interessant. Okay, dann nehmen wir wohl Alt.
Fi's voice echoed hollowly across the room. I followed her eyes to the number 9 door. So, und jetzt ganz kurz nochmal austesten. Ja, wunderbar. Ah, das wird aber auch Autoschalten. Was soll das denn? Enter Dio. Ich verstehe es nicht. Was ein Glück ist das nur das eine Ende. Ah! Ich hab's bald. Gut, dann nehmen wir wohl das Alt und nicht das andere Alt, weil das andere Alt wohl auch für Steuerung zählt. Cool. Wunderbar. Das war jetzt nicht unumständlich. Dio, so he's going for it. I broke into a run, hoping foolishly that I might be able to catch him. No, he's going to try and open it. So it has come to this then. What's going on? He hasn't even seen the results yet. Don't need to. It took only seconds for Tenmyoji and Kei to explain the math to her. No! Points have been assigned. Das gefällt mir aber weniger. Was? Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Sehen wir jetzt also gar keine Tabelle dafür? The announcer's voice hadn't even faded when Dio reached the door. With a grunt, he swung the lever down. Yes, it's opening. Wait! There's no point in trying to stop him now. The door has already opened. But Tja. Dio leapt through the door without so much as a backward glance. Fi paused in front of it, then turned to look at me. what happened? Oopsie. I chose ally. I made a promise. Clover trusted me. Sigma. I see. Er ist schwer enttäuscht, die Dame. Makes sense. Die beiden haben die gleiche Augenfarbe. I guess that's how this ends then. You had to make a choice that was right for you. And now, I have to make the choice that's right for me. Goodbye, Sigma. Goodbye. Fi turned, her eyes sad, and followed Dio through the door. Tja. RIP. Davon gehe ich aus. The number 9 door has closed. Thank you for your participation. This ends the nonary game. Thank you for your participation. Da war's. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Ja. Escape is not possible. Ja. Please enjoy your stay. Haben wir jetzt schon mehrmals gehört, aber ja. Ist natürlich die Frage, wie endet jetzt dieses Ende? Ist jetzt Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ja. Weil Dio und Fi sind jetzt entkommen und soweit ich das verstehe, wird Dio jetzt oben abhauen. Bald. Und Fi wird vermutlich sterben. Vermutlich. Well, that's it. There's nothing we can do now. Weil Dio hatte sie ja attackiert und nur wir haben dann geholfen. Oder es kann natürlich auch komplett anders jetzt passieren, weil wir nicht da sind, um irgendwie was zu beeinflussen. Absolut auch möglich. We can only hold out hope that help will arrive. Ich glaube aber irgendwie nicht dran, weil Dio ist der einzige, Dio ist der ohne unsere Hilfe überlebt und der ist ein Krieger. Der wird uns nicht helfen. Sigma, thank you Immer gerne, du. for choosing ally.
Ja, aber irgendwie, also hier unten bin ich halt auch von keinem Nutzen so. Yeah. Well, a promise is a promise, right? What about Luna, Alice, and the old woman? Who killed them? Die Old Woman war Dio, das wissen wir. Haha. Alice weiß ich nicht. Luna weiß ich nicht. Maybe one of the people who just escaped. Aber ich glaube nicht, dass Dio war. Dio meinte, er hat die alte Dame getötet, aber niemand anderen. Nur die alte Dame. Or maybe one of us. Well, Oh. Oh, erfahren wir vielleicht davon? there's one other person. Wer? Quark? Oh yeah? Oh yeah! God. Quark. You're right. I still have to find Quark. Ich wüsste, wo er ist. Wir könnten das eben kurz abkürzen. Ich weiß tatsächlich, wo er ist. Dann können wir das, also... Ne? Suddenly, full of energy, Tenmyoji leapt up and took off for one of the warehouse's exits. Das war die falsche Taste. That left only myself, Clover and Kay. We stared at the number 9 door in silence. It would never open again. What else could we do but stare? Okay. Findet er denn Quark? Nein, okay. Es ist einfach nur Game Over. Okay. Schade. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch eine Story, wie Quark vielleicht irgendwas zugibt. Ich bezweifle aber, dass das Quark war. Also, außer Quark ist halt auch... Aber das... Warte mal. Quark nennt Tenmyoji seinen Opa. Das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Ah, Mist. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Quark sei ähnlich wie Dio auch einer von den Myrmidons. Oder so. Weil die sehen sich so ein bisschen ähnlich. Aber nee, dann ergibt das keinen Sinn. Habe ich nicht aufgeschrieben, welche Augenfarbe der hat? Hier, Quark. Was hast du denn für eine Augenfarbe? Orangene Augen. Okay, cool. Also hat er keine blauen Augen. Das ist ja doof. Das ist ja echt ungünstig jetzt. Naja. Gut, das war ein schnelles Ende. Und wir haben nichts dazugelernt. Achso, damit lade ich nicht wieder, sondern speichere nochmal. Ups. Ja, End. Gut. Das ist nicht zum Scrollen da. Es ist nicht Rechtsklick. Hier und wir nehmen nicht die pinke Tür. Okay. Fine, I will go through the yellow door, through the cyan door. Okay. Ist das ausgegraut? Ja doch. Ja, das obere ist grauer als die anderen. Gut. Tja. Kann ich mir anschauen, wie... Ah, cool. Okay. Nein. Ich dachte, hier wäre noch eine Diskussion, wer dann alles mitkommt. Oder wer dann aufgeteilt wird, wohin. Fei. Ich finde, mit Tenmyoji haben wir bisher noch gar nicht gearbeitet so. Das fände ich jetzt mal interessant, mehr über den zu erfahren. Und deswegen würde ich das mal wählen. Ah, super, die haben beide helle Haare. Sehr interessant. Okay. Okay. I'm thinking we'll go through the yellow door with Tenmyoji. That sound good to you guys? Sure. Fine. Alles klar. That means Dio and I will go with Alice. Ja. Dio bringt Alice ja bestimmt nicht um, ne? Bestimmt nicht. Das wird nicht passieren, nein. Hat wohl etwas länger gedauert. Ja, kein Stress. Wir sind jetzt in einem neuen Zeitabschnitt und gehen gerade in die gelbe Tür, glaube ich. And we'll be going through the magenta door.
All right then. Better than getting stuck with that crusty old fart, I guess. Ja, ist klar. So, Clover, Luna, and I will be going through the cyan door. Clover, Luna und du. Ich weiß gerade nicht, wie schlimm ihr zusammen seid, aber ich denke, es sollte okay sein. Ich glaube, keiner von euch wird sich gegenseitig umbringen. Außer Luna ist aus irgendeinem Grund doch hier Massenmörder, aber glaube ich nicht dran. I don't get to go with Alice? Ja, das tut mir sehr leid. I'm sorry. I'll try and stay out of the way. Oh. I don't really mind you, but the K guy seems really suspicious. Nein, der hat dich doch sogar da rausgetragen aus dem einen Häuschen. We're all meeting one another for the first time. Aren't we equally suspicious? Ja, aber du hast eine Maske auf. Das wär's ja, die Unschuld spielen und dann eigentlich Bescheid wissen. Ja, ne, das wär's ja. Das wäre ja mal ein Charakter in dieser Serie. Also. Vor allem im letzten Teil gab's irgendwie 5 oder so Charaktere, die alle Bescheid wussten und nur so getan haben wie Santa. Ja, oder June. Oder Seven. Oder Snake. Die alle Bescheid wussten. Oder Ace, ja exakt. Waren wirklich 5, cool. Das wär's ja. Ich glaube, nur Lotus wusste nicht Bescheid. Dem würde ich glauben, dass er nicht Bescheid weiß. Weil die hatte was erzählt von ihrer Tochter Nona, die da halt verschwunden war eine Zeit lang. Aber Seven hat sich ehrlich nur gegen Ende dran erinnert. Ist das... Ja, kann sein, das ist richtig. Aber er hat eine Lüge erzählt. Er hat nämlich erzählt, dass June, also dass Kani in der Vergangenheit gestorben ist. Was ja nicht passiert ist. Er hat da am Ende auch gesagt, ja okay, das war einfach gelogen. Ich wollte einfach nur, dass es weitergeht. Ich gebe dir noch die Minute. Okay, das ist zu lang. Ich mach weiter. Wir kommen gleich drauf zurück. Hey, I'm nothing like you. Ah, okay. Entschuldigung. So wie hier Kay. Der sich auch an nichts erinnert. Klar hat man Parallelen zum vorherigen Spiel irgendwo. Charaktere sind durchaus ähnlich. Ist mir auch jetzt aufgefallen, dass hier das Statur passt aber nicht. Stimmt, Kay war... Seven war ein recht breiter Kollege. Hier das... Nee, das ist ja dann hier. Das Kreuz an ihrer Wange war im letzten Teil 3 Striche, meine ich. Hat nichts mit irgendwas zu tun, ist wahrscheinlich einfach nur ein Redesign, aber es war mir aufgefallen. 10 seconds remain until chromatic doors close. 9, 8. Ja, auf geht's. Ah, The doors are closing. glaubst du, der hier ist eigentlich Aegis? Das ist sehr gut. Come on, guys. Move! 3, 2, Son, Ni, Ich, 0. Zero. Chromatic doors closing. Jawohl. Sweet. Gut, wir sind jetzt mit Tenbyoji unterwegs und Fai. Was ich sehr interessant finde, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das Junpei ist. Obwohl ich an keiner Stelle bisher gehört habe, dass es so ist. Niemand hat mir gesagt, dass er Junpei ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Junpei ist. Wir haben die alte Dame noch gar nicht gefunden. Infirmary? Wir haben die alte Dame bisher noch gar nicht gefunden. Stimmt das? Weil
Die haben wir erst danach hierher gebracht. Heißt, sie dürfte irgendwo zwischendrin gestorben sein. Oh. Nee, aber Dio hatte das Armband ja schon. Jo, nach der Runde finden wir die, genau. Aber Dio hatte das Armband schon an. Gerade eben. Heißt, das muss schon vorher passiert sein. Heißt, sie ist jetzt schon tot. Ich hatte kurz überlegt, ob der das irgendwie jetzt währenddessen gemacht hat. Wenn die Aufzüge wieder aufgehen, ja. Aber die Aufzüge gingen auch gerade eben wieder auf, als wir das erste Ambidex-Game gespielt haben. Was halt auch ein bisschen sus ist. So. Da muss er die irgendwo versteckt haben und halt genau diesen Raum gewählt haben, um sicherzugehen, dass kein anderer die findet. Oh, was sehe ich denn? Was sehen meine müden Augen denn da unten? Ist das etwa ein Applicator? Du hast kein Game gespielt. Ich habe kein Game gespielt, ich habe eine Tür gewählt. Stimmt, ich habe noch gar kein Game gespielt. Danke. Danke. Ich habe noch gar keinen... Oder sie ist nicht tot. Ja, aber Dio hat schon ihr Armband. Aber Dio hat schon ihr Armband. Also ich gehe davon aus, dass das schon passiert sein muss. Ich habe zwar an keiner Stelle gesehen, wie Dio das Armband nimmt von ihr. Aber er hat zugegeben, sie getötet zu haben. Und er hat das Armband mit Blut beschmiert, welches ihr fehlt. Na? Da. Looks like it. That's what it said on the door, after all. After all. What the hell? Why is there an infirmary right next to a Well, it's warehouse? probably here if any of the workers get sick or hurt. What workers? Did you see the size of that place? A little big to just be somebody's garage. Then you're saying people work here. Maybe not now, but judging from the lack of dust, someone was here until recently. Oh, das ist ein Reihenraum. There's a door in the back. Think it'll open? Nope. No way. How can you be so sure? Just look at it. Weil du Junpei bist und das ganze Ding hier orchestriert hat. Orchestriert? Orchestrated. Orchestrated. Weil du verantwortlich hierfür bist. So. You see that thing next to the door? What's it say? Lock. Nice, lock. Gah. No dice. It's not moving. Eingefädelt, weil du das Ganze hier eingefädelt hast. Danke. Are you blind? It says lock right there. Ja, aber das muss ja nicht... Yeah, I just thought, maybe I could force it open. Right. Organisiert? Let's have a look around, okay? Vielleicht. Yeah, good idea. Maybe there's one of those card keys around here somewhere. Card keys around here. Then let's get started. Seek a way out. Ich habe den Chat ein bisschen nach unten bewegt, weil ich dachte, dass hier oben irgendwas stünde. Aber bisher habe ich das noch nicht gesehen. Aber irgendwas stand hier oben, weswegen der Chat das überlagert hat. Deswegen habe ich den Chat so ein bisschen nach unten bewegt. Aber egal, ich lasse ihn einfach mal da stehen. Ist ja nicht falsch. Im ersten Teil, ne? Aber ich hatte das Gefühl, dass das auch in dem Teil so ist. Dass mich das auch an irgendeiner Stelle gestört hat, dass das hier irgendwas überlagert hat. Ich meine, im letzten Stream war das so, weswegen ich am Ende vom Stream noch gesagt habe, zu mir, nicht literally, aber zu mir, hier, das muss ich nach unten bewegen. In dem Teil bist du über dem Inventar. Das ist der falsche Taste. Ja, hier ist oben das Inventar, das ist richtig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da oben scheint auf jeden Fall irgendwie Advanced Mode und Novel Mode im ersten Teil. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich meine... Ja, egal. Ich lasse den Text in den Chat jetzt da stehen, wo er ist. Passt schon. This looks like some kind of handheld scanner. Doesn't appear to be on. It might be part of this thing it's sitting on. Do you think if we turn this on... Yeah, might be able to use it then. Ja, dann mach mal an. This looks like a power button. Try pushing it. Why do I have to push it? Well, it might be a trap or something. That makes me want to push it even less.
Komm, geh mal vor, guck mal, ob deine Arme sitzt. Fine. I'll push it then. Nope, I'll do it. Yeah! Fine, I just need to push it. Right? Please do. Please do. Ah. Ah. Und der Scanner leuchtet. The screen is white. Scanner. A handheld scanner. Okay. Now that we've got the power on, what are we supposed to scan? How about that square hole in the sheet? The part that's been cut out? Sure, why not? A 5-digit password? Check button? Good, that's, this seems weird. See, when I scan part of the bed, a letter shows up here. There's probably a bunch of metal plates or something in the mattress. You think the scanner's just reading the letters carved into them? Maybe. My point is, you're not going to get anywhere doing that. You need clues. Ja, das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich aufgehört, bevor ich angefangen habe. Ah, der Bereich, der ausgeschnitten ist. Erzähl mir was darüber. Huh. Looks like someone cut a square out of the sheet. What do you think it means? Ich glaube, das ist ein Rechteck. A pillar. Oder sogar ein Quadrat. Ein AED. What the heck is this? Ein Defibrillator, schätze ich mal. It says AED on it. It's an AED, just like it says. Okay, what's an AED? It stands for adult... It stands for Adult Erotic Doctor. I'm kidding. It stands for Automated External Defibrillator. Ja, Siggi! You use it to try to restart someone's heart if they go into cardiac arrest. It uses electricity. Do you think we could take it out? Probably, but what good is it gonna do to you? If your heart stopped, sure, it might be useful, but right now, I don't think so. Oh, ich darf hier nicht weiter gucken? Okay. Adult Erotic Doctor. Resurrection by Erection. Ja, ja. Okay, und warum darf ich hier nicht weiter gucken? Warum? Was soll das? Nun, da ist ein Stift, ein Cuttermesser. Was ist das? Metal Stake. Steg. Sieht aus wie ein Teil von einem Schlüssel vielleicht. Wegen der komischen Zacken, die da dran sind. Gut. Hier ist auch ein Rechteck ausgeschnitten. There's a piece of fabric sewn in here. Ah, okay, eingelassen. It's the same material as the best bed sheets. So, someone attached a sheet to this sheet? I guess so. Why would someone do that? I don't know. Ask the mouse. He's a rabbit. Hä, Vampire sind doch anfällig für Holzstege. Ja, ach, verstehe, wegen Dio. So, Reflexion. A mirror. I can't see anything in it. It's too dirty. Wir sind ein Vampir. Dio. Wasser. Oh my god. There's dihydrogen monoxide coming out of that faucet. Can't you just call it water like a normal person? Ja, der Witz ist super gut und so. Ich wollte mir eigentlich da unten das angucken, aber leider nein. Okay. Da steht Lock drauf, das ist eine Tür. Das hier sieht auch interessant aus. Zwei Schlüssel. Wer ist nicht? Keyhole, Schlüssellöcher. Nein, so heißen die nicht. Schlösser. I guess. Doch, Schlüsselloch? Doch, stimmt, Schlüsselloch. Aber ich habe einfach nur die Mehrzahl noch nie gehört, Schlüssellöcher. Weil warum sollte man über mehrere Schlüssellöcher reden? Okay, es ist ein Schlüsselloch, zwei Schlüssellöcher, sowas. Und hier oben sind verschiedene Bilder. Look at all those blocks. The cover's going to keep us from grabbing them, though. There are 3 empty spots. Bop, bop und bop. 5 times 5 minus 3 is 22 blocks. I can see 4 different icons. There's the blue capsule, here. The yellow powder, here. The red liquid, and the green tablet. Hey, check this out. Sorry.
Snens spielt Zero Escape. Wir sind alle Roboter, wir sind alles Klone, wir sind alle Vampire. Nein, nur Dio ist ein Vampir. Und das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich habe den ersten Teil nochmal geschaut. Also den ersten Stream vom ersten Teil. Den Anfang. Und Junpei ist in dieser einen Kajüte, wo das Fenster explodiert und dann kommt Wasser rein. Wir erinnern uns. Und da ist ein Spiegel auch. Und ich gucke halt diesen Spiegel an und sage, wir haben keine Reflexion, wir sind ein Vampir. Dio! Halt schon zu dem Zeitpunkt, das fand ich jetzt witzig, dass ich immer noch Dio genauso ausspreche. Wenn Dio irgendwann halt da ist und so. Das ist super, kann ja. So, hey, check this out. There's a couple of keyholes on the bottom corners. Ja. Schlüssellöcher. I'm not sure what this thing is, but I'm guessing we'll need to unlock the keyholes before we can get much out of it. Ja, das glaube ich auch. So, hier ist ganz viel Medizin. Erstmal hier die kleinen Shots angucken. This one says Superbrain Beta. Ach ja. It's one of the drugs in our bracelets. Zero said it's a powerful anesthetic. Good, a rack of medicine. Und was ist drin? Achso. This thing is full of medicine. None of them have labels, though. I don't have any idea what's in them. Woher weißt du dann, dass es Medizin ist? Es könnte auch einfach nur Salz sein. Maybe we should pick some and take it? No, it's dangerous to mess with medicine you don't understand. So we'd be committing a medicine? Sadly, Sigma's joke was critically trepanned. Trepanned? Trepanned? Habe ich ja noch nie gehört. Not very generous with other people's, are you? With other people's jokes, are you? Darum geht's, okay. Nicht other people's, Mehrzahl von people. There sure are a lot of jars of medicine here. I don't know what they are though. Yep, und du bist? Ah, das können wir einfach nehmen. Weißes Pulver. A medicine jar. It's full of a white powder. Nice. There sure are a lot of jars of medicine here. Jawohl. I don't know what they are. Ja, was haben wir hier oben? There are a bunch of bottles of medicine here. Es gibt kein Koks auf Hawaii. Koks? Hawaii? Was? Was? Den verstehe ich nicht. There are a bunch of bottles. Okay. Ich dachte, weil da was draufsteht oder so. Und du da? There are 3 buttons on this drawer. Well, there's no handle, so I'm guessing those buttons are how we get it open. The thing over each of them looks like some kind of counter. So that means... Ja, natürlich. Alright, I'll give it a shot. Ah, ja. Okay. Okay, das ist ein Makro. Nee, gut, dann bedeutet das absolut nichts. Sehr schön. Ha, well, damn, I don't get it. There are little icons that look like the types of medicine on the buttons, right? A blue capsule? Ja, ich hab's dann auch realisiert, dass ich das kenne. Aber ich wusste die Zahlen nicht mehr. 1, 2, 3 von den blauen, 1, 2 von den roten und 5 von den gelben. Ich habe die Zahlen vergessen. 3 blau, 2 rot. Also 3, 5, 2, ja? Gut, sehr schön. 3, 5, 2. Oh! Each button has a different type of medicine on it, either a blue capsule, yellow powder, or red liquid. I seem to think I've seen this before. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 2. Habe ich es falsch eingegeben? Bin ich doof? Ich gebe jetzt nochmal 3, 5, 2 ein und gucke, ob ich doof war. Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, okay. Es ist also was anderes. Gut. Each button, ja, ist es sowieso. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 1, 2. Ja, okay. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht komplett alles... Gut.
Ein Messer. Das klingt doch nach einer guten Idee. Skalpell. A wash basin. It's empty. Alles klar. Was liegt da auf dem Tisch? Metal Coin-like thing. Dann kombinieren wir es mal mit dem Metallsteak. Ah, pretty key. Pretty fly. Looks like they fit together just right. And now we've got a key. A nice, clean key. Just look at that shine. Oh, ein Notizbuch, guck mal da. It's a notebook. Maybe there's something important in there. No, I flipped through it earlier. All the pages are blank. Huh. Schade. Den Scanner haben wir. Hi. Das wollte ich nicht. Und sonst haben wir hier nur die Türen, durch die wir reinkamen. Ich finde das sehr komisch, dass wir uns hier nicht weiter umgucken dürfen. Also... Da kann ich Zeug random scannen, auf jeden Fall. Ah, da unten sehe ich doch was. Warum kann ich damit nicht interagieren? Ah, schade. Damit auch nicht. Hab ich noch ein bisschen die... Oh, hier, das Gerät. Und noch ein Schlüssel. Worn-out Key. Deswegen heißt der da Pretty Key. Verstehe. Und die Superbrain Gun. Oh my God. This is a laser gun, isn't it? No, it's an injection gun. Pretty much what it says on the tin. It's a gun-shaped thing that gives injections. Should we take it with us? Nah. It'll just ignite the fires of war. Besides, all it's got in it is some saline solution. You could inject someone with it if you want, but it wouldn't do anything. Saline solution. So, was haben wir hier? Ah, nicht Saline Solution. What's this? Some sort of clipboard. There's a memory card on here. Oh? Oh, das ist aber auch interessant. Verbindung auf beiden Seiten. We put some connectors in your connectors so you can connect while you connect. And a scrap of paper. What's this drawing supposed to be? Oh, ich bin Batman. Ich weiß nicht, warum ich symbiotisch ein bisschen wie Batman spreche, aber... Archive. Paper with drawing on it. B rein, A rein und Zeug ist sauber. Wunderbar. My wife likes the... Achso, das ist das. Ja. Andere Seite ist der Safe. Warte mal, kann ich jetzt hier mit irgendwas noch machen? It's a clipboard with nothing... Entschuldigung, nothing to clip. It must be a board. Ah, okay. Das ist ein Clipboard ohne Clip. Also ein Board. Ja, so weit, so gut. Und hier darf ich nicht weiterschauen. Da ist ein Raumtrenner. A partition. Ja, okay. Ist aber auch sehr eng aneinander hier alles. Right, was habe ich denn für Items aktuell? Ich habe 2 Schlüssel, die vielleicht interessant sein könnten. Ein Glas voller weißem Pulver. Und empty. Schau an, schau an. Empty. Statt dass dann das Feld einfach leer ist. Gut, dann packen wir die Schlüssel mal rein. Awesome, mit unlocked. Das war reiner Zufall, dass der auf der Seite gepasst hat. Und der andere hier rein. Well, that went in easily enough. Whoa! What the hell just happened? The whole thing just moved out from the wall a couple of inches. Also a couple of centimeters, ja? Sehr schön. Can you pull it out? What do you mean, pull it out? Yeah, pull it out halt. Huh. Yeah, it looks like I can pull the case out. Well, let's have a look at it then. Sure. Move the red, green and blue blocks to squares that correspond to their colors. What? You can move the 3 blocks up and down as well as sideways by clicking and dragging the mouse or using the arrow keys. Ha? Was ist das denn plötzlich? Warum sind wir plötzlich hier? War das schon richtig? War hier grün und hier blau? Ich glaube, es war andersrum, ne? Ja. Ja, es ist andersrum. Ja, wie swappe ich die denn jetzt? Swap in Max.
Okay. Aber jetzt habe ich die auch vertauscht. Scheiße. Oh nein, jetzt habe ich auch blau wieder rausgenommen. Oh nein! Okay, jetzt habe ich alle in was Falsches reingetan. Auch schön. Okay, und ich hab's gelöst. Sehr schön. Right, natürlich. Das war logisch mein Plan und hab ich's gelöst? Es kommt mir so vor, als hätte ich's gelöst. Aber ich glaube, ich hab's nicht gelöst. Scheiße. Ich dachte, ich hätte es gelöst. Vielleicht war ich ganz kurz davor, aber auf jeden Fall jetzt habe ich es nicht mehr gelöst. Definitiv. Aber ich war sehr knapp dran. Mist. Okay, schade. Da war durchaus ein Fehler dabei. Ah, das hilft ja auch nicht. Ja, das ist sehr nah dran. Sehr nah dran. Aber ich krieg den roten nicht nach links, ohne den blauen auch da wegzubewegen. Ne? Ah, vielleicht irgendwie so? Ja, vielleicht irgendwie so, dass ich den, da wo jetzt der blaue ist, den roten irgendwie hinkrieg. Kann ich das machen? Ja, kann ich. Ja, guck mal da, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das Problem an der Stelle ist jetzt, dass ich den eigentlich nach oben bewegen möchte, aber dann bewege ich auch den grünen wieder raus. Heißt, der grüne sollte eigentlich sich bereits ganz rechts befinden, wenn ich jetzt nach oben drücken möchte. Aber das kann er nicht. Der kann sich da nicht befinden aktuell, weil ich musste ja nach links drücken. Aber wir sind sehr nah dran. Ja, das ist es fast. Aber halt nur fast. Wenn ich den mache, dann ist... Ja, dann sind wir wieder an der Stelle. Heißt, ich möchte eigentlich den grünen auch noch irgendwie oben haben, vielleicht, um den roten einzusetzen? Irgendwie sowas? Nee, aber jetzt kann ich den grünen nicht rüber bewegen. Außer ich bewege ihn hier rüber. Aber das hilft mir ja auch nicht. Weil dann blockiert der rote wieder die Stelle. Und selbst wenn ich die roten und den blauen irgendwie getauscht kriege an dieser Stelle, funktioniert das auch nicht. Ne, weil ich bin da einfach zu spät erst dran dann. Ich möchte es ganz kurz auf Retry drücken. Im Verlauf der letzten 2 Minuten war es 2 Züge entfernt. Ja, das glaube ich dir. Bin ich gerade über ein Kabel gefahren? Ich glaube schon. Ja, oh, das war so eben das Kabel. Gut, er ist wieder safe. War wieder safe. Ja, ich glaube dir, dass ich 2 Züge entfernt war. Ah, nee. Ich dachte, dass ich darüber irgendwie einsetzen kann, aber dann... Jetzt habe ich sie alle getauscht. Jetzt habe ich einmal kurz durchgetauscht. Ist auch ein cooler Move. Ups, das war die falsche Taste. Jetzt habe ich nur grün nicht eingesetzt, aber wie kriege ich grün von da oben irgendwie da runter? Das wird ja nix.
Und selbst wenn ich so weit bin und die an der richtigen, das Blau jetzt rot ist und grün ist, und rot ist grün und, ne, dass die einmal durchgetauscht sind, selbst dann kann ich nicht genug machen, um hier reinzukommen. In den da oben. Ich möchte mal ganz kurz retryen, um zu sehen, weil am Anfang habe ich die aus irgendeinem Grund alle in ein wunderbares Feld bekommen, die waren nur falsch rum. Heißt, vielleicht ist die Anfangsposition eine Position, die ich erreichen möchte, mit anderen Farben und vielleicht ist die einfacher zu erreichen. Die waren alle hier unten gesammelt. Oh, die waren alle hier unten gesammelt, aber die waren gesammelt in der Reihenfolge Rot, Grün, Blau und ich möchte in der Reihenfolge Rot, Blau, Grün. Okay. Weil, soweit ich an dieser Stelle hier bin, kann ich den machen und den machen und bin fertig. Aber dafür muss ich die halt erstmal in diese Reihenfolge bringen, dass Rot zuerst unten ist, dann Blau und dann Grün. Aber, na, nicht ganz. Ja, das ist noch nicht alles ganz. Nee, noch nicht ganz alles. Vielleicht möchte ich Grün zwischendurch hier lagern. Aber dann kriege ich Rot da an diese Stelle nicht wirklich. Na? Weil Rot müsste eigentlich sich jetzt dort befinden. Vielleicht ist es auch möglich, das wieder hinzukriegen. In diese Reihenfolge. Aber ich habe es hingekriegt, dass ich Grün, Rot, Blau habe. Also werde ich ja wohl auch hinkriegen, dass ich Rot, Blau, Grün dahin mache. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Wie habe ich da denn was eingebaut? What? Jetzt kriege ich das allgemeine Konzept nicht mehr hin davon. Ah, so. Ah, oh hey! Right. Hier war ich schon fertig. Upsi. Okay. Ha! That was a piece of cake! I guess that was a passable performance. Good work. Why do I get the feeling your heart wasn't in that? Hey, did you guys see this? Moving those blocks seemed to have filled in the empty spaces on the front. Oh, yeah. Ja. Wir haben tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 blaue, 2 rote und 6 gelbe. Grü. Heißt, es sind 5, 6, 2. Haha, das ergibt Sinn. Also, das erklärt, warum es vorhin nicht funktioniert hat. 5, 6, 2. Completed. Sehr schön, was haben wir gewonnen? Ah, yeah! Open Sesame. Well done, Sigma. There's something in here. You found a note with colored numbers on it. You can view it in the archive. Okay. Colorful Note. 3, 1, 2. Kann ich nicht drehen oder irgendwas. Und die 3 ist gelb, die 1 ist blau und die 2 ist rot. Nein. Aber ich kann hier noch drauf zugreifen. 3, 1, 2. Ach, ich bin doof. Ich habe die falsche Reihenfolge eingegeben. 3 ist gelb und nicht blau. Upsi. Ah, schade. Das war aber jetzt richtig. 1 ist blau, 3 ist gelb, 1 ist blau, 2 ist rot. Ja. Okay, aber schade. What are you doing? We solved that one already. Yeah, I know. A drawer. I can't get it open, so it's probably locked. It doesn't have a handle either. Natürlich. Das war nur die Garn. Aber vielleicht hilft uns diese Information 312 mit dem Ding hier, weil da weiß ich ja nicht mal, wie es aussieht, welche Hinweise wir hier kriegen. Vielleicht haben wir jetzt einen richtigen Hinweis gefunden. Ah, Q, D, L, I, F. Ja, das wird ja wohl nicht sein. Q, D, L, I, F. Q, D, L, I,
F. G, C, T, U, K. G, C, T, U, K. Das wird ja auch nicht die Antwort sein. Nein, was ein Glück. Ansonsten, wenn eine dieser Reihen einfach nur die Antwort ist, dann ist natürlich doof. Aber ja. Y, M, A, P, W. Achso, check. Ja, klar, failed. O, S, H, E, X. Sex. Cool. Und J, R, N, V, B. Wie Thorsten B. So, wenn ich jetzt ganz smart bin, kann ich das hier nehmen und... Naja. Ich müsste es ein bisschen noch strecken eigentlich. Wiederherstellen. Ich möchte nichts wiederherstellen. Minimieren. Oh, das war der Fehler. Das war ein Fehler. Upsi. Ne, so will ich das ja eigentlich jetzt gerne in die Richtung strecken. Ja, perfekt. Wunderschön. Hilft das mir aktuell mit irgendwas? Nein. Aber ich hatte Spaß. Sehr schön. Tja. Alternativ hätte man das natürlich auch einfach hier hinschreiben mit D. D? Warum steht hier ein D? Ja, ich kenne keine Form, die ich hier eingeben müsste. Habe ich irgendwelche Buchstaben doppelt? Dio? Wahrscheinlich. Nein, aber mir fehlt das Z, glaube ich. Ich meine, ich könnte jetzt anfangen, hier Namen einzugeben. Irgendwie Quark oder so. Aber... Nö, habe ich jetzt keinen Grund zu. Demnach verschieben wir das nochmal woanders hin und machen erstmal weiter mit irgendwas anderem. Guessing isn't going to get me anywhere. I need clues. Yes. Da steht Adam. Kann ich mir das Adam mal kurz angucken? The piece of medicine equipment has been turned on. The thing on top seems like some kind of handheld scanner. Okay. Kann ich mir nicht. Du, Bildschirm, dich habe ich noch nicht angeguckt. This is a pretty big screen. It's not showing anything, though. There are some arrows down here. Draufklicken. Oh, ach! Gut, dass da Pfeile sind. Danke. Right. This looks like a slot for a memory card. I think we're supposed to put a memory card in here. Try it out. Come on, you don't have to tell me what to do. I know what's up. Ja. White powder in medicine bottle und B ist water. Ach. Praktisch. Ja, dann weiß ich sogar, wie ich das anwenden kann. Dann gib mir mal das weiße Pulver. Ich wüsste noch nicht, auf was ich es anwenden möchte, aber jetzt kann ich es anwenden. Ich weiß doch, was ich anwenden möchte. Warte mal. Warum denn nicht gleich so? Das hier ausschneiden. A piece of fabric has been sewn into this sheet. I think the scalpel might do the trick here. Dirty fabric. Ah, und das können wir sauber machen und kriegen dann vielleicht einen Hinweis auf das andere. Logisch. So, dirty fabric. Jar. I've got a jar. I've got a jar of white powder. And guess what's inside? Into the basin you go. Empty jar, jawohl. Die können wir jetzt nutzen, um Wasser zu sammeln. This sink looks pretty old. Ja, das ist schön. Ich wollte aber eigentlich nur Wasser sammeln. I'm gonna get some water with the empty jar, huh?
Das hat sogar gestrichelte hier Ausschneidlinien. Ich dachte, das sei die Naht selbst halt. Also der Faden, mit dem es genäht wurde. Yeah, pretty clever, right? Don't know if I'd call that clever. I think a 3-year-old could come up with that plan. Just do it. Fine. Mir gefällt richtig, wie wir uns alle so mögen. A jar filled with water. Jar containing water. Gut, wieder Wasser aus, damit wir kein Wasser verschwenden. Wir haben hier unten nur endlich viel. So. Rein damit, alright. Now I just need to pour the water in. Hey, I've got bubbles. Und dirty fabric. Just soak the stained fabric in this. Ach du Scheiße. Was? Was? Ja, normal ist das eher, dass man sofort jedem Fremden in der Gruppe vertraut. Ja, ne? Vor allem in so einer Situation. Zum Beispiel auf seine Pferde aufpassen. Exakt! Exakt! Das, also... ist halt wirklich der Fall, dass das der netteste Typ ist, den wir hätten treffen können. Der sieht halt einfach nur nicht so aus. Das ist halt der netteste Typ. Ja, wir hatten Glück, dass der so nett ist. Ansonsten wäre der wahrscheinlich abgehauen mit unseren Pferden. Aber der war super nett einfach. So. Die 4 und die 5 haben wir. Wir können jetzt cheaten und gucken, auf was das endet. L. E-L. Es endet schon mal auf... Hallo. Komm, schleich dich rein. Komm, danke. Kann ich das jetzt hier auch anpassen, dass das... Boah, Teamviewer braucht aber ganz schön lange, ey. Kann ich das bewegen, damit es besser passt, vielleicht? Nun, wir kriegen ja ungefähr the gist of it. E-L. Cruel. Nee, ach nee, fängt auf D, nicht auf L. Crude könnte es sein. Oder Rock D. Ne, das sieht ganz gut aus hier. Es wird cruel sein. Wie komme ich denn jetzt? Hier komme ich denn jetzt ins Archive. 3, 1, 2 heißt blau ist die erste, rot ist die zweite, gelb ist die dritte. Blau 1, rot 2. Nee, das hier. Perfekt. Blau 1, rot war das hier, also das ist Cured. Cured! Kommt dabei rum. Was haben wir denn hier oben für? Cured. Ah, okay, das sieht man nicht, aber es steht da durchaus, Cured. Aber wie ich das Spiel kenne, gibt es 2 Lösungen. Und die zweite Lösung wird dann wahrscheinlich anders sein, aber die gleichen Buchstaben nutzen. Ich gebe einfach mal Cured ein, weil ich gerade noch nicht herausfinden kann, wie ich eine andere Lösung daraus kriege. Außer ich nehme diese Lösung hier. Und dann steht da... Ukvsi. Vielleicht könnte da Ukvsi stehen. Wer weiß. Nee, mit dem Scanner muss ich interagieren. Das passt natürlich jetzt nicht mehr so ganz, aber ich werde es hinkriegen. C. Das R befindet sich hier. Ach, ich bin doof. Ich hätte erst das U wählen sollen. Ich hätte durchaus erst das U... Es tut mir leid. U... R... E... D. Cured.
Yeah, you did it, Jumpy. You became one with the Chasmas. Awesome, looks like that did it. Good work. The screen changed. Ja, dachte ich mir, dass hier noch eine zweite Option existieren muss. Sonne, Stern, Stern. Huh? Wait a minute. You've seen it too? Yeah. There was something like this in the AB room. Oh, the symbols are different though. I take it you two saw one? Yeah. We used a password like this to open the safe in the AB room. You ought to write that down. No, it's cool. I can remember it. You're gonna memorize it. Sure, no sweat. I've got a pretty good memory. Das ist bestimmt auch voll der Plotpoint, dass der ausgewählt wurde, weil der eine extrem gute Erinnerungskraft hat. Hier war das. Oh, I saw a safe like this in the AB room. Yeah, Sigma and I saw one just like it. So, do you think it opens the same way? Try it and find out. Natürlich. Completed. Awesome. It opened. Ha! Well done. Good work. There's a whole bunch of stuff in here. First, we've got a map. It says floor A. Yeah. We can take a closer look at it later. There's still more stuff. Why don't you look at it? Right. Next, we've got a card. 2 cards, actually. These must open the AB rooms. See? They've got Ambidex room right there. Yeah, you're probably right. Then we can use them to open the AB rooms. Yeah, of course. Ja, ist klar. Dann machen wir das. Alles okay. Ist gut. Wir haben verstanden, was die AB cards... I think the answer C. Read this note. Here, a few more rules for you. Once you've... Das haben wir auch schon gelesen. Das haben wir schon. Keine Sorge, wir haben das schon. Yeah. There's another piece of paper in here. It looks like a part of a newspaper. Why would someone put a newspaper in here? Ah, okay, das Ding. Das haben wir auch schon gelesen als solches. Ich lese es trotzdem nochmal, weil ich vergessen habe, worum es geht. Radical 6 infection spreads. Cure continues to elude authorities. The Radical 6 virus continues to spread across the globe like wildfire. The WHO has confirmed that the death toll is estimated to have passed 100,000 victims. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. Ah, okay. Mehr Informationen gab's nicht. What the hell? What's this Radical 6? Wait, quarantine? 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 No way! Look, we can talk about this later. Right now we need to get out of here as fast as we can. But forget it! Just do what I tell you to do. Ja, weil der hat da natürlich Ahnung von und der ist nämlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, die Lösung zu finden für das Problem, das Heilmittel zu finden. Ja, der ist das nämlich. Ja, doch, definitiv. Deswegen sind wir alle hier. The last thing in the safe is probably the key. So we can finally get out of here? She's nodding. Schön, dass er das einfach laut gesagt hat. She is nodding. Let's go. Ja, noch nicht so schnell. Noch haben wir hier eine Aufgabe. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass Rot am wenigsten vorhanden ist. Dann Blau, dann Gelb. Und das auf die Variante lösen, dass man Rot, Blau, Gelb sagt. Oder, weil es auch ein 5x5 Grid ist, guckt, welches von den Symbolen das hier überlagert. Aber das macht keinen Sinn, habe ich gerade realisiert. Rot, Blau, Gelb. Ne? Dass man das... Hallo, dreht's richtig. So. Dass man sagt... Oder welches war am wenigsten verfügbar? Rot, dann kommt Blau, dann Gelb. Heißt Rot, Blau, Gelb. Da würde was bei rauskommen? Ich überlagere einfach alle 5x5 Felder, die ich habe. Kann keiner lesen so. Rot ist das da, das... Ups, Okre, Ed. Okret.
Ich glaube nicht. Finde ich einen Grund, warum es crude heißen könnte? Ist crude überhaupt ein Wort? Ne, crude wird anders geschrieben, mit DE am Ende, ne? Scheiße. Das funktioniert also nicht. Ich gebe mal Unkrit ein, aber ich bezweifle, dass das ein Wort ist. Ja komm, ich mach das mal kleiner, damit es kleiner ist. Nein, natürlich nicht. Crude Oil. Ja, ja, genau, und das dachte ich, aber das endet auf DE und nicht auf ED. Und ich habe keinen Grund, weswegen es auf ED nicht enden sollte, weil die 4 und die 5 sind nur noch eine 4 und eine 5. Das ist kein Doppelpunkt, das ist ein Semikolon. Das ist aber komisch. Alles klar. Kommt das durch den Upscaler? Nein, das ist durchaus ein Semikolon. Hier im Archive haben wir auch ja, Passwörter, klar. Newspaper Excerpt. Haben wir das nicht? Haben wir das nicht schon gesammelt, theoretisch, das Newspaper Excerpt? Paper, das haben wir gemacht. Colorful Note 312. Ach, bin ich vielleicht doof und man kann das vielleicht... What are you doing? You aren't going to get anything used unless you put something in there. I'm just checking, alright. Können wir das da vielleicht da hinlegen? A hospital bed. A square has been cut out of the sheet. Interesting. You're gonna put that fabric we bleached into the hole in the bed. Yeah, it looks like it's exactly the right size. Give it a shot then. Will do. Da. Das hätte ich ja schon längst machen können. Ansonsten haben wir jetzt wirklich noch den Schlüssel. Oh, gut. Dann muss das irgendeine... Hallo? Ah, alright, das Passwort. Das wollte ich. Ja, genau. Dann muss das irgendwas hiermit zu tun haben. Ich meine, ich kann einfach mal das Wort crude daraus bauen. Crude. Aber ich sehe nicht warum. Nee, gut, das ist sehr nett. Wovon haben wir denn 5? I've already solved this puzzle. Hast du? There's something on the screen. Yeah, it looks like some words. Is this a hint? Oh, sehr gut. Big Monitor Hint. Ah, okay, danke. Das ist ja sehr hilfreich. Right, in dem Notebook stand nichts mehr. Da unten ist nur die Gun. Da können wir aus irgendeinem Grund noch was eingeben. Das ist aber auch ein 5x5-Feld, was ich ein bisschen sass finde. Hier haben wir auch 5 Sachen. Also das Blaue ist 5-mal vorhanden, meine ich. Kann ich aus diesen Buchstaben irgendwas zusammenbauen? Das ist ein G, ein C, ein I, ein U und ein V. Guide. Nein, das braucht ein V. Ki, Sif, Sigv, Gisv, Svg. Nein, gut. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn wir eine Lösung finden, diese Lösung hiermit auf jeden Fall was zu tun hat. Vielleicht ist es wirklich nur ein Anagramm von Cured bilden. Ich fand Crude eigentlich ganz schön als Anagramm, aber...
Juice. Ich glaube, das ist kein Wort. Willkommen bei Wordle übrigens. Third. Resud. Cray. Ich finde kein Wort. Vielleicht rückwärts? Durek? Nee, Derek? Ah, das ist der Pass. Was ist, wenn wir es drehen? Um 180 Grad? Ne? Dass man das gedreht hat um 180 Grad und dann was bei rauskommt? Normalerweise war es ziemlich offensichtlich, was das Spiel von einem möchte, was die zweite Lösung ist. Aber hier habe ich so gar nicht das Gefühl. Also es wäre dann das da, also das hier. Als nächstes kommt der hier, das wäre das da. Dann der hier, das wäre das da. Dann die 4, das ist das da. Und dann... Das ist doch kein Wort. Und dann der da, das ist das da. Nope, das ist kein Wort. Das ist kein Wort. Ich möchte aber auch nicht random einfach Wörter eingeben und gucken, ob die funktionieren. Ich habe jetzt erst überlegt, dass es vielleicht Check ist, aber... I've already solved this puzzle. Ja. Sagt er nochmal hierzu was vielleicht? Nochmal waschen? The wash basin is full of black dirty liquid. I don't need to do anything else with it. Ich kann es wieder wegnehmen. Oh nein. Kann ich es jetzt so rumdrehen? Voll smart und wieder hinlegen und das macht irgendwas? Nee, okay. Ich kann es mal hinlegen und wieder nehmen. Warum kann ich es nehmen? Warum sollte ich das nehmen können? Was? Hat das doch hiermit noch was zu tun? Interessanterweise, dieses Symbol stimmt mit dem Symbol hier unten überein. Das Symbol hier stimmt mit dem hier überein, aber das hier passt hier nicht. Sagt er hierzu noch was? It's a 5x5 grid covered entirely with blocks. Each of the blocks has one of the medicine icons on it. So haarklar. Ja, die rote Flasche ist doch auch da. Ja, absolut, sorry, klar, aber dieses Symbol ist an den Koordinaten 2, 2, von hier oben gesehen, logisch, und nicht Zero indexed. Und hier ist halt auch dieses Symbol an der gleichen Stelle. Genauso wie das Pulver ist auch an dieser Stelle hier unten. Aber die rote Flasche ist halt nicht an dieser Stelle, sondern die rote Flasche ist hier unten und da. Aber wir haben auch mehrere rote Flaschen. Wenn wir jetzt jeweils nur eine rote Flasche hätten, würde ich sagen, okay, dann müssen wir das irgendwie umtauschen oder sowas. Kann ich die irgendwie drücken? Nee. Ich kann die auch nicht drücken, die Stellen. Was ist, wenn ich das jetzt nochmal aufmache? Ist da was anderes drin? It's empty now. Ah, cool. Aber man kann es nochmal aufmachen. Irgendwas übersehe ich hier. Wasser an und das Ding nass machen. There's water coming out of the faucet, it's filling up the sink, maybe the drain isn't very good. A mirror. I can't see anything, it's too dirty. Okay, schade. Die Stelle, wo wir es herhaben. The center bed. The mattress seems firm, but not hard. Soft, but not squishy.
Probably the expensive memory foam stuff. Natürlich. Und hier können wir nicht weiter gucken. Hum. Hier sind überall Buchstaben. Aber ich kann mit keinem dieser Buchstaben was anfangen. Das AED wird auch nur so da sein? Warum kann ich das wieder wegnehmen? Ah! Das macht aber auch keinen Sinn. Eine Überlegung ist, hier ist gelb an erster Stelle, obwohl es die 3 ist. Und ich habe doch keinen Grund dafür, warum hier nicht 1, 2, 3 steht, sondern 3, 1, 2. Also vielleicht ist die gelbe die erste in dem zweiten Passwort, das blau das zweite und das rote das dritte. Also RCUED. Was? Das ist doch kein Wort. Ach, das ist immer noch da oben, das Ding. Na, dass man das Gelbe als erstes, dann das Blaue, dann das Rote und dann die 4, 5. Aber was heißt Recruit? Okay. Warum stand das Gelbe zuerst da? Aber halt auch eingekreist, wie hier die, wie diese Symbole hier eingekreist. Nope. Hier. Das sagt jetzt nichts aus, sagt nur, dass es damit was zu tun hat, auf jeden Fall. Tja. Nochmal Cured eingeben wird ja nichts tun. Kann ich... Ich tapp kurz raus. Jupp, das war meine Kamera. Muss kurz die Helligkeit einstellen hier. So, jetzt sehe ich auch was. Mehr war das nicht. Cured rückwärts? Habe ich glaube ich schon gemacht, ne? Nee, warum auch? Sonst war das doch immer so, dass die Lösung nicht eindeutig war. Und man deswegen 2 Lösungen bekommen hat. Aber hier finde ich, ist das so überhaupt nicht der Fall. Ich finde, das ist eine sehr eindeutige Lösung des Rätsels. Machst du mal eben groß? Ah, jetzt wird es immer kleiner. Dass aber auch so eine riesen Verzögerung besteht, gell? Das ist nicht so nett. Wird schon gut genug sein. Cured. Oder
Crude halt einfach mal falsch hingeschrieben? Crude? Wenn es cruel gewesen wäre, vielleicht. Aber nee, das gibt ja gar keinen Sinn. Hum. Wo ist mein Denkfehler? Ich meine, die Frage ist nicht, welche Wörter kann ich mit diesen Buchstaben bilden, weil ich kann so ziemlich jedes Wort mit diesen Buchstaben bilden. Und wenn ich eine Sache von Wordle gelernt habe, dann ist es, dass es sehr viele Wörter mit 5 Buchstaben gibt. Aber nee. Ich sehe da keine Lösung, leider. Ja, I've already solved this puzzle. Du mir auch. Aber gelöst habe ich es nicht. Ich glaube, ich muss an einem späteren Zeitpunkt hier zurückkehren. Weil ich krieg hier keine Lösung raus aus diesem Rätsel. Was sagt ihr denn dazu? It's nice and clean. Looks completely different. Ja, danke auch. Das hilft ja gar nicht. Tipp? In welcher Form? Ich meine, es ist jetzt auch nicht weltbewegend, dass ich das auf eigene Art und Weise löse. Ich denke, ein Tipp ist okay. Weil ich verstehe nicht, was dabei rumkommen soll. Ich verstehe nicht, ob ich diese Buchstaben alle brauche, die da markiert sind. Ob das da hier vielleicht was mit zu tun hat. Klär mir kurz nochmal, wie du auf den ersten Code kamst. Ja klar. Nee, ich muss woanders anfangen. Also, Memo. Nee, nicht Memo. Archive.
Hier haben wir eine Notiz mit einer gelben 3, einer blauen 1 und einer roten 2. Und wir wissen, dass diese Flasche rot ist. Die Tablette ist blau und das Pulver ist gelb. Also habe ich gesagt, gut, dann ist das Rot, das Gelbe. Hier ist die 3. Heißt, da steht eigentlich ein 3. Perfekt. Das Blaue hier war die 1. Stimmt das so? Ich glaube schon. Und das hier war dann die 2, das Rote. Und dann kommt halt C-U-R-E-D bei rum. Na? Ja. Und die Zahlen auf dem Lappen? Ja, das sind halt einfach die 4 und die 5. Das sind einfach die Zahlen 4 und 5. Einfach nur 4 und 5. Und das sind einfach nur Positionszahlen. Mehr bedeuten die nicht. Laut meiner Meinung. Weil ich brauche ja irgendwie solche Zahlen, um eine Abfolge zu haben. Außer da von dem... Stimmt das, was ich sage? Ja doch. Von dem hier haben wir 2 da drüben. Von dem blauen hatten wir 6. Und von dem gelben hatten wir 5. Aber dann haben wir 2 Fünfer. Ne, dass man jetzt irgendwie sagt, jetzt auf relativ zu wie der Denkanfang anfängt. Ist das schon der Tipp? Dein Tipp wäre relativ zu wie der Ansatz anfängt. Nein, das ist noch nicht der Tipp. Ja, dann gib mir ruhig mal einen Tipp in die Richtung. Leg den Lappen noch mal über das Grid. Ups, M. Ja. Deswegen kann ich den auch wegnehmen. Das ist okay, das sehe ich. Sweep. Das an der Wand. Ja, ja, ja. So meinst du. Ja, ja. Kann ich mit dem Ding damit interagieren eigentlich? Nö, gar nichts. Na? Jetzt musst du zählen. Also davon haben wir 5, davon haben wir 2 und davon haben wir 6. Das habe ich jetzt gezählt. Haha. Das war aber leider leider falsch. Ja, das war falsch. Was soll ich denn sonst zählen? Ich kann ja nicht sagen 5 mal das da. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich kann ja nur 5 Sachen eingeben. Oh ja. Mal den Lappen doch mal auf deinem Tablet nach. Das ist eine Idee, guck mal. Ups, hab ich
Nee, passt alles, okay. Hallo, guten Tag, ja, komm doch rein. Deswegen nutze ich kein Teamviewer. Ich cheate. Ups. Einfach nur, damit es die gleiche Größe hat, kopiere ich mir jetzt kurz mal das hier rüber und ersetze die Symbole. So, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Hier, komm, ich gehe auch hier rüber, dann ist das weniger verwirrend. Dann haben wir weniger Overlap. Dann ist das hier die 5. Das hier ist die 4. Ich kann wunderschön Kreise malen, ich weiß. Die sehen wirklich schlimm aus gerade. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da haben wir dieses Objekt. Hier haben wir so eine Flasche. Ne, so sieht sie nicht aus, oder? Perfekt gemalte Flasche, wunderschön. Die ist nur ein bisschen wonky. Und hier unten haben wir das Pulver. So, und der Rest ist eigentlich weg. Nasch, das ist alles Trash. So, das ist der Lappen. Ja, ist einfacher zu sehen dann. Na komm. Na komm. Du schaffst das schon. Ups. Ist ja wirklich eine Zumutung. Ja, so in etwa irgendwie so, ja. Wieder nur ein bisschen wonky. Die Tablette ist spiegelverkehrt. Oder war ich das? Nee, die Tablette ist spiegelverkehrt. Heißt in Wahrheit ist es so rum. Ups. Und die anderen beiden sind natürlich dadurch nicht spiegelverkehrt. Aber habe ich das nicht auch schon probiert? Nee, ich habe es nur um 180 Grad gedreht. Vielleicht? Vielleicht, weil die Tablette spiegelverkehrt ist? Da ist irgendeine Aussage mit Chiralität und sowas. Komm, ich mache einfach hier einfach alles weg. Nein, immer noch nicht da oben. Da ist hier alles. Spiegelverkehrt sein und so. Ich brauche die Zahlen. Die Buchstaben meine ich. Spiegelverkehrt. Dann ist das die erste. Das ist auch alles, das ist auch kein Wort. Dann ist das die zweite. Aber hier ist es wieder andersrum, hä?
Hier ist das schwarz. Okay, ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler im Artwork. Dann wäre das so, wenn Spiegel verkehrt ist, aber das ist definitiv kein Wort. Nein, schade. Okay, dann ist der Ansatz falsch. Schade. Schade! Ja, du. Wunderschön. Ne, ich kriege hier keine Logik raus bei. Ich glaube, ich muss hier irgendwann später zurückkehren oder ich krieg noch einen Tipp. Ich fand deine Logik auch nicht logisch. Ha. Meine Überlegung war, dass ich halt den Lappen andersrum nehme. Ich finde das jetzt auch nicht sonderlich logisch. Das war mein bester Ansatz. Später wird er nichts bringen, das stimmt wohl. Ich sehe es halt einfach nicht. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Willst du noch einen Tipp? Ja, bitte. Das ist ja nicht endlos in die Länge ziehen. Ich bin hier im ersten Raum. Ignoriere Formen. Was? Du gibst mir das hier und sagst mir, ignoriere Formen. Auf was soll ich denn sonst achten? Was hast du, bunte Kreise? Hm? Okay, dann haben wir hier zwei von den blauen, zwei gelben und einen roten, die das überlagert. Und das ist ein Passwort, das ich jetzt in das andere Ding ergeben kann oder so? 2 blau, 2 gelb, ein rot. What? Nee. Ei. Okay, I guess. Ja, I guess. Okay. Ich habe gesehen, wie man da hinkommt, aber gefallen tut's mir nicht. Huh? Why'd the left drawer open? Oh, there's something in there. Schönen Dank, du Arsch. Noch so ein Ding. Aber hier ist auch auf der Rückseite nix. Aber hier ist auf der Rückseite was, als wäre die Rückseite wichtig. Deswegen habe ich jedes Mal das Zeug gespiegelt oder gesagt, vielleicht muss ich es ja irgendwie anders hinlegen oder so. Okay. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch hiermit nicht mehr interagieren, ne? Nee, I've already solved this puzzle, no reason to mess with it now. Ja, aber vorher ging es noch. Ei, gut, legen wir das da hin. Yes, square out of it. Leg einfach hin. Ist nicht deren bestes Rätsel. Nee, finde ich auch nicht. Gut, dann was kommt denn raus? 1, 2, 3, 4. Found. Cured und found. So, I did it? Nice, good job. Nice luck. Seems you figured it out. The screen's showing something again.
Sonne in der Mitte, Stern da, Mond unten. Huh? It's different now. The symbols changed and they moved around. Well, it's probably related to the safe somehow. Can you remember the Sigma? Aber natürlich. Gar kein Problem. Der Safe war hier. Nicht deren bestes Rätsel trifft es sehr gut. Nee, das war der Stern. Completed. Gold file. Oh, looks like it'll open up with that other password too. Seems like it. Ja, nice. Gut, jetzt können wir endlich gehen. Nee, kann ich nicht mit I oder so das Item wechseln? Nee. Mit irgendeiner Taste ging das, glaube ich. Gut. Das ist die falsche Tür. Gut. The thing that keeps the door locked. It says lock. Alright, here we go. Okay. Yep. 3, 2, 1. You did it. You found it. Nice. Another elevator, huh? You think this actually works? Ja, definitiv. Only one way to find out, though. Hey, someone's coming. Ihr lebt doch alle. Ihr habt euch nicht gegenseitig umgebracht. Hey! Also, ihr lebt doch alle. Und die leben auch noch alle. With Dio, Quark, and Alice tagging along, looks like. Nice. Warum denn so in Eile? What's going on here? We bumped into them a little while ago. Who'd have thought we'd bump into you too? Warum so schnell unterwegs? Ist alles okay? Let me see the map. Oh, sure. Ja, die sind da lang. Ja. Und die sind da lang. Ja. Ah, I get it. All 3 roads end up here. Map. It's just like the one we found in the crew quarters. Absolut. Crew quarters. Oh, we found a map like that too. There was one in the lounge. There's a lounge? Anyway, ours was in the infirmary. Maybe we should sit down for a bit and exchange information. No. There's plenty of time for that after we check out this elevator. Alles klar. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Woher weißt du, dass das eine gute Idee ist, jetzt erstmal diesen Elevator zu nehmen und dass danach die Zeit sein wird? Und sollten wir nicht zurück das Ambidex-Game spielen? Ist das nicht wichtiger? What the? Oh, this is just like the other floor. These doors have colors on them too. The one on the left is green. The one in the middle is blue. Ja. And the one on the right is red. Ja, absolut. These chromatic doors? Definitiv. There's a box here. Na dann. It looked like the ones we saw earlier. Alles klar. Lock, huh? Yeah, budge. Yeah, just like the other doors. No good trying to force it open, I suppose. Is something wrong, Alice? You've been staring at your bracelet. Oh. No, I'm fine. But it looks like my guess was right. The numbers have changed. Numbers? Oh yeah, the time left. Looks like 2 hours. 6 minutes. Ah, for fuck's sake. Ah. You telling me we're gonna have to just sit around here for another 2 hours? Well, Yes. looks like we don't have a choice then. We gotta head back. Warte mal, was ist eigentlich, wenn wir zu spät das Ambidex-Game gestartet hätten? Würden dann die Chromatic Doors einfach aufgehen und
und wieder zugehen, ohne dass wir unsere neuen Farben haben? Das ist doch ungünstig. Das kann doch nicht sein. Weil das Ambidex-Game startet ja erst, wenn jemand die Türen aufgemacht hat. Und wenn keiner die Türen aufgemacht hat, sind wir alle tot. Ja? Das habe ich so richtig verstanden. Sehr schön. Sigma, where's that note you found? Right. Oh? Did it say something like supplementary rules? Because if Yes. it did, we have one too. We found ours in the crew quarters. Absolut. Yeah, we got one of those. Found it in a safe in the lounge. Definitiv. Die haben wir schon gehört. Here some more rules. You can hop through it as much as you like, wenn man eine Tür geöffnet haben. Chromatic Doors auch. Und kann niemand einen stoppen. Die Farben sind wichtig. Ach nee, die Farben sind nicht wichtig an der Stelle. You have to escape before you can take advantage of this Superbrain rule. Was? Achso, ja, aus dem Raum selbst. Ich dachte durch die Nummer 9 Tür. Once you've activated the chromatic door and gone through the puzzle beyond, it won't let you go. Yeah. If that's true, then we can all go back the way we came and get into the I don't warehouse. think Zero's saying we can. I think he's saying we have to. Otherwise, what's the point of that key card? You mean this? The Ambidex room key. Ja, We found some too. that makes 6 then. One for each AB room. Let's head back to the warehouse. Auf geht's. So when Zero says jump, we say how high, huh? Absolut. If you don't like it, stay here. Stupid angry mutt watching the door sounds about right. Asshole. Alles Better klar. hope I don't have rabies, you self-satisfied old turd. Well, what's it going to be? Are you going to go back with us? Or are you staying here by yourself? Ja, ne? Alright, fine. I'm going. Top. Ich weiß, warum das Spiel immer so lange braucht, weil wir jedes Mal 10 Minuten über irgendwas reden, was nicht wichtig ist. Die reden so viel. Und die reden es auch 5-mal, weil wir es 5-mal erleben müssen, weil wir immer jede andere Wahl haben oder trotzdem die Leute das ja nicht wissen. Ah! Infirmary. This is the infirmary then. Yes. We were able to walk right in. Yes. Just like the note said. That means you can come visit the lounge too. You'd like it, Grandpa. There's lots of alcohol. They've even got some of your favorite. Oh, well, that sounds great. Maybe I'll go have a drink later. Okay. What the hell, man? How are you so damn calm? Wait. Grandpa? Did Tenmyoji and Quark know? Did Tenmyoji and Quark know each other? Were they actually related? I was about to ask when something else caught my attention. Someone behind the divider was talking to someone else. Komm, ich mach mir like. I snuck a look around. Ach, deswegen, weil der Divider hier weitergeht. Do you think there's a connection? Nein. I can't be sure yet. But there's no way this is all just coincidence. Yeah. There's even a 0. Whatever it is that's going on, we need to get in touch with headquarters and fast. Wir sind alle größer. Also, wir haben alle mehr Backstory, als ich dachte. Yeah, I agree. Headquarters? They probably figured out we're gone by now. Yeah. Headquarters? Do you think they'll find us? Let's hope so. What are these two? How are these two connected? Ja gut, das wissen wir ja so halbwegs. Jedenfalls vermute ich, dass Alice die Person ist, die aufgegabelt wurde in Nevada Desert Wüste, in der Nevada Wüste. Das ist aber interessant. Headquarters. Also was? Headquarters. Klingt so offiziell. We need to report to the beep beep boop boop headquarters. Ja, die Räume sind verschoben. Oh, you're
I hopped off for a little nap. Ah, for yawning? Really? You're just a computer program. You don't get tired. Hey, B.O. My temper's got a hair trigger, and you're awfully close to pulling it. So I'd watch my mouth if I were you. Otherwise... Well, do you really need me to spell it out? Forget it. That's a good boy. Alrighty, let's get back to what we were talking about earlier. Ja, das haben wir doch schon getalkt. Müssen wir das nochmal talken? Namely, how do you get more BP? Weißt du, warum BO steht? Ja, Zero hat doch Spitznamen für alle Leute. Und ich ging jetzt davon aus, dass BO halt für Body Odor steht. Wie im Englischen BO halt ist. Und klingt wie Dio, aber halt BO. Ja, genau. Okay, gut. Ja. Ah ja. Ich glaube, das können wir skippen. Ich werde es jetzt nicht groß vorlesen. But who goes into what room? That doesn't really matter. Anybody can go into any room. But there are only 6 rooms. Didn't I tell you? The 2 members of a pair share the same destiny. Natürlich. You mean both members of the pair need to go into the same room? Yes. No. What do we do after we go into the room? Play a game, just Absolut. like it says on the door. Absolut. You play the ambidex game! Definitiv. Wait. What's ambidex supposed to mean anyway? I would guess it's short for ambidextrous. Most use the word to refer to the ability to use both of one's hands, instead of favoring the left or right. But it can also be taken to mean someone who is duplicitous or two-faced. Absolut. It's a game of betrayal then. Well, yes, I guess you could put it that way. And what's the nonary game? That refers to the whole enchilada. The nonary game is a game where you try to open the number 9 door and escape. The ambidex game is just a mini game you play as part of the larger one. Makes sense? Absolut. Like hell. This shit is confusing. Das auch. Is it? Nein. Or Was? is it that you're just a few carrots short of a bushel? What do you think, B.O.? You arrogant little bastard. Well, that's just how I am. So you better get used to. Gut, wir machen einfach mal weiter, ja. Yes. It'll probably be easier to understand then. Ja, also das machen wir. Cakewalk and myself each gave 1 card to Luna, Alice, and Tenyoji. Then we headed to the AB rooms, where there wasn't really any discussion of who'd go into which door, and fine, I just found ourselves heading to the leftmost room. Looks like everybody else has gone in already. Think we should head into... Why are you asking me? Just hurry up and get in there. Okay. An ambidex gate has been opened. Ja, aber schon längst, hier. Alle wurden ja schon geöffnet, hier, alle. 45 minutes remain until ambidex game polling closes. What? This game's got a time limit too? Oh! Hallo? Wer sind Sie denn? What? What the hell? Who's this? Fuck if I know. Alles klar? It doesn't matter who she is. Just get everybody over here. Doesn't matter who you are. What matters is the plan. Yeah, right. Hey! Guys, get over here! We found someone! There's a lady over here. She's unconscious. She's dead. I didn't wait for a response, just turned around and followed Fi into the room. We knelt down next to the woman and turned her over as gently as we could manage. All that greeted us was... Hey. Oh, there's ein Ring. Verheiratet. Blood. She's covered in blood. I leaned down to listen to her mouth, nothing, no breath. With shaking hands I felt against her neck for a pulse, no movement, just cold skin. What the hell were you yelling at? What's going on here? Ah, ja, du Drecksack, what's going on here, hm? Is she?
Quark, don't look. Somebody get Quark out of here. Okay, come on, Quark. Then she's... Yeah, she's not breathing and I can't find a pulse. Her body's already cold. I'm guessing she was murdered a while ago. Murdered? Does this look like an accident or a suicide to you? Looks like she was stabbed. Don't see a weapon around here, though. That means either the killer took it with them, or it was part of them. Part of them? Well, if someone was strong enough and they had metal hands, then they might be able to stab someone in the heart. What are you suggesting? It's just a joke. Don't take it so seriously. Just a joke. Das habe ich schon gesagt, dass sie die gleiche Augenfarbe haben, right? Whatever. If we examine the wound, we'll probably get a better idea of what the weapon was. Let's get her to the infirmary. Auf She might geht's. be old, but she's still a woman. Was ist das denn für eine Aussage? If we're going to do an autopsy, she should have some privacy. Ach so, deswegen. Come on, boys, let's go. Was? Trotzdem komische Aussage. DOK and I gingerly lifted the woman up and carried her to the infirmary. Perhaps he just didn't consider himself one of the boys, or maybe it was something else, but whatever the reason, Tenyoji only stared. His whole body was rigid, like a rope pulled almost to its breaking point, but it was his eyes that caught my attention. He wasn't staring at us, not quite, it was more like he was staring towards us, a smouldering spark of something burning silently behind his gaze. It wasn't until we were almost to the infirmary that I realized Tenyoji hadn't spoken a single word since the moment we found the body. I turned to look back at him. He was following us at a distance, his breathing heavy and labored and his movements slow and shuffling as if his body was suddenly made out of lead. Made out of lead. His body made out of lead. Exakt so hat Junpei sich selbst beschrieben. Exakt so. Als er gesehen hat, dass Akane gestorben ist. Exakt die gleiche Situation. The plot thickens. Ah. Was? The old woman's body was surprisingly light. Carrying her felt almost nothing like carrying an old woman. Was? Carrying her felt almost like carrying an old, dry piece of wood. We set her down carefully in the infirmary bed, as if we were afraid she might break. She looked so peaceful, almost like she's just going to wake up any minute now. Maybe she didn't suffer much when she died. Let's hope so. Anyway. Ich weiß nicht, wann ich mich wieder, ne, und so, ich versuche das einfach genauer zu machen und dann passt das. I feel a little bad about doing this, but I think we need to examine her. You mean like an autopsy or something? I'm just going to have a look at the wound. If we had a coroner, then it would be a different story, but... If we had corona. What? I have a medical license. You're a nurse? No. You're a doctor? Well, I'm not exactly a coroner. Interesting. I guess you really can't judge a book by its cover, can you? Sorry. You don't need to apologize. Are you really going to perform an autopsy? Oh, I won't really be doing it. I think that machine over there is a medical scanner. Warum weiß sie das? Ich dachte, das hier wäre so Future Kid Zeug, was halt noch nicht existiert, aber halt in der Zukunft. Und wenn... dann müsste sie ja aus dieser Zeit sein. So wie Dio, der dann demnach kein Roboter ist. Hot damn. It's called an atom. It uses nuclear magnetic resonance imaging to examine and diagnose people. Absolut. So you think you can use this to perform some kind of autopsy? Yes, I think I should be able to manage that. Let's go! Beep beep. Luna ran the scanner over the body, then turned back to the terminal. The display filled up with text, most of it rather technical. NMR ist krass, hast du letztes Mal auch schon gesagt, ja? Sex female, estimated age 65 to 75 years. Diagnosis deceased, cause of death estimated time of death 3 to 4 hours. Damage trajectory, weapon entered through fourth intercostal, piercing heart. Wound characteristics, die lese ich nicht alle vor. Oh, wound angles, one sharp, one blunt.
Based on the characteristics described above, there is a 95% chance the wound was caused by a sharp, single-bladed instrument. Huh. Yeah, I don't really get it. What's it mean by instrument? Was she stabbed with a clarinet or something? It's a tool of some sort. A knife, probably. In other words, she was stabbed in the heart, right? Yes. Das finde ich so eine komische Diskussion. Ja, natürlich hat sie einer nicht einfach nur sehr stark geschlagen. Well, I suppose that clears me of suspicion. Sorry, but no. Why? Please, don't tell me you think my hand can somehow turn into a knife. I told you that was a joke. Then why am I still a suspect? We found the old lady in one of the AB rooms. Specifically the one farthest to the left. Das habe ich auch. Moment. Das habe ich auch, das Ding. Sehr witzig. Nun. Before we went in there, only 2 other people had been in that room. Sprechende Hölle, wie bist du gestorben? Klarinette ins Herz. Natürlich. You and Clover. Das ist das Ende von Thaddeus. So wird das passieren, definitiv. Only one of you was conscious. Ja, aber es war definitiv Dio, das wissen wir. Dio hat es zugegeben. Und also viel genauer kannst du nicht werden. Das hat er zugegeben mit hier I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Hat er die alte Dame, aber sonst niemanden getötet. Das hat er definitiv zugegeben. Aber wie ist dann dieser Raum hier drüben gelandet? Hier unter meiner Facecam gelandet? Vi, please, stop joking around. I assure you, there was no one else in that room besides Clover when I woke up. She must have been put there later. But the door was locked, right? I don't think anyone could have gotten in without the key. Perhaps, but there was a hatch on the ceiling, remember? Yeah. Yes, there was. But Zero said he locked all the hatches. Well, if he was telling the truth, nobody could have gotten in there after you two left. Which means... Fucking bastard! Aber du warst es Why'd doch. you kill her, Kay? I knew it. You're him, aren't you? You're the real Zero. Wait a minute, please. Just calm down. You aren't making sense. Let's suppose I am Zero. Why would I do something that would obviously cast suspicion on me? Well, because you figured we'd think that. And you'd throw us off the trail by doing the exact opposite. Er hat versucht, sich selbst so ein bisschen da rauszunehmen aus der Idee und deswegen direkt einen anschuldigen. Die gute alte Among Us-Strategie. Weil there is an imposter among us. Literally. That's not a logical argument. Still, you do have at least half a point. Und deswegen hat er jetzt gerade eben so das Problem gehabt, da irgendeinen Grund zu finden, warum das denn so sein sollte. Your argument doesn't confirm my guilt, but it does show us where we should be looking. The person who brought us here is likely the person who murdered that woman. Doesn't that seem like the most reasonable answer? Absolut. I guess. Yeah, that makes sense. If Zero was the murderer, then they could open anything they wanted to. I mean, didn't Zero say something about that? I live in the master computer. Absolut. That means all the electronic doors in this whole warren are under my control. Exactly. Also, consider this. If the murderer isn't Zero, why would the AI Zero stay silent? He told us that his job was to make sure the game ran smoothly, but now the unexpected has happened, and he says nothing. Why would he do that? If he can see everything we do... Ja, aber das ist ja die falsche Annahme. Also das ist ja falsch. Das haben wir ja durchaus bewiesen, dass derjenige, der die Dame umgebracht hat, nicht Zero ist. Weil Dio... Nee. Dios Auftrag war es, hierher zu kommen, um das zu unterbinden, was hier passiert. Was auch immer, was hier passiert ist. Das hat er nicht wirklich verraten. Then he must know who killed the old woman. So why has he kept his silence? The answer is simple. The murderer is Zero,
Or rather, Zero Senior, I suppose you could say. He likely ordered Zero Junior, the AI, to keep his identity hidden. If Zero Junior told us about the murder, then Zero Senior's identity would be compromised. There was something else to consider as well. Perhaps this murder was not unexpected. Zero Senior murdered her, just as planned. Death is only another part of the game. Ich meine, die Idee ist absolut verständlich in diesem Kontext, aber es stimmt halt nicht. Killing someone is just part of a game to him. Well, there's no way to know for sure, but I would assume so. 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. Ah, ja, stimmt. Wir waren ja mitten im Ambidex Game. Please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Oh, jetzt muss ich mich kurz mal zurückerinnern. Wie war das denn beim letzten Mal? Wir werden gegen Tenmyoji spielen. Ich meine mich zu erinnern, dass Tenmyoji naja, mitten in der Wiederholung. Absolut, da hat er recht. Er hat recht mit, naja, mitten in der Wiederholung. Muss man ihm geben. Was? Wir haben doch gerade über Dio gesprochen. Ich bin verwirrt. Wo war ich? Tenmyoji. Wir spielen gegen Tenmyoji und ich glaube, er war beim letzten Mal Ally, weil der hat mit Dio und Quark, also gegen Dio und Quark gespielt und die hatten auf jeden Fall Betray gewählt. Deswegen Tenmyoji recht wenige Punkte hatte. Glaube ich. Ich meine, das war so. Whoa, what was that? I don't know. Well, one thing's for sure. And that if we is... don't go vote, something bad's going to happen. Yes. You see? Just as I said. Zero Junior ensures the game continues, even though someone has died. All of this is part of Zero Senior's plan. Let's get back to the warehouse. If we all head to the AB rooms, maybe we'll see Zero Junior. After all, he told us he'd give us specifics once we gone in. Ja, absolut. Tja, also wäre doch eigentlich meine beste Idee, Ally zu wählen statt Betray, um so ein bisschen den Team Spirit da zu behalten. Ich habe an dieser Stelle noch keinen Grund, Betray zu wählen. So wirklich. Das, was ich sagen möchte. We're really going in there? I kinda don't want to. I mean, there was a dead lady in there just a few minutes ago. Are you worried there's a ghost or something? Yes. Of course there is. It's just... Doesn't it bother you? Nope. Smells like Team Spirit. Ja, genau. Exakt. I don't believe in ghosts. I feel bad that she died, of course. But there's not really anything I can do about that, is there? Nah, you're pretty cold, you know? I prefer bold, but whatever. Just don't let emotions get in the way. That's pretty much the definition of cold. Anyway, let's go. Looks like the others have already gone in. Fine. What is it? You find a ghost or something? No. Look at the screen. There's something there. The screen? Oh, guck mal da. Ja, dann. Cha-ching. And there goes the door. Yep. Hooray! Everybody's finally here! I've been waiting. So have we. We've got some questions for you, Zero. Who was that old Will all of you please stop bombarding me with questions? The Oh? other people in the other rooms are asking me stuff just like you are, Siggy. I guess you probably can't hear them since these rooms are completely soundproof, but BO is especially loud. For real, BO. I need you to shut up. There isn't much time. I
I gotta hurry and explain all this stuff, or the game will end before I'm done. So, no more questions from now on. No answers for anybody, okay? You just have to wait. Okay. Now, let's get this party started. Let's get this party started. Let me tell you about the AB game. Since it's a game, you're obviously going to have an opinion. But it's not like this is a battle royale where you just fight everybody. Each round will be a one-on-one battle. Mono a mono, or mono a womano. Well, there are 2 people in each pair, aren't there? So it'll be more of a 2-on-1 battle, I guess. Oh. Now, I imagine you're all wondering who your opponent is going to be. It's actually really easy. You'll be competing against whoever you paired up with to go through the chromatic doors. Mir fällt gerade so ein, dass er nichts Neues erzählen wird. Oder sie. Dass Zero nichts Neues erzählen wird. Und ich es sicherlich skippen kann alles. Ja, bestimmt. For example, Siggy and Fido paired up. Ja, genau. Ja. It goes the other 10 wheel. Ja, das kriegen wir alles klar, kriegen wir. After all, if you choose What? Don't get it? Well, don't worry. Ja, first, kriegen I want wir, alles klar, ja, da erklärt ihr mir noch, wie das alles ist. Sonst wirst du bestimmt 16 Stunden länger dauern, ja, exakt. Kriegen wir, alles klar, ja, ich weiß wie, Stupid Jerkface, ja, auf jeden Fall, serves them right. They're very nice. We call as the. Why even bother? Alles klar! Remember how I told you that both the 2 of Yeah. you get to... That doesn't mean you split your points, though. You both... In other words... Alles klar? Ja, doch, definitiv, so funktioniert das. Okay. I think that about does it for the basic rules. Well, it'll just have to wait, I guess. There's a little bit more, but they'll have to wait. Ja, die Tatsache, dass wir sterben, wenn wir nicht alle mitmachen. Wenn keiner von uns beiden mitmacht. After all, it's almost time! Hey, No, wait! I won't wait and I can't wait. Didn't you hear me? It's time. Auf geht's. 1 minute. Auf geht's. You see... See you later. Have a nice trauma. Absolut. We don't have time to talk about this. Rock, paper, scissors. Rock, paper, You have scissors? to decide who's gonna press the button. Me? And you think that's going to be a good way to Just shut decide? up and do it. 1, 2, 3. Papier! What? Rock. Paper! Heh, looks like I Damn won. it. So what are you gonna pick? I guess ally? We're playing against Tenmyoji. Do you have any reason to think he won't betray you? Well... I guess not. Ach nee, der hat letztes Mal Ally gewählt, weil Quark im anderen Team war natürlich. Und jetzt ist Quark nicht im anderen Team. Jetzt könnte er machen, was er will. Ah. If he does, what does that make our BP? Well, we'd be down to 1 point each, but that's not hopeless. I mean, sure, we'll have a little further away from the goal, but And when just will we earn a do few more that? points. Okay, well, I don't actually know, but it's pretty obvious that we'll be playing this game more than once. After all, we can get to 9 BP if we can't get to 9 BP if we don't. Seconds remain. Well, you won. The decision's yours. Now decide. Ally or betray? Ach, aber sie sagt uns nicht, dass wir sterben, wenn wir nicht... 1. In that last moment before the counter reached 0, I made a choice. Ja, nehmen wir Ally. Sehe ich kein Problem mit. Yes. Round 1 of the Ambidex game has been completed. Thank you for participating. Thank you for your participation. Absolut. Auf geht's. As Fire and I stepped out of the AB room, I could see the others running towards the projection, shoving and pushing to get closer. Tenmyoji was left behind, his footsteps a slow, heavy plod. What happened to make him like that? So you chose Ally, huh? Anscheinend. Don't get to complain. I won, remember? Not complaining. I just think you're being a little soft-hearted. Ah, you worry too much. I'm sure Tenmyoji chose Ally too. See, that's what I'm talking about. You don't have any facts, just misguided optimism. Alles klar. Yo, what's up? Siggy! Let go!
you kids doing over there? We're about to announce the results. Ja, dann auf geht's. Let's go. We should have a look at those results. Good. Looks like you're all here. Finally, let's get ready to rock! Wow! Ambidex game! One! The results! Der ist zu hyped für mich, ey. If everybody would please direct their eyes to this monitor. Okay. Ich überdecke auch was hier. Du Drecksack! Du Drecksack! Was soll das denn? Was soll das denn? Here are the results from your game. Now, let us check the numbers on our bracelets. Sigma. Phi, I'm sorry. So siehst du aber nicht aus. Why? Why, Tenyoji? Why? I trusted you. Look, I said I was sorry. Ja, dann, okay, dann ist okay, alles gut. See? I told you. A soft heart is the easiest to break. Do you understand what kind of game this is now? Just tell me one thing, Tenyoji. Why did you do it? Are you serious? Someone's dead, and not just dead, murdered. I got no reason to think that murderer wasn't one of you. Guck dir mal in die Augen, ne? Der hat so braune Augen, ne? Wer hatte auch braune Augen? Erinnere mich kurz mal dran. Wer hat braune Augen? Wer war das? Braune Augen? Wer war das? Braune Augen? Wer war das noch gleich? Ach ja. Junpei. Sehr interessant. Only an idiot trusts someone he's never met when there's a killer on the loose. You think I had a choice? Right. I think that's enough for me. I'm old and I'm tired. Das glaube ich dir tatsächlich. So tired. Tenyoji shuffled off the same way. Tenyoji shuffled off the same weight I'd seen earlier, still hitting on his shoulders. Heavy on his shoulders. It was only then that I noticed an angry voice nearby. Hey! Hey! What the hell is this? Hey, look, lady, I was gonna choose ally, I swear to God. But just as I'm about to do it, this little bastard runs in and hits the betray button. What? Oh, come on. Really gonna just try and play it dumb, huh? You're a manipulative little twerp, aren't you? Quark, is he telling the truth? Were you the one who chose betray? Das glaube ich tatsächlich nicht, egal was der jetzt sagt, weil Dio. No! Okay. I didn't do anything! Ja, ich glaube ihm. I didn't have a chance to do anything before Mr. Dio pressed the button! I'm telling the truth! I promise! Sure, kid. Whatever. The cute and innocent act isn't gonna work. No! Fine. You just wait. Alice turned on her heel and stormed off before Quark could reply, leaving him and Dio alone. Man, this is all your fault, Quark. My fault? Why are you blaming me? How could you do that, Mr. Dio? You're a jerk. I moved away silently to let them stare daggers at one another. It seemed that theirs wasn't the only team facing some friction, however. We are this is trying to anstrengend. blame you. But, I mean, if you just think about it, wouldn't it make sense to choose betray? Forget it. I understand now. It was silly of me to trust you guys. Ei, haben wir dann gleich wieder eine Rampage in irgendeiner Form? Ich sehe es doch kommen. In irgendeiner Form haben wir gleich wieder eine Rampage. The air in the room seemed to turn thick and sour, hanging over us like a brooding, angry cloud. It was a grim omen of darker times to come. Sehr schön. Zero, when does the next round start?
What makes you think we'll be having another round? Well, you said round 1. If there's a round 1, then there's likely a round 2. Besides, didn't you say the goal of the AB game was to get 9 BP? That's impossible with... Yes. Yeah. Yes, You're yes. right. There will. Yeah. When? Why not? Voting hall. There. Right. So. Dann just close them up. Jetzt kriegen wir noch neue Zahlen und neue Farben und sowas. Beziehungsweise nur neue Farben. Moon cards. Does that mean we don't get to use these cards anymore? Now, you'll have to look. Yeah, kriegen wir. So, how many? Yeah. It's anybody's guess how long it'll. So it's over when someone gets... No. Of course. You could also get stuck just below 9 BP. Wherever. After all, if that happens, round 100, round 2000, you might even go all the way up to round 24,9,004,897. Kurz überprüft, ob das immer noch die gleiche Zahl ist, aber ja, ist es. I really, really hope it doesn't come to that. So. Hey, can I ask you I something? don't know. Rules about secondary doors? Ja, jetzt die Farben. Kriegen wir hin. Ach nee, darum geht's. What about the number 9 door? Same There rule? aren't any rules Kann jeder durchgehen. for one person or 2 people, or even all 9 of you. All that stuff about how you have to have 3 people to go to me. Well, Ja, genau, das mit den... Then Man darf sich auch Leuten die Dinger entwenden und so, bla bla, klar, Hand abpacken, super, machen wir. as long Kriegen wir hin. Ich bin erstaunt, dass noch niemand die Hand abgehakt bekommen hat. No, they do indeed. Then how do I take it? Well, the first is to get as soon as you're. What's this? Hey, what's this? I think you already know. Do you really want to get rid of that bracelet? Of course I do. No, it's easy. Nothing to it, really. You Ah. die. Here's you know what. Ja, kriegen wir hin. Aber So, The lock on the bracelet releases, right? yep. So there you go. Your heart stops. If you try something here, I don't. I guess it's not going to be very lucky for. Next round. What do you... Well, do I have to something? ja. I had, or maybe. What? What? Yeah, why am I... I guess anyone whose BP drops to 0 gets penalized. I'm pretty. Yes. Needles sowieso kriegen wir. Alles klar, Signal. What? Wir sterben alle. What the Magnet hell? Boobs. This is important stuff. So, Sorry's not going. I thought you were... well, Is there anything else not... I think it's fair. After all, it's not like. I took a moment to go. Oh! Dieses Mal sagt er, it's not like anybody knows. Aber letztes Mal hieß es, anybody knows. Right, Fi? Stimmt's? Das weiß ja keiner. Oder, Fi? Mein Ladegerät lädt nicht. Oder, Fi? Oder? Und dieses Mal sagt das nicht. Ah, right, sorry. Der erzählt einfach gerade nochmal die Regel. Ich werde es nicht nochmal vorlesen. Die haben wir jetzt schon 7-mal gehört ungefähr. Also, ja. Oh, the next set of chromatic door you are. Ja, genau. Jetzt geht dann wieder die Farbe. Ja, genau. Farbe geändert. Magenta I'm a soul. und Solo und Persen getauscht. I am... Then who? Jawohl. Me. Still a solo. Looks like I'm... I'm a cyan. Aren't you one too? Yeah, says pair. When did they change? Back. As soon as a pair. Ja, komplett random. Sadly. What? Well. Und dann auf Wiedersehen. Alles klar, Wiedersehen. Ja, sehr schön. Did you Super. really? As if I'd cry over you dummies. Dummies. Hallo. Mein Ladegerät ist komisch. So. Jetzt aber. Ja, jetzt geht's wieder. So schön. What the you fucking dick? Have a nice. Können wir jetzt bitte durch die nächsten Türen gehen? Ich möchte nicht wieder eine Entscheidung treffen und nicht einfach nur hier sitzen und nichts tun. That little piece of shit. Weil wir haben gefühlt nichts gemacht in den letzten 10 Minuten. If I could just get my hands on that little fucker, I'd squeeze him till he popped. That sounds gross.
I don't really want to think about that. What happens now? We've still got a while until the chromatic doors open. Ach ja, stimmt. Puh, ja, noch 42 Minuten. We should go and see if we can find any other. Maybe there's a vent or a disposal chute or something. Ist das der Punkt, an dem du stirbst eigentlich? Ich glaube, das ist der Punkt, an dem sie stirbt. There's a chance Zero missed something. I concur. There's no point in standing around. We lose nothing by looking, and if we find nothing, we can always return and go through the chromatic doors. Let's split up. Split up? 5 minutes would give us a good half hour or so. Let's meet in front of the chromatic doors 5 minutes before they open then. Any objections? Nope. There were none. After some nods and mumbling, they split up and moved off to investigate. Muss ich wieder weg hier? Okay. I was the only person who stayed behind. Damn. How the hell did I end up here? Ah, das ist wieder die Diskussion mit, ne, und so. Hat, ja, try as I might. Das haben wir alles gelesen schon. Das haben wir alles gelesen schon. Das muss ich mir nicht mal, ein ordinary college student, no memories. Ah, wir kriegen aber nochmal ein Flashback. Vielleicht schauen wir uns den nochmal an. Könnte ja interessant sein. Ich werde aber nicht großartig vorlesen, einfach drüber skippen. December, jawohl, Early Morning, California Desert. California Desert. Nevada ist nicht in California. Nicht mal annähernd, ich merke es mir einfach. The Moon was beautiful, jawohl. Sind wir einer von MIT? Kann das sein? Girlfriend broken up. See any other people? E-Mail, ja genau, die Sache. Any rate, Paper gefinished, auf geht's. I felt light. Wie der Typ. Into the car, sowieso. Und passiert nichts, sehr schön. Goddammit, you stupid piece of shit. Absolut, screamed and pounded. Und plötzlich, klack, klack. Gas, ja. What? What the hell is this? Car smoking, closed the door, nothing happening. Shit, open, goddammit, jawohl. What was going on? My mind was racing, bla bla bla. Und dann im Rückspiegel Zero. Ist der? Beziehungsweise, das könnte jeder sein, theoretisch. Ja, und das war's. Bitte im Rückblick. Und dann wachen wir auf in dem Ambedex Room, oder? Ja, guck mal. Mit Phi neben uns, genau. Der Roboter. Why is this happening? Ja, das sowieso. Alles klar. Können wir jetzt bitte einfach weitergehen? Wir haben's dann. Right! Wir dürfen uns Zeug anschauen. Crew Quarters. Ist da schon jemand tot? Sweep. No. Crew Quarters. Oh, Sigma. Well, have you found anything? Können wir mit denen jetzt drüber reden, was sie erzählt haben über die Headquarters und so? No. What about you? Nothing. I looked through 3 or 4 of the rooms in here. No secret passages so far. I don't think we're gonna find any. Do you really think Zero Senior is that stupid? You're probably right. Right. A secret passageway would be a pretty serious oversight. I have a lot of choice adjectives for Zero, but I admit stupid isn't one of them. Right? Hey, there's something I've been wondering about. What? What exactly is the deal with you two? What do you mean? Well, you obviously know each other pretty well. Yeah, we do. We're half sisters. Was? Was? Das ergibt hier... Was?
Hä? Any chance you'd buy that one? Sorry. Then what do you think we are? Ah, okay. Oh, wow, Side Magnet Move, ne? Okay, also nicht. Gut, cool. Right. Also doch nicht stressen. I didn't feel like playing games. Oh, cool, danke, dafür habe ich mich weggemacht. What headquarters? What is headquarters supposed to mean? What? I heard you two talking in the infirmary. You said something about getting in touch with headquarters. Alice, what should we do? Kill him. Kill him. Kill him. Alice laid her hands on her hips and sighed. Clover and I are co-workers. Ja, soweit war ich auch schon. Okay, where do you co-work? Ups, das ist... Wenn ich nach oben scrolle, passiert das. Cool, das habe ich glaube ich schon mal gemacht. We can't tell you that. Ihr arbeitet für Junpei, ja? Why not? Is it some sort of secret government project that you can't talk about? You can tell yourself that if it makes you feel better. Does it have something to do with Zero? Well, why would you think that? Weil... Because you seem to know more about Zero than you're letting on, Clover. The way you were talking in the infirmary. There's even a Zero. Sure sounds like you've heard of Zero before to me. And Alice, from what you two were saying, I bet you know something about Zero too. Ja gut, aber das ist ja vom letzten Game. Non-Regame. Come on, you can't hide it forever. Just tell me what's going on here. Well, this isn't the first time something like this has happened. Clover. It's okay. I think we can tell him a little. What do you mean this isn't the first time? Ist aber auch komisch, ich weiß ja schon davon, nur mein Charakter nicht. Also, ich lerne gerade nichts Neues. About a year ago, so wenig! 9 people Oh were cool! kidnapped Hey, and das forced ist to ja play hier. a game. Hey! Mit den Boob-Labs an der Decke. Ja, genau, hier erinnere mich. The rules were different, but it was called the nonary game too. Ja, die Nummer 5 und die Nummer 4 Tür. Oh, wait. I guess only 7 of them were really kidnapped. I mean, 2 of them were actually the ones behind it. About a year ago, ja. No, I guess if I count the other 2, then there were 9. Anyway, the people behind that nonary game also called themselves Zero. Whoa, hold on there, Clover. Can you give me more details? Besides, how do you even know about this in the first place? Because I was part of it. Ja, ich weiß. I was one of the people who got kidnapped. Doch. What? You mean this is your second nonary game? Nein, das dritte. No, it's my third. Third? The same thing happened 10 years ago. Ja, wait. What are you? Da ist sie jetzt aktuell 19 erst. Beziehungsweise Beep Beep Boop Boop Roboter, logisch, klar, auf jeden Fall, aber, ne? I guess you could say that. What do you mean, you guess? How could you not? Whoever keeps doing these nonary games must have decided they wanted you to play a third one. No, I don't think so. Why not? Because the game was run by a different person both times. And the guy behind the first nonary game has already been arrested. Okay. What about the second one? You said there were 2 people for that one. They're still on the run, but... They're still on the run? You sure about that? Ich dachte, die wären... Was? Was haben sie denn falsch gemacht? Was haben sie denn damals falsch gemacht? Then it has to be them. No, I really don't think so. Why? Because they already did what they were trying to do. There's no way they'd have another nonary game. Yeah. Okay, well, that makes no sense. So let me see if I have this straight. The nonary game has already been done twice by different people, and for different reasons. Yes. Well, I can't be totally sure, but I think so. Then why is whoever's doing this calling it the nonary game? Is it just a coincidence that they're calling themselves Zero? I doubt it. That's not good enough.
You've got to think. Clover, you're the key to figuring this all out, but you've got to think. But I don't know. Oh. What? The gas mask. Oh. The gas mask? Yeah. Oh yeah, I saw it too. Yeah. But what about it? Well, somebody in a gas mask showed up and used that white smoke stuff on me. Yeah. That's what happened a year ago. Yeah. And that's what happened on the 22nd. Someone with a gas mask attacked Alice and me while we were... Alice abduction, Alice abduction. Alice abduction auch. Ich glaube. Also 2027 war das vorherige. Are you sure about that? Somewhat. Whoa! Then it's got to be the same person. But I don't know why they do that. I mean, they already did what they needed to do. And if it was them, then I don't know why all these other people are here. Except for me and Alice. None of you guys have anything to do with what happened a year ago. Sicher? Was ist mit Tenmyoji? Right? Yeah, well, I mean, I know I didn't have anything to do with it. Are you sure you've never met any of these other people? Yeah, I'm sure. I know I've never met Luna, or Dio, or Tenmyoji, or Quark, Dio. or Phi. But Kay... Right. There's no way to know who he is under that armor. Yeah. And if his memory loss is real, he wouldn't know even if he had met any of us. Unless we can get that mask off him, I can't say for sure if I've met him before or not. Yeah. Okay, keep going. What happened with the first and second memory games? Maybe they can tell us something. Before she could respond, Alice spoke up. Sorry, but I think that's all you're going to get. Aber du hast da nicht mitgemacht. Dich haben wir später aufgegabelt. What? Why? We don't have any proof that you're not Zero's senior. Ich bin mir ziemlich sicher. Obwohl, vielleicht auch nicht. If you are, then she'd be telling our enemy all our secrets. I can't let that happen. Are you an idiot? For one, I'm not Zero. Second, even if I was, I'd already know everything you're refusing to tell me. There's no reason for you to do this. I wouldn't say that. Maybe there's something we know that Zero Senior doesn't. And that would be... Are you deaf? I said we're not telling you. Voll der smarte Move. Let's go, Clover. There's one more room we haven't visited. Oh, okay. Coming. Hey! Hold on a minute. Goodbye. The only word that appropriately describes how they felt the room, how they left the room was... Alter. Moment, ich trinke mal kurz was. Das geht ja so nicht. Ich hab nichts mehr trinken. Gut, dann muss ich das so hinkriegen. The only word that would appropriately describe how they left the room would be stalked. I could have followed them, sure, but it was clear I wouldn't be getting any more information out of Alice or Clover. Damn it. Ach, danke auch. I kicked one of the lockers angrily, but it only rattled back at me. There wasn't anything more I could do. It was time to move to a different room. I dug my hands out of my pockets and headed off. In die Infirmary! Yay! Ich kann was trinken, Andrew. Infirmary. Sigma, huh? That's me. What do you want? What?
just came by to check on you. Oh. I thought maybe you were here to kill me. Auch. Why would I do that? Because I betrayed you in the last AB game. I'm the reason you went fire down to 1 BP. Yeah, but that's hardly a reason to kill you. It was clear that conversation wasn't going anywhere. I shut my mouth and looked around the room. So, is it just you here? This side of the divider, yeah. This side? Quark's over there, having a look around. And there's... You really gonna make me say it? Ja, komm, sag mir, wer es ist. Sag mir, wer es ist. Yeah, you've been acting kind of weird ever since we found her. Why is that? Or what? Isn't that normal? We found a dead body. Who the hell doesn't get a little freaked out? What ain't normal is all of you just running around like nothing happened. Hell, some of you probably don't even remember she's in here. That's just because we've got a lot of other stuff to think about. Can you blame them for being a little single-minded? They're trying to escape from a game that's just made it clear it has no problems killing them. Oh, just trying to survive, huh? Yeah. But don't you think we ought to figure out who killed her first? Deal. What does that have to do with anything? You don't think much, do you? I'll bet you a pound of neodymium the bastard who grabbed us is the same bastard who killed her. A pound of neodymium? Haha. Who else could it be? Daraus werden Magneten gemacht, mehr weiß ich nicht über Neodymium. If Zero is one of us, then you're saying one of us murdered the old lady. Neodymium habe ich gerade in der Hand. Na, guck mal da. You saw it too, right? Und Alice unterm Gesicht. Unterm Gesicht, ja. Das ist sehr, sehr korrekt. Pound of Neodymium. Da! Natürlich! Doch! Das ist nämlich das Pfund Neodymium. Yeah. Did you notice anything? Not really. The gas made pretty short work of me. Me and Quark. What? You and Quark were grabbed together? Yeah. Yeah, we were. Ah, du bist ja sehr unsicher, Kollege. Is he your grandson? So what if he is? Why do you want to know? That doesn't have anything to do with what's going on here. But what if he does? What if it does? Maybe it'll shed some light on something else. I'm pretty sure it won't. Why is that? Quark's got nothing to do with this. So it's got something to do with you then? What is it, goddammit? What do you want? Sag doch einfach, dass du Junpei bist. Why don't you just leave me alone? Bestätige doch endlich meine Theorie, bitte. What? You're acting suspicious. There's nothing suspicious about me. Alright. Tell me this then. When and where did Zero Jr. abduct you? Forgive me if I don't feel like spilling my guts to a guy who probably hates him right now. Alright, fine. I'll just ask Quark. Quark? Hey, stop it. Quark, don't tell him a damn thing! Whoa, you're getting more suspicious by the... I'd start towards the petition as I spoke with the intention of finding Quark. I found him as I rounded the divider, but... he was just standing there, a blank, slightly confused look on his face. Hey, Quark? You alright? Can you hear me? Huh? What? Is something happening? I turned to look at Tenmyoji. He looked back, confused. Weren't you listening to our conversation? Yeah. You were just talking so fast. I couldn't really understand. Oh, das, was mit uns auch schon mal passiert ist? Fast? My head felt kind of foggy, and I couldn't really make out what you were saying. I'm fine now, though. Whatever it was seems to be gone. Are you sure you're okay? I think I'm just tired. Being stuck in this place is pretty exhausting. And...
He glanced at the back of the bed in the back of the room. On it lay the body of the old woman. What? Temyoji! What the hell were you thinking? You can't let Quark back here. Huh? Oh yeah, right. Ach, also hast du auch vergessen, dass sie hier ist, ja? Quark, get over here. Anyway. You really sure you're okay now? Maybe Luna should have a look at you. Supposedly, she's some sort of doctor. I said I was fine. Gosh, Grandpa, you're such a worrier. You always freak out over nothing. I'm fine. Well, it looks to me like you're doing fine. I guess we don't have anything to worry about. Come on, let's get back to work. I'm guessing you didn't find a secret passage somewhere, huh? Nope. I see. Yeah. I'll go check up on the others then. Temyoji, keep an eye on him, alright? What, you think I need you to tell me that? Das meiste, was wir hier von Quark gehört haben, ist tatsächlich einiges, was er geredet hat, das stimmt. I grinned and turned towards the exit. Where to go to next? There was only one place I hadn't visited. Lounge. Wunderbar. As I entered the room, there before me lay the bodies of my friends. Ah, Sigma. Ich versuche mal 5 Stunden zu schlafen vor der Arbeit. Oh, doch so viel. Oh, okay. Nestle, jawohl, viel Erfolg dabei. Nestle. Das ist ja ungünstig. Um 4 Uhr beginnt die Arbeit. Also fängst du an mit fertig machen für die Arbeit. Das ist ja auch kacke. Another dude. This place is turning into a real sausage fest. No comment? What are you telling me for? Oh yeah, you were the one with the first... You were one of the first people in here, weren't you? Yeah, so? Machst du weiter? Ja. Ja. Ich würde einen Run noch gern durchschaffen und wir sind ja quasi am Ende von einem... Ja. Well, did you notice anything? No. Although I guess I did notice that the sofa's pretty comfortable. Okay. How about something more useful? I'd say that the comfort level of a sofa is pretty useful. Right. Dio, what's this? That? What, you can't tell? It's a dirty magazine. Astronomy Today, Dirty Magazine, sicherlich, Kollege. Oh, come on. It's about astronomy. Can you even read? Can you even see? Just look at those rings on Saturn. Don't they excite you? Yes. Different strokes, I It appears guess. to be a special dedicated to a lunar eclipse. Anscheinend. The cover says the eclipse can be observed on December 31st, 2028. Oh, right. Yeah, I guess it did say something like that. December 31st, huh? That's 6 days from now, right? 6 days, huh? You mean today is December 25th? Yeah. Well, I mean, I think it is. Depends on how long I was out after they hit me with that gas, I suppose. Hey, Kay. Your team went to the crew quarters, right? Did you find anything? Nothing of interest. You'd better not be hiding something. There really wasn't anything helpful. At least, nothing that could help us escape. There was a book about a cat, though. Schrödingers Katze? A cat? Also, ich glaube, die haben wir schon mal geklärt. What, so now Zero Senior's a crazy cat lady? Just what the hell are we supposed to do with that tidbit? Well, it's more useful than how comfortable a sofa is. Hey! The sofa's comfort level is very useful. What? I think you must have misunderstood me. This book isn't for
cat ladies. It's about Schrodinger's cat. I don't really give a shit about the breed, genius. Anyway, I'm a dog person, if you couldn't tell. No, it's not an issue of breed. Okay. So it's a story about poor Mr. Schrodinger and his beloved cat, right? Die ziehen das aber wirklich in die Länge. The cat dies at the end. Actually, also, ja, oh, das ist ja genau die Frage. Who fucking who? Fine, never mind. Just as I was about to open my mouth and tell Kay that I cared about what he'd found, even if Dio didn't, Luna and Phi appeared. Sweet. Oh, hello, Sigma. Von wegen Sausage Party, hier hast du. So this is where you were. Did any of you find anything? Nope, we got squat. You were looking though, right? Hey, answer me. Oh, well, I mean, we weren't wasting time. I was just asking them what they'd found. And? Nothing. Useless. What about you, Sigma? You were one of the people searching the infirmary, weren't you? Oh, yeah, I almost forgot. It'd take too long to explain. Just have a look at this. I dug the paper out of my pocket and handed it to Luna. What? Radical Looks 9? like a piece of newspaper. Yeah, we found it in the infirmary safe. The headline says, Radical 6 infection spreads. Cure continues to elude authorities. What? What is Radical 6? Just read the article, Okay. idiot. The Radical 6 virus continues to spread across the globe like wildfire. The WHO has confirmed that the death toll is estimated to have passed 100,000 victims. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. A cold silence fell over the room. For several long minutes, no one spoke. It was Kay who finally broke the spell. Is there a chance? I mean, I certainly hope it isn't the case, but could it be that this facility is, in fact, one of the quarantine locations that clipping mentions? I doubt it. Then, you're saying we're all infected with this Radical 6 virus? I don't know. It doesn't really fit. I mean, none of us have shown any kind of symptoms, right? Could this beautiful skin of mine... The words were barely out of my mouth when I remembered. Quark? No. He'd just been tired, right? Are you suggesting that our incarceration here has nothing to do with this article? Ich habe gerade eben realisiert, dass es einen Unterschied macht, wie wir hier an welchen Ort gehen am Ende. Oh nein. Oh nein. Nun. Yeah. It just doesn't add up. The order's backwards. Maybe if we'd been thrown in here after this virus started spreading. But right now it looks like we were abducted before this thing turned into a pandemic. How's that make any kind of sense? Besides, you found that article in the safe, right? That means Zero Senior put it there specifically so we could find it and read it. Stimmt, ja. Why would Zero do something like that? Sie hat ein bisschen hellere Augen als Dio. Die sind mehr so blau, seine sind so türkis. So that we'd think this place is a quarantine facility. So that we'd think what Zero wants us to think. How do you mean? And this thing is just a prop. Something to set the scene. Zero's trying to freak us out. That article is a fake. You've got a point. If it was real, then why cut it out? Just leave a newspaper with the articles circled in red pen or something. Ja, aber dann sehen wir, welches Datum es aktuell ist. Und Right. das wäre ja zu viel Information. That lazy son of a bitch. Probably too much of a pain in the ass to fake a whole paper. What does the other side look like? The other side? Oh, hold on. It's black. See? There you go. Why would a newspaper just be black on one side? Well, perhaps there was an ad there. An ad? Some sort of full-page ad with a black background. No. I bet you money on an article like this was front page news. It's too big of a story. And I really don't think they put full page ads on the back of the front page. Exactly. Even I know that. And I can count the number of times I've read a paper on one hand.
If Zero Sr. really wanted to trick us, why not go all out? Only an idiot would fall for this. It's pathetic. Am I right or what? I suppose you do have a point. Yes, I agree. Besides, I don't remember ever hearing any news about a pandemic. Oi! If it was really killing hundreds of thousands of people, I'm pretty sure that would have been in the news or something. You're right. We would have heard about it. Beep beep boop boop. We were staring at one another, unsure what to say next when... Sweet! Quark's gone? Oder somebody's dead in the crew quarters? Oder... Tenmyoji, what's wrong? Luna. Where's Luna? Luna? Die stirbt doch später. I'm right here. Thank God. You're a doctor, right? Ach so, darum geht's. Yes. Well, sort of, I mean. You have to come with me. Quark, something's wrong with him. Hey, calm down. Just tell us what happened to him. He just collapsed. Dun, 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 dun. Just hurry. We have to go to the infirmary. Please. He needs your help. You have to save Quark. A quick glance made its way around the room, and then we were off to the infirmary. Run, boy, run! Ach, wir laufen da mal nicht einfach so hin, sondern es passiert mal instant. The whole process took only a few minutes. The machine scanned Quark's body, and within seconds his results lit up on the screen. Words too complicated for me to understand scrolled across it, and as she read them, Luna's face grew dark. She bit her lip and just stood there for a moment, looking down at Quark before she spoke. Well, I know what's wrong with him. No? I feel so terrible saying this, but Quark has an infection. Yeah. A viral infection. Uh-oh. Oh no. I felt my stomach lurch. Don't tell me. Yes. He's been infected with a virus called Radical 6. Und das weißt du wie? Woher weißt du das? By then everybody had pushed their way into the infirmary and gathered around Quark's bed. Kay beckoned to Alice and Clover. Have you heard of this virus? Radical 6, I mean. Yeah, they have. I told them about it before we went to the lounge. What? No, that can't be right. Quark can't be... There must be something we can do. How can we cure him? Well, the Atom says that there's an antiviral serum called Excelavir. 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 It's the only way to counteract Radical 6. If we can inject him with some, he should be okay. Where is it? Was there none in the infirmary? Wir sind in der Infirmary. Sigma, Tenmyoji, and I looked everywhere. We didn't find anything. We didn't find anything like that in the crew quarters either. No luck in the lounge. Oh God, then he's going to... Oh God, no. Tenmyoji's voice broke as he spoke. With a tortured sigh, he collapsed to his knees. Quark? Oh no. Oh! Quark! Messer in der Hand. Kein Hut auf. Messer. Sehr dünne Finger. Oh, thank God. You're awake. Get away from me! What? Quark, what are you... Sorry, Grandpa. I can't. I have to. Have to what? What are you talking about? Isn't it obvious? Seppuku. I have to escape. But how? Like
this! Quark's hand moved like lightning. He'd grabbed hold of the scalpel and was driving it straight towards his heart. What the fuck? Stop! No! Let go! Let go of me! Pretty tough for a kid. Hey guys, I could use a hand here. Yeah, right. On it. Du hilfst doch nur mit, das Messer da reinzutreiben. Ich sehe das doch kommen. Me too. Stop it! Let go of me, you jerks! Tenyoji, what the hell are you doing? Get over here. Tenyoji, can you even hear me? Oh. Right. Damn you! Bastards! Why won't you let me go? I have to get out of this body! They can't lock away the soul! Once my body's gone, my soul can escape! Nee, falsch. Ja, haben wir das so? Ja? Ja, ne? Ja. Ja. Der Körper ist die Vase. Polterabend, ja. Please! You have to let me go! Ist der vielleicht doch von Real Soul? Ich bin höchst verwirrt. Let me go! I'm trapped here! Let me die! I have to die! Kill me! Somebody! Anybody! Kill me! Kill me! Kill me! What the fuck? Jesus, this kid's lost it. Hey, somebody get that scalpel away from him. Right. I've got it. Good job, Clover. Quark barely even seemed to notice the loss of the scalpel. He continued to scream and writhe like he was possessed. What are you going to do? We've got to calm him down somehow. Luna, Yes? are there any tranquilizers in here? Soporil. No. Doch, Soporil. Well, I mean, What? there's Soparil Beta. Soparil. That's the anesthetic. The one that's in our bracelets. Good, perfect. Hit him with some of that. What? He'll be fine. It's just an anesthetic, Tenmyoji. It won't hurt him, I promise. But Just hurry up and do it! Come on, Luna! Okay, let me just... Okay, I've got it. Good. Wait until he's... Now! Do it now! Right. No! Stop! Stop! Oh, das war jetzt mal viel. Okay, sie weiß also, wie man mit so einer Gun umgeht. Respiration, blood pressure, brain waves. Everything's normal. According to these readings, he's in a very deep sleep. Sehr gut. Alright, I guess we're good for now. Yes. What about the anesthetic? How long will it last? He shouldn't wake up for a few hours. Oh, Man, he sure was strong for such a little guy. I think that might be the virus's fault. It probably attacks the part of the brain that governs reason. Without anything to hold it back, his body was using every ounce of strength it had. also haben wir eine Maschine, die mit einem Barcode-Scanner jemanden diagnostizieren kann, aber wir haben kein Wikipedia, was uns erzählen kann, was Radical 6 macht, ja? Okay. Yeah. Wir müssen das aus Kontext herausfinden. Ja? Ja? Huh? Oh, well, How much do you know about this Radical 6? not much. I probably know about as much as you do. All I've seen about it is that newspaper article Sigma showed me. Ja, aber wie kann dann der Barcode-Scanner wissen, dass es Radical 6 ist? Ohne dass irgendwo Symptome stehen. Ne? You'd better not be lying. Why would I lie about that?
I've seen other viruses that do the same thing. Stimmt. I was just making a Ah, guess. other viruses that do the same thing. Na gut, vielleicht. So when Quark tried to kill himself, are you saying that was because of Radical 6 too? 6-2. Yes. At least, I think so. So, what kind of virus is Radical 6? I pulled the newspaper article out of my pocket and looked at it again. Everyone else crowded in. Look at this last line. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. Yeah. Are you saying this is some kind of quarantine zone? I already explained this. That's not possible. Why not? Theo ran through what he told us, told the rest of us in the lounge. Then you're saying the newspaper article was faked? But the virus is clearly real. That Adam machine told us he was infected with Radical 6. So, do you know how that thing works? I bet there's 1,000 ways to hack it. Zero Senior probably just programmed it so that it would spit out whatever he wanted. Besides, there was something Sigma mentioned. Have any of you guys heard anything about any sort of viral pandemic? Well, but... No, but... I have heard rumors about a virus being used as a bioweapon. Oh. Oh, von Free the Mind. Das ergibt natürlich Sinn. Was? Free the Mind? Free the Soul. Sorry. Komisch, komisch. What? What did you say? Whoa, whoa, whoa. Alice, what the hell? Explain. As much as I would love to, I'm sorry. Time's up. Hit Time? the buttons on your bracelet. Shit. 5 minutes. We only have 5 minutes until the chromatic doors open downstairs. Free the Soul will die Menschheit ausrotten. Scheint so. Warum? I don't know. Exactly. I'm sorry, but I'd really need more than 5 minutes to explain this. Yes, if you tell us even if there was Or time, would right? I? Who knows? Fine. We'll deal with this later. Right now, we need to get to the elevator and head down to floor B. what are we going to do about Quark? I'll carry him. Are you sure? I can't just leave the boy here. Besides, if we don't have Quark's bracelet, there'll be one team who can't open their secondary door. If that happens... They'll get penalized. Exactly. Very well then. I will carry Quark. I will be able to move much faster than Tenmyoji. Huh. You make a good point. Look, are you sure about this? Can I trust you? You have nothing to worry about. Fine, just be careful. Of course. Natürlich. All right, let's go. We're running out of time, people. Move! At Fire's command, we all began to run. The door opened and we spilled out into the warehouse. Warehouse? Stimmt doch gar nicht. Nur weil Kane Rüstung trägt, macht ihn das nicht automatisch stärker. Das stimmt, aber er ist vermutlich jünger als Tenmyoji. Ich dachte, darum geht's größtenteils. Dass Tenmyoji halt einfach alt ist und deswegen ihn nicht so gut tragen kann. Deswegen habe ich da jetzt erstmal gedacht, ja, passt schon. Chromatic doors have opened. 5 minutes remain until chromatic doors close. They're open. We need to hurry. Who's going to go in which door? What are We're options? almost out of time. Pay attention. We've just like before. Machen wir schnell. The options file laid out for us were the following. Jeder. Wir sind Sigma mit Clover und Tenmyoji mal wieder. Oder mit Quark. Oh, das wäre interessant. Oh, das wäre interessant. Sigma, Clover, Quark. Die Idee gefällt mir. Oder Sigma, Clover, Dio. Das sind die einzigen Optionen, die wir haben, ja? Clover und I, Tenmyoji. Luna, Phi, Dio. K, Alice, Quark. Option B, Clover, I, Dio.
Luna, Phi, Quark. K, Alice, Tenmyoji. Oder halt Sigma, Clover, I, Quark, Luna, Phi, Tenmyoji und K, Alice, Dio. 3 minutes remain until chromatic doors close. Jo, wie machen wir's? So, how are we gonna pair? I think the people who have the greatest disadvantage should get to choose. What do you mean? The people who have 1 BP. So you, Phi, Luna, and Sigma? Yes, exactly. All right then. Who do you want to go with, Alice? Anyone but Dio. I'd rather die than get paired up with that prick. Just Verständlich. anyone but him. Damn. That's a lot of hate. What did you expect? You betrayed me. Hey, I told you already. That was I don't believe you. What? You're telling me you trust him more than me? Anybody other than Dio could mean Quark, you know. He's asleep. I don't really think I need to worry about him voting. Smart. I glanced over at Quark. He looked tiny, cradled in Kay's arms, fast asleep. If I didn't know any better, I'd think he was just a kid who tired himself out from playing too hard. All right, bye. Who do you want to go with? Anyone other than Tenmyoji is fine. My reasoning is the same as Alice's. He betrayed me last time. Well, I guess that's fair. If we want to honor Alice and Phi's requests, then we can go with any option besides C. So, A or B? Hold on. We've got 2 other people with 1 BP. How about you, Luna? I don't really have a preference. Clover and Kay did betray me last time, but They're both pairs now, though. And since you're a pair too, there's no way you'd end up with going through the same door as them. yeah. All right then, Sigma. Also können wir mit Dio oder Tenmyoji? What about you? Let's see. Clover and I were a pair. That meant that I had to choose one of the 3 solos. Tenmyoji, Dio oder Quark. Aber Quark funktioniert nicht, weil dann hat Phi mit Tenmyoji. Party, meine ich. Gut, wir entscheiden gleich. Ich mache eben kurz eine Pause. Das ist nicht gut, was ich gerade getan habe. Oh boy. Oh, genau das habe ich soeben getan. Warum zeichnest du da unten? Warum wolltest du das tun? Welchen Grund hast du dazu? Okay. Be right back. Und funktionieren tut das schon. Ja, ich kann es anklicken. Ich kann ja gleich mal probieren, aber ich glaube, sie werden sich eher gegen wehren. Bis gleich. Oh, das ist aber auch witzig. Kann ich dann hier... Ach, ist egal, komm.
Oh, hallo. Ich habe mir auch eben mal schnell was zu essen noch geholt, was Kleines. Gut, lass mich noch mal kurz das Log anschauen. Da, Option C war tatsächlich wir mit Quark, ja. Upsi. Entschuldigung. Oh, ja, das steht immer noch da. Ist auch witzig, dass es hier über meinem Gesicht ist und hier nicht. Ah ja. Oh, right. Gut. Clover Eye Quark. Geht nicht, weil dann ist Fight Myoji und alle. Alice Dio? Ich glaube, das ist das Problem. Ja. Dann haben wir hier Option A mit Tenmyoji, Luna Phi Dio. Weiß ich nicht. K Alice Quark. Ja, okay. Kay und Alice werden wahrscheinlich Quark nicht unbedingt umbringen. Dio ist halt kacke. Clover Eye Dio, Luna Phi Quark. Ja, Luna Phi Quark klingt okay. Kay, Alice, Tenmyoji. Das klingt auch okay, dann haben wir halt Dio. Aber das klingt jetzt nicht so schlecht, die Option. Ich werde aber erstmal Option C wählen, einfach nur weil es witzig ist und ich gucken möchte, was passiert. I want to take Quark and go through the green door. So, option C, I guess. No. Oh. I don't think so. Oh. Were you even listening? Nicht wirklich, ne? I'm not gonna pair up with Tenmyoji. That means option C is out of the question. I agree. Option C is a no-go. You'll have to kill me before I'll go anywhere with Dio. Du, das ist schnell passiert. That was that then. I might have been able to argue down one person, but two. Besides, there was no way I'd be able to overpower K, grab Quark, and force Clover to go through the green door. Fine. If you guys are that determined, I'll pick another door. I had two choices. The blue door or the red door. Nehme ich die grüne? Nee, die rote jetzt. Blaue? Keine Ahnung, mit Dio halt. I'll take Dio, that means the red door for us. Okay. Whoa. Betting on the dark horse, huh? Feels kind of weird to say that about myself. Anyway, might as well be polite. Thank you. Du glaubst aber, dass ich Betray wähle. Gegen den. Are you okay with that, Clover? Well, I don't really trust him, but if Alice really wants to go with option B... Yes, this works fine. Kay, Tenmyoji, and I will take the green door. It's not great, but it's better than Dio. I'm good. Well, I'm willing to do option B. Quark should be fine if he's with Luna. Okay. I'll take good care of him, I promise. What about Phi and K? No problems here. I'll take Quark and Luna and we'll do the blue door. I also approve of option B. I will take the green door, correct? Yeah, good. Looks like we're all set. Kay nodded and handed Quark gently to Luna. Oh, okay, das war schon alles. 10 seconds remain until chromatic doors close. Coming! I know! With seconds to spare, we leapt across the threshold. 2, 1. Son. Nie, ich. Zero. Chromatic doors closing. Punk. Auch ganz komisch hier mit dem Kreis. Was der bedeutet, weiß ich nicht. Und der Kreis hier auch?
What is this? There's 3 different doors. Which one do we take? Dunno, but it looks like they're all locked anyway. So this is a dead end? Great. No, hold on. What's this thing? Well, it's got a lever on it. Don't get too attached. It's probably a lever. Are you serious? Yeah, pretty good, huh? Am I great or what? Huh? Huh? Hey, Sigma, is this chick simple or something? I wouldn't rule it out. Let's just take it easy with her, okay? Hey! What kind of a gentleman has a secret conversation in front of a lady? I guess it can't be helped, though. You boys just secrete secrets. Secret. Das ist ja auch interessant. Can't be helped, Shigataganai, mal wieder. Oh man, I'm good. Achso, das sollte ein Witz sein, tatsächlich. Oh, ach so, Sigma, please, let me give her a smack. Ah, du! I wouldn't do that. What if it only makes her worse? Well, I think that's enough genius comedy for now. How about we throw that lever? 2 milkmen. I thought you said we should stay away from it. Well, you don't really think anything bad's gonna happen if you pull it, do you? Besides, it's not like we can go back. Fine, I'll do it. Ready? Here we go! Kolonk. Ach, so einfach. Huh. The center one opened. Looks like the others are still locked, though. Through the center one then. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Wirklich, also keine Ahnung, wie das funktioniert, ob das drauf ankommt, wer wir sind oder ob es da noch irgendeine Logik hinter gibt. Das habe ich nicht ganz rausgefunden. Forward. Without waiting for a response, Clover marched through the door. Theo and I shared a glance, shook our heads, and followed. Ach, das ist ein Raum, der so gebogen ist. Laboratori. Ah, hier sind wir. Ah, sowas. Das ist hier. Ha. Das ist ja interessant. Dieses X existiert auch auf dem Kopf von Kay. What is this place? Well, it said laboratory on the door, didn't it? Werden hier Leute geklont, Dio? Erzähl mal. Ist das so? Passiert das hier? I figure that means they're dissecting frogs or building mine rays or something. Oder klonen Leute. A laboratory, huh? Do you think they might research stuff like viruses here? If they do... Good idea. We might be able to find that some of that accelavir. If we do, we can cure Quark. You really think it'll be that easy? Well, somebody's a positive thinker. Shut it. Just saying. This place hasn't exactly been set up for us to succeed so far. Well, we won't know until we look. So, let's get started. Let's get this party started. Seek a way out. Gut. Endlich mal wieder das Spiel. Oh, das ist aber auch interessant. Ui, guck mal. Wow! Wow! Oh, da geht's nicht weiter. Das ist ja ein crazy Weg, den wir hier gehen. Und hier geht's nicht weiter. Irgendwelche Tanks auf jeden Fall mit irgendwas. Da liegt ein Skalpell und ein Löwe, der die Sonne isst. Right, es ist ein Skalpell. Pretty fancy tray. Is that a cat playing with a ball of yarn? Quasi, also fast. Are you even Are you even looking at it? It's a lion. How are you not kidding that? What? Sorry. It's a sort of tick I picked up when I was a kid. Whenever I talk about cats, I kind of, well, you heard. That's pretty weird.
Ja. Ja, der 9. Löwe. Ja. Löwe. Lion. Lion? Hier wollte ich nicht hin. Aber cool, dass es... Was ist das? Lion. Lion. The Lion. Wie hieß nochmal... Wie hat Junpei Ace nochmal genannt? Ah, Lion. Zero Junior hat auch so einen Tick, da hast du recht. Interessant. Lion hat er ihn genannt. Am Anfang, bevor alles geklärt wurde. Pretty sus. Upsi. Pretty sus. Ach, wenn ich die 2 drücke, lande ich hier. Deswegen, okay. Ich war verwirrt. Wieso das passiert. Aber wenn ich die 2 drücke, ist aber auch ungünstig. Ich möchte immer meinen Tasten nutzen. So, was haben wir hier drüben? Kaffee. Seed. Singular. Seed. Saat. Okay. Was ist das da? This must be some kind of waste tank. It looks like a was? A thigh tank? Are you for real? A thigh tank? Thigh tank? Okay, krieg ich nicht hin. Noch mehr Seed. Einmal kurz durch den Blick durch. Seed. Ah, aber die haben Streifen. Die hier haben keine Streifen. Die haben Streifen. Und das da? Roots. These look like something you might put specimens in. Maybe, but there's nothing in them right now. Don't know. Saline Solution. No, was ist das denn? Hier, Rogue Geometry, was ist hier oben los? Ist das hier auch so? Tatsache, aber hier ist nichts. Aber hier ist schon Geometrie. Was soll das? Was ist hier los? Hier auch! Und ein Frosch. Frog. Auch Rogue Geometry? Das ist keine Rogue Geometry oben. Empty containers. Okay. Beaker? Some beakers. Looks like they're empty. We probably won't need them then. Okay. Dickes, großes Objekt in der Mitte vom Raum ignoriere ich mal kurz. Und wir sammeln mal hier die Sachen ein. There's something on this tray. Ah, ein Pokéball. Logisch. Ein anderer Pokéball. Und Seeds mit lang. Außerdem haben wir hier den... ja. A binder. Looks like there's two pieces of paper in here. Yeah, let's see here. Hydroponics Research 1 and 2. You found Hydroponics Research 1 and 2. You can review them in the archive. A binder. There's some papers inside. Let me see that. Says steps for dissecting a frog. Oh, wir dürfen einen Frosch entdärmen. Disembowel. Archive. Hydroponics Research. Preparation. So, das passiert ja, wenn ich das mache, stimmt. Preparation of hydroponic fluids and seeds. Preparation 1. Prepare the 5 different hydroponic fluids, dilute with ratio 1 part fluid, 10 parts water. Each fluid has distinct color. Preparation 2. Prepare the 5 types of plant seeds, 2 long seeds, 2 round seeds. Research has been shown that there is a distinct and repeatable relationship between the fluid used and the types of seeds. These relationships can be categorized in the following manner. The long seeds fail to germinate in 3 of the fluids. Round seeds in fluid B, yellow, and fluids D, cyan, fail to germinate. None of the marked seeds germinated if put in fluid C, green. Non-marked seeds failed to germinate in fluid A or fluid B, red and yellow. When the striped seeds were put into fluid D and fluid E, one of them failed to germinate. Oopsie.
Und das konnte man nicht genauer beschreiben? Musste man das so beschreiben? Wenn du dein Research Paper so schreibst, dass die Person, die es liest, um es anzuwenden, erstmal ein Rätsel lösen muss, hast du was falsch gemacht. Steps for dissecting a frog. Remove the specimen from its preserving ethanol. Dispose of the ethanol by pouring it down the drain in the fume cupboard. The ethanol will be filtered and gathered in the liquid waste tank below. Begin dissecting using provided scalpel. Be sure to... Das sind nicht sonderlich viele Schritte, wo ich wirklich einen Frosch... Wie dem auch sei. Be sure to conduct your dissection inside the fume cupboard. Da sind nicht wirklich viele Schritte, bei denen ich wirklich weiß, was ich tue. Ich soll das Ethanol nehmen und wegkippen, aber wie ich jetzt wirklich den Frosch seziere, wird mir nicht gesagt. Cool, danke auch. Okay, also wir müssen hier irgendein Rätsel lösen mit... Da ist die Box. Irgendein Rätsel lösen mit verschiedenen Samenarten. Ja, Rook Geometry. Noch mehr... Striped. A cylinder full of seeds. They're thin in shape and have stripes. Und da? What's this thing? That thing on top looks like some sort of industrial strength lid. Oh! If you open it, it looks like a blender or something. I don't think you'd use one for cooking, though. Maybe it's for scientific experimentation. We're in a lab. Yeah, you could probably pulverize just about anything with something this heavy duty. Okay, a binder. There's some papers inside it. It says DNA extraction instructions. Ah, logisch. DNA extraction instructions. Proceed through the following steps. Extract DNA from a plant's roots or seed. Place plant material in designated blender and activate blender. Once the material has been thoroughly broken down, add in a solution of saline water. The liquid will be filtered and dripped down into a beaker. Once it has done so, pour the ethanol into the beaker. DNA will collect at the bottom of the beaker. Use an empty capsule to collect it. Okay, interessant, I guess. Das machen wir dann hier wohl. Das da? Wenn dein Labor so aussieht, dann machst du, glaube ich, auch was falsch. Okay, hier sind Schalter. Lichtschalter? There's a large lever embedded in the wall. Aha. Und hier ist... There's a rectangular hole in the wall. Aha. Gut, hier geht's nicht weiter, das sind nur noch irgendwelche Sachen. Hier unten in den Schrank gucken können wir nicht, da haben wir alles. Hier mal reinschauen. Is this a microscope? I tried looking into the eyepiece, but it's pitch black in there. Well, there are these 4 holes on top here, on top of it. Maybe we need to stick something in them. Vielleicht. Und du bist... What's this thing? Who knows? Was steht da? IG Replicator. Glaube ich. IG Replicator. Was steckt da drauf? A strange machine. We don't know what it does, so it's probably best to leave it alone for now. Gut. Großes, böses Teil da hinten. Darf ich nicht angucken. A pipe. A hell of a pipe. A pipe, a hell of a pipe, okay. A pipe. Ja, Fume Hood. Night Line und so. Schön, schön. Ja, dann holen wir mal eben unseren Frosch raus. Look, it's Lord Hoppington. Don't give it a name. Ah, it looks like he's dead. Yeah, he's probably been preserved. I think the liquid inside is ethanol. How do you know? The smell! Really? Yeah, it smells like disinfectant, right? And besides, scientists preserve stuff in ethanol all the time. Absolut, weg damit. Huh? Why did I put a speaker here? That's a drain. What's wrong with you? Oh, I see. You've got a frog there, planning to take it out, I assume. You should probably pour the ethanol down the drain first. Yeah? Okay, I'll just pour the froggy ethanol into the drain. Ah, das hätte noch einer trinken können. And set the frog over here.
Kinder! Heute sezieren wir einen Frosch. Sigma, what are you going to do with the scalpel? Are you gonna cut Lord Hoppington open? Well, I don't really have a choice, do I? But ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Ich habe keinen Grund, ihn aufzuschneiden. Also, eigentlich habe ich die Choice. Die Wahl. But poor Lord Hoppington. What are you freaking out about? It's dead. That's not the point. It's still sad. Yeah, it is kind of sad. Oh, for the love of... This frog is dead. It is an ex-frog. Fine, I'll do it. Well, I guess that saves me the trouble. Huh? Something came out of his stomach. A blue capsule? Blue Capsule, ja. Ein blauer Pokéball. Definitiv. Tja, Lord Hoppington ist... er hat uns eine große Ehre, war es uns. Danke sehr. Ja, doch. Ich habe noch nicht ganz raus, was ich tun muss. $40, 80, 40. Man, look at all these pipes. I think they run down the beakers, to the beakers underneath. There are handles where the pipes meet. If you turn the handle right, the liquid goes right. And if you turn to the left, the liquid goes like a little bit. So maybe if you put it in the middle, half goes to the left and half goes to the right? What is this liquid then? Probably water. What do the numbers mean? Are they supposed to indicate the amount of water that flows out of each pipe? There aren't any units, but it looks like 80 somethings of water come out of the center pipe. And then each pipe after the split gets 40. So we're supposed to regulate the flow of water with their handles so that each beaker gets the correct amount. Yeah. How do we get the water to come out in the first place though? I think you probably just pull that lever over there on the right, like this. After turning the correct levers, pull down the lever on the right to pour water into the beakers. Okay, let's give it a shot. Aha. 3, 5, 2, 3, 3. Ich würde jetzt gerne was über Chicken Nuggets erzählen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit nur diesen Zahlen... Das ist voll dein Rätsel. Ja. Ich brauchte Hilfe. Hierfür Case Hilfe. Ja. Zieh den Hebel. Okay. Lass doch mal drüber nachdenken. 3, 3, 2, 5, 3. Sind in Summe 6, 8, 5, 13, 6, 16. Super, 16 sind es insgesamt. Also brauche ich... Ich brauche 16 pro Ding. Hä? 16. Ne, ich brauche insgesamt 16. So, nicht pro Ding. Heißt, ich habe aktuell 160, also schätze ich mal, dass ich nur... dass hier oben die 10-fache Menge quasi steht. Was ein bisschen verwirrend ist, aber vielleicht stimmt das ja. Right. Wo kommt denn nur 1 an? Hier in der Mitte kommt nur 1 an. Das hier. Heißt an dieser Stelle hier... Ich mach's mit dem Memo-Ding. Hier brauche ich entweder 2 oder 4 an dieser Stelle hier. Dass hier entweder 2 oder 4 ankommen. Kann ich machen, dass da 2 ankommen? Nein. Wir haben ja eine 8. Heißt, wir machen es so, dann kommen hier 4 an, dann mache ich es so, dann kommen hier schon mal 2 an und das sollte jetzt hier in der Mitte das stimmen. Ja! Okay, das in der Mitte stimmt schon mal. Gut.
Heißt, hier drüben fließen jetzt auch gerade 2 hin in diesem Teil hier. Heißt, hier kommen schon 2 an. Hier muss also 1 ankommen. Präzise. 2 hier. 2 hier. 4 hier. Und 4 hier. Was übrigens auch bedeutet, dass hier unten eine 5, ne, dann müssten hier 1 ankommen. So, hier muss 1 ankommen. Heißt, hier müssen entweder 1 oder 2 ankommen. Kann ich machen, dass 1 ankommt? Nein, also müssen da 2 ankommen. Heißt, jetzt kommen hier 2 an. Da mache ich einfach nur alles in die Mitte. Was ist das denn? Hier kommt jetzt 1 und 1 an. Hier drüben geht... Oh. Nee, doch, passt alles. Doch, doch. Hier kommt 2 an, da kommt 2 an. Hier kommt 1 an, da kommt 1 an, da kommt 2 an. Hier kommen also 3 an. Moment, ich schreibe es auch mal hin, damit man sieht. Hier 1, 1, da oben also 2, also muss auch hier 2 und hier unten dann insgesamt 3. Hier insgesamt 3, hier insgesamt 2, hier müssen irgendwie 5 ankommen, aber das haben wir noch nicht erreicht. 3, 3, 2, jawohl. 5. Hier drüben fließen 2, ne, 4 schon hin, einer muss noch hinfließen. Der hier muss also entweder auf die 1 oder auf die 2. Kann ich machen, dass da eine 1 steht? Nein. Hä, ich packe einfach nur an in die Mitte, was ist das denn? Ich habe doch irgendwas falsch gemacht. 2 heißt, hier kommen... hier kommt 1 an und die fließen zusammen, heißt, hier kommt insgesamt 3 an. Da kommt 1 an, heißt, hier kommt 5 an. 3, 3, 2, 5, 3. 3, 3, 2, 5, 3. Hä, einfach alle nach unten? Warum? Was ist das denn für eine Lösung? Was ist das denn für eine Lösung? Wie wenn du in den Multiple-Choice-Fragen immer nur A richtig ist. Ach du Scheiße. Well, we've poured the water into the beakers and all the lights are green. You did it! Cool, ich hab's geschafft. Alles klar. Yeah, I have 2 types of long seed and 3 types of round seeds. Then maybe you should put them... Sorry, ich habe kurz überlegt, wieder weiterzumachen mit... Then maybe you should put them in the beakers. If you just grab one of these seed containers, you should be able to put them into one of the beakers. Okay. Heißt, wir müssen jetzt herausfinden, welcher von diesen Behältern zu welchem von den Farben gehört, ja? Wir haben rund. Das sieht nicht sehr rund aus. Rund. Oops, a cylinder full of seeds. They're round and don't have any markings. Wir haben rund gestreift. Warum tue ich das? Ich habe keinen Ansatz dazu. Saline Solution, Empty Capsule, Seed. Oval. Rund nur halb. Und so mit Streifen. Ne? Und Blue Capsule. Also wir haben tatsächlich 5. Das sieht aus wie ein Blatt. Gut. Und wir haben 5 verschiedene Bereiche, wo wir die reinpacken müssen. Nun. Right, das Ding kann noch irgendwas bestimmt. Ich sollte mir im Menü anschauen, was passt. Right, warte mal. Na komm. Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau. Ups. Gut, haben wir es auch noch aufgeschrieben? Dann, ne. Oh, auch schön. Kann man löschen.
Archive. Hydroponics. So. Prepare the 5 different hydroponics fluids. Habe ich gemacht. Dilute the ratio 1 part fluid, 10 parts water. Ah, right. Da steht auch das. Okay, natürlich. Offensichtlich. Klar. Upsi. Egal, dann hat es ja gepasst. Da bin ich mehr so reingestolpert, als dass ich das wirklich gelöst habe. Ich dachte einfach, oh ja, wenn mich die gleiche Menge jeweils an... Ne? Egal. Prepare the 5 types of seed, plant seeds. 2 long seeds, 3 round seeds. Jawohl. So, the long seeds fail to germinate in 3 of the fluids. Welche? Sagen wir die nicht. Round seeds in fluid B and fluid D fail to germinate. Okay. Ah, right, dann kann ich hier auch Farben, Namen dran machen. Ah, warte mal, ist das einfach, das hier ist B, das hier ist D, dann ist Rot A, ja, okay. Es scheint zu sein, dass Grün ist C, ja, okay. Okay, dann können wir den Quatsch wieder löschen. Right. Dann haben wir Round seeds in fluid B and fluid D fail to germinate. Also haben wir bei dem hier... Ach, warte mal, ich mach das... Oh, mach ich das? Ja, komm, ich mach da so eine Matrix draus. Ups. Es wäre einfacher gewesen, die einfach nochmal neu zu schreiben. Anyway. So. Wunderschön aufgeteilt. Zu hoch? Scheint so. Ist jetzt über meinem Gesicht eine... Ne, das geht gut. Also ein bisschen. Da oben ist eine 0, aber das macht nichts. Das da. Round Seeds, Fluid B und D. Also, das hier ist raus, das hier ist raus, das hier ist raus und die sind alle raus. Sehr schön. None of the marked seeds germinate if put in fluid C. Also, das hier ist raus, das hier ist raus und das hier ist raus. Non-marked seeds fail to germinate in A and B. Or B. Also, nicht markierte sind in A und B kaputt, heißt da und der und der. When the striped seeds were put into fluid D and fluid E, only one of them failed to germinate. Da müsste eigentlich ein Ohr stehen, weil die wurden ja nicht gleichzeitig in D und E gepackt. Striped heißt entweder das hier oder das hier, weil das hier in der Mitte ist ja nicht gestriped, ja? Erzähl mir mal was drüber, wie du empfindest, wie das Objekt aussieht. A cylinder full of seeds. They're round, one half is colored and the other isn't. Nacheinander. Was kann sein? Full of seeds, they're thin and don't have any markings. Dann sind die hier wahrscheinlich thin and striped. Full of seeds, they're thin and have stripes. Ja, okay, dann passt das ja. Nacheinander, vielleicht nacheinander. Archive. Okay. When the striped seeds were put into D and E, only one of them failed to germinate. Was heißt das? Ja gut, wir wissen schon von dem hier in der Mitte, dem hier, von dem wissen wir schon, dass das bei... Ich kann ja auch mal ganz smart hier rüber wechseln. Von dem hier wissen wir schon, dass es fällt. Das hier drüben, D und E, fällt nicht unbedingt. Also würde ich sagen, das heißt, dass das hier der Fall ist. Heißt, das hier ist der Fall. Wir können alle die hier rausnehmen. Jetzt haben wir hier eine Lösung, heißt der fällt raus. Haben wir hier eine Lösung, heißt die fallen alle raus. Ups, und die fallen natürlich auch alle raus. Heißt, wir haben hier eine Lösung und wir haben hier eine Lösung, ja? Ist das so richtig? Ich probiere es mal aus.
Ups. Das war richtig. Doch, war noch richtig. Heißt, was haben wir hier? Die gestreiften Langen, die kommen in B. B ist der hier. Beakers contain a liquid culture. Each seed requires a particular kind of culture. Please place each seed in the appropriate beaker by dragging the seed on top of the check and blah blah blah. Here goes. Ah ja, okay. Jawohl. Das runde gestreifte muss in A rein. Der da ist da drin. Das runde nichts markierte muss da rein. Der lange muss hier rein und der letzte muss dann da rein. Check! Oh oh. Oh oh. Anderer Ansatz. Non-marked seeds failed to germinate in fluid A or fluid B. Heißt, das hier sind definitiv 2 X. Aber jetzt wissen wir definitiv, dass das hier richtig sein muss, weil irgendwas müssen wir in B reinpacken. Und das ist der letzte, der in B nicht failt, weil sonst failt alles in B. Das heißt, wir können die hier eigentlich als auch gefailt ansehen. Weil es ist eigentlich egal. Ich mach mal nicht gefailt rein, aber ich mach mal so einen Strich hier hin. Weil die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt ist bei D nur noch 1 übrig, weil das eine haben wir schon verbraucht. Also können wir bei D jetzt den hier reinpacken. Ohne Probleme und die sind alle verbraucht. Bei C können wir jetzt den hier reinpacken. Der hier ist verbraucht. Und jetzt haben wir ein Problem. Ah. Weil jetzt haben wir ein X-Wing quasi. Ich krieg PTSD von dem Rätsel, das habe ich nie gelöst. Was? Das hier hast du nie gelöst? Achso, das andere. Ah, right, ich erinnere mich an welches du meinst. Ja, ja. Ich hab's auch nicht gelöst, keine Sorge. Aber es ist nun mal die richtige Herangehensweise für dieses Rätsel. Nicht? Also wir haben hier einen X-Wing. Warum X-Wing? Weil entweder ist das hier korrekt, heißt so, oder alternativ ist das hier korrekt, also so. Und das sieht aus wie ein X. Tja, aber the long seals failed to germinate in 3 of the fluids. Das haben wir gar nicht genutzt, diese Tatsache. Ich würde cheaten, wenn ich könnte, aber ich finde es nirgends. Es verfolgt mich in meinen Träumen. Am Ende gibt es keine Lösung. Dann müssen wir die letzte Regel noch irgendwie nutzen können. When the striped seeds were put into fluid B and fluid E, only one of them failed to germinate. Ah. Vielleicht schreibe ich mir einmal ein Programm, das das löst. Das einfach alle Möglichkeiten durchtestet. N hoch, was weiß ich, was das dann ist an Möglichkeiten. Nicht mal, warte mal, das ist der falsche Herangehensweise. Irgendwas faktorial wird es sein oder irgendwas Kombinatorisches halt. Keine Ahnung. N-Choose, irgendwas. Ja.
eine Riesenzahl auf jeden Fall. Ich meine, so findest du eine Lösung. Irgendwann. Die Logik der Rätsel anwenden, okay. Ja, aber das ist ungefähr so schwer wie Sudoku. Und Sudoku ist NP-Complete. Heißt, das ist wahrscheinlich auch NP-Complete, dieses Rätsel. Also viel Glück beim Anwenden deiner Regeln. NP-Hard wäre übrigens das Wort gewesen, nicht NP-Complete. So, ich habe realisiert, heißt einfach nur, dass es sau schwer ist, solche Rätsel allgemein zu lösen. Das kann doch nicht so schwer sein, ne? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Aber warum kannst du es dann nicht per Hand lösen, wenn es nicht so schwer sein kann? Picross ist auch NP-Complete. Ja, ehrlich, wirklich, aber Picross ist auch NP-Complete und Da gibt's, weil Menschen flawed sind. Ja, nee, weil es einfach schwer ist, leider. Da gibt's eine Theorie, Proteinfaltungen sind sauschwer. Also wirklich sau schwer. Da brauchst du ewig lange, um die zu machen. Mit einem Computer. Und auch als Person wahrscheinlich noch länger, weil Menschen flawed sind. NP-Complete. Genau, und es ist eben NP-Hard oder was auch immer. Irgendwas im NP-Bereich. Ich glaube, NP-Hard war es. Aber es wäre extrem cool, das lösen zu können, weil man damit manche Krebsarten heilen kann. Wenn man das schnell genug hinkriegt. Ich weiß nicht, wie das spezifisch funktioniert, dass man dann Krebsarten heilen kann, aber auf jeden Fall würde es helfen. Und es stellt sich heraus, dass alle NP-Hard-Probleme in so einer eigenen Klasse sind, dass wenn du eins von denen in polynomischer Zeit gelöst kriegst, du alle in polynomischer Zeit gelöst kriegst. Heißt, wenn du eine Lösung für ein NP-Hard-Problem findest, kannst du jedes lösen. Bisschen allgemein lösen. In adäquater Zeit, die nicht die exponentiell abgeht. Und es stellt sich heraus, Sudoku ist halt auch NP-Hard. Und das heißt, wenn du einen Algorithmus schreibst, der sehr, sehr schnell Sudoku lösen kann, dann kannst du damit Krebs heilen. Was? Ja, exakt. Exakt. NP heißt irgendwie nicht in polynomischer Zeit lösbare Probleme, die aber halt in polynomischer Zeit überprüfbar sind. Das heißt einfach, dass sie eine Komplexität haben, die irgendwie n² oder sowas ist oder n hoch 3. Was für diesen Ansatz noch als adäquat angesehen wird. An Geschwindigkeit für den Algorithmus. Weil eben NP-Probleme darüber hinausgehen. Und noch länger brauchen, mit einer exponentiellen Zeit. Ich bin aber auch wirklich nicht qualifiziert, um darüber zu reden. Realisiere ich gerade so. Nun, ich habe gerade eben verstanden, was diese Regel besagen will. Denn die sagt... Oh, witzig. When the yellow striped seeds were put into fluids D and E, also 2 Paar wurden den jeweils da reingepackt, dann konnte der eine sprießen, der andere nicht. Aber präzise einer konnte sprießen, ist wichtig, denn wir wissen bereits, welcher in D nicht sprießt. Heißt, wir wissen, welcher in E sprießt und haben somit... Das sind die falschen Zeichen. Haben somit die Lösung. Hussa. Ist ja auch witzig, warte mal. Oh, wir können uns so gut an alles erinnern, weil wir ein Roboter sind. Habe ich gerade zusammengebaut. Weil da oben... Na, jetzt mach doch weg. Da oben steht Brain Memory. Weil wir ein Computer sind. Logisch. Logisch. Jetzt ergibt das Sinn. Klar. Okay, deswegen können wir uns so gut an das erinnern. Hier. Logisch. Ach, grandios. Okay, dann versuchen wir es nochmal auf ein neues. Das dahin. Das dahin.
Das dahin, jawohl. Das dahin und das dahin. Yes, check. Komm schon. Ja. Ich habe keinen Platz mehr, wo ich hingehen kann. Wo habe ich das eigentlich hingeschrieben, ey? Hier mitten rein. Ich bewege das mal irgendwo hin, wo es nicht so mittendrin ist. So da so hin. Wunderbar. Und dann bewege ich mich so hier so hin. Und dann kann ich hier das machen. Wunderbar. You did it, Sigma. You've sown your seed. Auf jeden Fall. Ich würde auch gern mal. Don't say that. Huh? Why not? Just don't. Quiet, you two. Look at this. Oh, a red capsule. Ein Pokéball. There's a red capsule sitting in here. Es ist literally ein Pokéball. Ja. Nur mit einem sehr langen Schniedel vorne dran. Nun denn. Wir haben einen Pokéball, wir haben 2 Pokébälle. Und wir haben ein paar leere Pokébälle. Jetzt habe ich die immer noch dabei. Die hier. Gut, mit dem Rätsel hier drüben haben wir was gemacht. Das sollte auch jetzt halbwegs fertig sein. Da ist nur noch grün. Das Gerät haben wir noch nicht benutzt. Da hinten haben wir Zeug rausgeholt. Den Frosch haben wir seziert. Und da haben wir nichts mitgemacht, großartig mehr. Right, ich lese mir mal kurz die Informationen zu der DNA durch. Vielleicht hilft mir das ja. Place plant material in designated blender and activate blender. Once the material has been thoroughly broken down, add a solution of saline water. Liquid will be filtered and dripped down into a beaker. Once it has done so, pour the ethanol. The ethanol? The ethanol? Oh oh, das haben wir weggekippt. Into the beaker, DNA will collect at the bottom of the beaker. Use an empty capsule to collect it. Gut. Tatsächlich ist es gar nicht mal so schwer, DNA aus... ja, jetzt aber wohl das Zeug hier. Aus Erdbeeren zu entfernen. Okay, time to throw this root in the mixer. Aus keinem ersichtlichen Grund, aber es ist das einzige Item, was wir noch nicht benutzt haben und was wir da rein tun könnten. Ja. Alright, done. So, add saline solution. Wo haben wir unsere saline solution? Da. Alright. I'll just pour the saline solution in here. Ja. There's a funnel above the beaker. Filtered liquid comes out of it. Eventually. Grün, looking good. Immer noch mehr saline solution, das ist gut. Empty. Empty Capsule? Ne, ich brauch Ethanol. Kann ich mir das Ethanol von hier drüben schnappen? This tank collects liquid waste. The ethanol I poured down the drain should be in here. It's a little big, but I have a feeling we should take it. Ach, den ganzen. Okay, ne, das ist gut. Das ist top. Dann packen wir den da rein. Alright, next I need to pour the ethanol into the beaker. Ja. Und Flüssigkeit sammelt sich am Boden. Ja. I guess this should do it. Und die können wir jetzt mit so einem empty Pokéball einsammeln, ja? Alright, I'm gonna tip the protrusions on this capsule into the stuff in the beaker. Awesome, you got it all! Green Capsule. Warum sammle ich die? Welchen Beweggrund habe ich, diese zu sammeln? Nun, werfen wir noch was anderes da rein. Das Zeug? Meinetwegen. Are you going to use those seeds in the mixer? Yeah, you think I shouldn't? No, I just mean, don't you think you should put all of them in? You mean all 5 different types? Yeah. Interesting. Why not? Klar. Misch doch alle DNA einfach zusammen. Alright, dann. Ah, ich habe wirklich alle reingeschmissen. Krass. Gut, dann die Saline Solution. Just pour Saline Solution.
Ist auch nur Salzwasser, soweit ich das verstehe. There's a funnel above the beaker. Filtered liquid comes out of it, eventually. Okay, looking good. Und Ethanol. Alright. So, the ethanol. There. So eine blobby Masse da unten drin. Ich meine, so sieht DNA aus. Nicht gelb unbedingt, aber so eine blobby Masse halt. Das ist schon richtig. Trotzdem komisch. Gonna dip the protrusions. Auf jeden Fall. Awesome, you got it all. Okay, jetzt haben wir 4 Pokebälle, mit denen wir was machen können. Brauchen wir dafür dieses Gerät? Oder vielleicht dieses Gerät? Oder dieses Gerät? Ach, 4 Stück. Guck mal, packen wir das mal da rein. Look, the screen changed. What's going on? You put the yellow capsule in, right? I think it reacted to that. Why? Don't know. But I was just thinking. Thinking what? Well, the thing we just put in had plant DNA in it, right? Maybe that caused this. Anyway, let's go have a look. So einfach? Einfach so? Einfach, bitte sehr. Du möchtest den blauen Code? Ja, sehen. Okay, Stern, Sonne, Sonne. This is the safe password. Perfect. Now we just need to... Yeah, I know, I got it. Okay. Da passiert aber nichts. Kann ich die wieder rausnehmen? A microscope, apparently. It has circular holes on the top that fit the capsules we found. Komisch. Sigma, come here. What's wrong? I can see something in here. What do you mean, something? Just look. It's easier to explain than explaining. Ah, T, C und G. Cool. Dinge, die übrigens auch auf Whitesnake's Stand draufstehen. Auf Whitesnake. Halt. Das ist schon der Stand. Wie auch immer. What the heck is this? Probably a simplified version of a DNA sequence. A is adenine. G is guanine? Guanine? C is cytosine? Cytosine? And T is thymine. I think we can manipulate it. Yeah! It looks like the puzzle has to do with pairing these bases. Bases? Yeah, DNA is made out of 4 bases. Jo, die 4 halt. However, you can only bind A to T or G and A and T and G and C. Yeah. Anything else won't work. They are called complementary base pairings. You sure know a lot about this stuff. I guess so. Ja, weil du ein Klon bist. Warte mal, das stimmt ja sogar. Sonst, als ich gesagt habe, der ist ein Roboter, habe ich das nicht gewusst. Ich weiß, dass er ein Klon ist. Anyway, you should be able to solve the puzzle now. Give it a shot. Reposition each row so that A is connected to T and G is connected to C. Okay, A, T, G, C. Kann man sich merken, weil A und T jeweils einen Strich durch haben und C und G so ein bisschen gebogen sind? Wunderbar, dann merken wir uns das so. Oh no. Oh boy. Oh, hier passiert aber nichts. Oh, aber das passiert. Okay. Hä? Die bewegen sich jeweils, die bewegen sich jeweils, die bewegen sich jeweils und die bewegen sich jeweils. Warte, hier passt doch was nicht. Die beiden? Das ist nichts. Die beiden. Und die beiden. Wenn ich den hier bewege, dann bewege ich auch gleichzeitig den hier. Und wenn ich den hier bewege, bewege ich gleichzeitig den hier. Okay. Aber wenn ich den hier bewege, den kann ich frei bewegen. Wie ich will. Und ich schätze mal, wenn jetzt hier ein T auf der einen Seite rausgeht, kommt es auf der anderen Seite wieder. T, dann kommt C, A, jawohl. T, okay. Heißt, es gibt eigentlich nur eine Lösung für den hier. Ist das hier auch so? Hier geht C raus, da oben geht ein T raus. Ja, okay. Ja, dann ist das hier die Lösung für die untere Reihe, aber könnte halt noch verschoben werden um irgendwas. Was möchte ich als nächstes lösen? Weil ich könnte jetzt den bewegen, bis er mit dem da drunter passt. Oh, was? Aber wenn ich den nach da bewege, bewegt er sich auch nach da und wenn ich den... What the fuck?
Okay. Also möchte ich die oberste Reihe nach... Ja, ist eigentlich egal. Um 3 Stellen verschieben. Ja, das passt doch. Dann bewege ich die um 3. Bompf. Dann bewege ich den um 3 wieder zurück. Und dann bewege ich den um 3. Ja. Wunderbar. War doch super einfach. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ha! Did it! Good job, Sigma. That was awesome. You want a treat? Yes. Your turkey. What in the hell? Stop screwing off. We need to have time. We don't have time for that. Now get over here and look at this. There's something on it. Oh, ganz viele Sterne. It's different now. The shapes are in different places. Jawohl. Ja, aber was ist denn hier mit dem IG-Replicator? Warum können wir den nicht nutzen? A strange machine. Okay. Also haben die hier auch Klone hergestellt oder haben die hier Klone hergestellt? Und sind dann halt später irgendwie woanders hin? Tja, achso, ich habe die Schlüssel noch gar nicht, ich muss den auch anwenden. So, Stern, Sonne, Sonne und Stern, Stern, Stern. In der Form. Ich werde gleich nochmal nachgucken, weil ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich bin ja super. Wo ist der Safe? Ich sehe hier unten. Nee, wo ist denn der Safe? Hä? Ach, hier, stimmt ja. This is safe, right? Ich hab mich hier im Raum gedreht und dabei steht er ja schon. It's just like one in the Avery rooms and the Infirmary, right password. Right. Stern, Sonne, Sonne, meine ich, war das? Nein? Okay, dann muss ich nachgucken. Ah! You did it, Jumpy. Nice, das Goldpfeil. You did it, jawohl, exakt. Jetzt empty. Ja, ich wollte aber noch weitermachen. Und Stern, Stern, Stern. Um hier rauszukommen. Oh! Ach, wie nett von euch. Einfach mal so das Zeug hier reingepackt, ja? Alter, danke. Das Axelavier. Ha, it opened. Awesome. The suspense was killing me. Okay, what have we got here? First is... Natürlich, das unterste Objekt erstmal nehmen. A map. It says floor B. The one I found in the blablabla haben wir schon gemacht. Jawohl. Alright, let's keep looking. There's a lot of stuff in here. These are... the key cards. Each one's got a picture of the moon on it. Then these have to be the moon cards. Yep, das ist richtig. Next up, we've got a notebook. Oh, a dickest notebook here. In anything interesting? I can't read any of this. Are these even letters? What the heck is this? Isn't it a journal? It's got dates and stuff. Maybe, but I can't read any of this. What language is this? Who knows? Maybe it's Brazilian? They speak Portuguese in Brazil. Anyway, what else have we got in here? Oh Mann, ich durfte es mich mal angucken. Ich durfte nicht mal drüber nachdenken, ob ich das kenne. Oh, 2 more things. Is that medicine? What's it say on the label? So ein bisschen Dora the Explorer mäßig. Ist das etwa Medizin? Also ich meine nicht, dass Dora the Explorer darüber reden würde, aber halt so von der Art und Weise. Axelavier. Excalibur? Excalibur? Wait, didn't Luna say something about Excalibur? You're right. This is it. This is Excalibur. It's the cure for Radical 6. Whoa, hold on. Let me see that. Later, we need to get out of here as quick as possible. Yeah, we need to get the stuff to Quark. Der will den noch umbringen, oder? I mean, first we've got to get out of this room. Yeah, but that's easy. You got it, right? You got it. You are got it. Ich bin got it. Yeah, let's go.
So, Schlüssel rein. Auf geht's. Let's do it. Just get it over with. Here we go. 3, 2, 1. 0. Yay. Oh! Master of Escapology. Escaped from 8 rooms hold on a in minute. VLR. There's something... Nah, I guess there's a couple of things I want to double check. Yeah. Well, one of them's not really significant, I guess. Huh? First off, this machine. Mhm. We didn't even end up using this thing, did we? Das ist richtig. I was just wondering what it was. Well, I'm not sure how I'm supposed to answer that. Look at the side here. There's a name or something. IG Replicator. Replicator makes it sound like it makes copies of stuff. So wie Klone. Wofür genau war das Mittel nochmal? Das soll das Gegengift zu... Oder Gegengift, ja genau. Das soll die Treatment-Option für Radical 6 sein. Angeblich. Gegen Radical 6 selbst. Probably copies IG, whatever that is. Ah, logisch. IG. Nee. Any ideas? Who knows? Ice cream by the gallon? Ice cream, I don't know. Of course! This machine must be here so we can just make all the ice cream in the world. Are you nuts? You're one idiotic girl, you know that? In other words, an IG. Oh, good one. Hey, this isn't the time for stupid jokes. There's a helpless child back there in the infirmary who needs our help. Okay. Entschuldigung. Fand das witzig. Sorry. He was right. Of course. I hung my head in shame. At any rate, Shame. as long as we don't know what IG means, we can't do anything with this machine, right? That's right. Irgendwas Klone. Makes sense. On to the second issue. Sigma, you found a journal and some sort of vial in the safe, right? The Yeah. vial. Could you show it to me again? I Why? didn't really get a good look at it before. Du willst das zerstören. Ich seh's kommen. You guys were in there so close I could barely see it. Was it really Excelavir? Yeah, definitely. As I spoke, I pulled the vial out of my pocket. See? It's written right there on the label. Excelavir. Rivalexa. Okay, na gut. You really are an idiot. Huh? Although I guess in this case the G in IG stands for guy. What? I don't... The words were barely out of my mouth when he moved. Before I could blink, the vial disappeared from my hand. Hey! What gives? What are you doing? Dio slipped the vial quickly into his coat. Oh, don't worry. Alter. I'll keep it safe. I'll even give it back to you later. No, not later. Give it back now. I don't think so. If you want it back, you're gonna have to listen to my request. Request? Yeah, that's what I said. If you want this back, in the next AB game, you have to choose ally. Ah, kein Ding, du. Ally? Wait, is that why you took the medicine? To blackmail me? It's horrible! You're using Quark's life as leverage! Well, I've got some really good reasons to do so. I'll be happy to give it back if you just do what I say. So ein bisschen möchte ich Ally wählen, einfach nur um sofort zu sterben. I didn't realize until they started to hurt that I curled my hands to fists. If Dio would only give me an opening. I wouldn't try and take it back by force if I were you. You make any sudden moves and I'll smash it. Ah, he patted his pocket gently. Oh, and one more thing. Don't tell those other idiots that you found some Excelavir in here. I hear one word about it, and the next thing you hear will be little bits of glass shattering on the floor. Damn it. That's not fair. Die haben auch so ein bisschen die gleiche Augenfarbe, nicht? So, ne? Also, ne? Sass. This game isn't about compassion. It's not about being clever. It's about one thing. How well you can manipulate people to your advantage. How unfair you can be.
Nein. So, what are you gonna do? Ready to promise me you'll pick ally? Fine, I promise. Sigma! I knew you'd say it eventually. I'm glad you understand how this works. But don't think about trying anything funny. Break your promise and... well, you know what happens. See you chumps later. I'm really looking forward to the next round. With one last self-satisfied chuckle, Dio strutted out of the room. Are you really going to do what he says? Du stehst im Tisch aktuell. Du stehst im Tisch, definitiv. Du stehst im Tisch. Warte mal, lass mich mal kurz... Nope, das ist der falsche. Das. Heftung, glaube ich. Ich wollte auf die Karte. Da. Ja doch, das ergibt Sinn. Doch. Ich hatte überlegt, ob die Tanks, die mit dem grünen Zeug drin, ob die überhaupt hier hinpassen, aber ja, I guess, sie passen da hin. Aber auch ganz komisch hier mit dem Kreis hier, ne? Hier ist so ein etwas größerer Kreis mit einem kleinen Kreis darin. Was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Werden wir rausfinden, wenn wir irgendwann mal durch die rote Tür gehen und hier lang vielleicht. Vielleicht ist es irgendwie ein Terrarium oder sowas. Yeah. Sigma, you've only got one BP right now. If we choose ally and he chooses betray... I know. I'll drop to -1 and that means I'll get penalized. Look, it's not like I want to, alright? If we don't do as he says, then he'll destroy the medicine. If he does that, then Quark will. So you're going to die to save his life? That's... Ich habe einen ziemlich großen Why would you do that? Herz. Tja. In all honesty, I was terrified. My choice was far from a foregone conclusion. Oh, okay, das war alles schon im Text. Ich dachte, da kommt noch mal mehr. Well, we should get back to the upper floor. Everybody else has probably finished already. I bet they're waiting for us. An amberdex gate has been opened. I didn't wait for Clover's response. Okay, das ist alles. Ja, hier durch die One-Way-Door. Karlong. Achso, war schon umgelegt, weil Dio da dran vorbeikam. Logisch. Upsi. So. An amberdex gate has been... An amberdex gate has been opened. Yes. 45 minutes remain until stimmt. game polling closes. Das ist Dio, der die aufmacht, ne? Und dann beeilen sich die anderen alle. Sorry, I went ahead and cracked it open a bit early. Dio. In one of his hands was the moon key. He whirled it around like a veteran gambler, grinned and slid it back into his pocket. You don't mind, right? Oh, I figured okay. you and Clover would get up here right away. Ja, absolut, du, kein Ding. Ich sehe da kein Problem. Wir haben ja nicht Problem damit. Besides, I thought it'd be best to get this done soon before you lose your nerve. I don't know about you. I'm really looking forward to the next round. I glanced around the warehouse. Ah, Alice and Kay were back. As was Fi. And of course Clover. Where are Tenmyoji and the rest of them? They're in the infirmary. We carried Quark to one of the beds.
Tenmyoji and Luna are looking after him. I see. How's he doing? Well, it's hard to say. He seems to be sleeping soundly, but beyond that, there's really no way to know. No change then, huh? Right. Das ist gut. So what was your room, Sigma? A laboratory. Is that so? Did it look like the kind of place where they'd be researching viruses and DNA and those kinds of things? Oh nee, du. Yeah, it did. Was there any of that Excelivir? Don't tell those other idiots that you found some Excelivir in here. I hear one word about it, and the next thing you hear will be little bits of glass shattering on the floor. Nö. My eyes flicked to Dio for a moment. No, nothing. Beside me, Clover bit her lip. I see. So, how'd it go for you? Find anything interesting? Fi only shook her head. With a unison of movement that almost looked choreographed, Alice and Kay shrugged. Where does that leave us? We still got about 40 minutes left until voting ends. What are you gonna do? I'm a little curious about that lab you found. I thought I might go take a peek at it. I'll show you the way then. That would be wonderful. I think I'll go have a look at the room Alice, Kay, and Tenmyoji found. Never know. Maybe you missed something. Perhaps there's some Excelivir hidden somewhere in there. God, what a bastard. Then I shall take you there. What about you two? Where are you going? Well, I think I'll start by heading over to the infirmary to see how Quark's doing. Then I will too. Glad that's settled. She nodded to Clover and they disappeared through the magenta door. Dio and Kay followed a few footsteps behind. Cool. Okay then, guess we should be going to... Hold on. To... Show me that journal first. Dio told me about it. You wouldn't tell me anything about the lab except that you found a journal with, his words, some sort of bullshit language. You said you had it, so I was hoping I could take a look. Ich würde da gerne einen Look taken, persönlich. Yeah, 1 second. I dug the journal out of my pocket and handed it to Fi. She began to flip through the pages, her eyes quickly scanning each one. This is Latin. Und du kennst die Zeichen. Wir kennen die Zeichen nicht? Achso. Ach, weil wir kein... Nee, aber wir... Selbst wenn... Das spiele ich ja eigentlich Japanisch. Aber die kennen ja trotzdem lateinische Buchstaben. Latin? You mean... You can read it? Yeah, with time and a dictionary. So, in other words, no. Pardon me for not being able to translate a dead language on the fly. This looks like some kind of research log. It's not gonna be some sort of, I took the dog for a walk today. It was nice kind of stuff. Right. Nein, ich kann kein Latein, um das jetzt zu übersetzen. Ich hätte es gerne, aber I nein. can understand a little of it. Mostly conjunctions and things like that. But most of these words I've never even seen before. Fi started to leaf through the book again as she spoke. Then suddenly she stopped. Wait. Wait a minute. I can read this one. Page 216. Ist das eine wichtige Zahl? 216? This isn't research notes. It looks like a personal entry. Oh, what's it Don't say? rush me. This is gonna take a minute. Beep beep boop boop, auf. Interesting. All right, I think I got it. It looks like they're talking about Radical 6. Oh, what? Why are you talking about that? Not sure. What are they talking about Let that? me read it to you. Yeah, keep in mind I'm paraphrasing, hat sie gesagt. When the body is infected with Radical 6, the processing speed of the brain is reduced. Ach, guck mal, das haben wir schon erlebt. Wir sind also auch infiziert. Cool. If we assume the brain currently operates at a 1-to-1 basis with regards to time, Radical 6 reduces it to a 1 square root of 1 over 6, or approximately... What the fuck? What the fuck? Or approximately 1 to
0.408. Dann würde ich doch eher sagen 0 zu... Egal, also warum... Wie kommt ihr auf eine solch genaue Zahl? This means that for each second that passes outside, the patient feels only 0.408 seconds that have passed inside. Therefore, when 1 second has passed inside, approximately 2.45 seconds, or square root 6 seconds, have passed outside. In other words, when 10 seconds pass in the real world, a patient infected with Radical 6 would feel as if only 4 seconds had passed. This is why the virus has been termed Radical 6. Natürlich und nicht Radical 2.45, was ja weitaus mehr Sinn ergeben würde, aber egal. Radical is another term for what is also known as the root. Ach so, deswegen Radical 6. Ach du Scheiße, ist das umständlich. Nee, gut, verstehe, ist okay, sehe ich, meinetwegen, wie ihr meint. The function inverse to taking the power. In a less mathematical sense, it can also be used to refer to something that is extreme or severe. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. The exact cause of this is unclear, and although there is as of yet no direct link between suicidal urges and the reduction in mental processing speed, many believe that they are not unrelated. Those infected with Radical 6 perceive the world to be moving at a fever pitch, as if it were a video cassette being fast-forwarded. For instance, although the patient believes that only 10 seconds have passed, in fact 24.5 seconds have passed. Given this increased speed of input, maintaining the ability to observe and reason would become a Herculean task. One theory holds that the disparity in time perception caused the brain to be flooded with massive amounts of information unable to keep up. It begins to fail. Whatever the cause, the infected invariably attempt to take their own lives, which is arguably the most terrifying aspect of this virus. Research suggests that a targeted antiviral could kill or at least disable Radical 6, but we have been unable to develop one. Was? Ich dachte, wir haben hier nicht so Purell, sondern Accelerate. It seems our best hope now is to harvest antibodies from someone with a natural immunity to the virus. Thus far, however, we have been unable to locate a suitable subject. So I have continued my efforts to discover an alternative means of treatment. Given my current rate of progress, I predict that I will have a workable treatment within a decade or two. It is my fervent hope that humanity will be able to survive that long. The bodies of those dead from suicide are piled up along the roads leading into and out of the city. Town, macht nichts. Grob den Kontext. The entire area reeks with the stench of decay, and the sky is filled with the constant buzzing of flies. At times their swarms are so thick that when one passes it feels as if a cloud has gone over the sun. Every day I see more crows and rats everywhere, feeding on the dead. Ironically, the only healthy-looking creatures are the stray cats who have grown fat on plentiful rodent diet. The few humans who survived the outbreak have been locked away by the government in underground shelters. I don't know how many were saved, but I fear only a handful. Their survival is the only hope that remains for the human race. Oh Lord, please, let their future be a bright one. Interessant. Whoa, that's a lot of information. Now we know what the virus does to you, though. If you get infected, your brain slows down by the root of 1/6. That would be about 40%. That isn't the important part. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. Eine sehr lange Seite, ja, das stimmt. Das ist eine sehr lange Seite, da hast du recht. Yeah, you're right. That would explain why Quark was, well, trying to kill himself. There are two other things in here that worry me. First, the part about how they haven't managed to develop a treatment for it yet. What do you make of that? What am I supposed to make of it?
Ja, stimmt, wir haben ein Treatment, ja? Maybe they just hadn't found one when this journal was written. I mean, from what we know, there's a drug called Accelerate that cures it. Yeah. Exactly. But in the journal it says it might take 20 years to make something like that. Hold on a second. I'm getting confused. When was this even written? December 29th. Welcher? No year. Ah! Ach, Mann. Ach, komm schon. Na gut, wir schreiben uns mal hier drüben. Wunderbar. Ja, noch ein bisschen größer, sehr schön. Schreiben wir uns mal den 29.12. Keine Ahnung wann auf und Journal. Schreibt man so Journal oder mit einem U? Ach, bestimmt. Journal. Entry. Welche Taste war das? Ach nee, das ist gar keine Taste, einfach so. Well, there's no way it was written this year. Yeah, probably not. Anyway, moving on. Unless... Ja, wenn das in 2028 geschrieben wurde, dann müsste jetzt 2048 sein. The second concern I have is about the underground shelters it mentions. Habe ich da nicht? Ich habe mir doch hier oben eine Zahl aufgeschrieben. 18 Jahre, 11 Tage, 8 Stunden, sowas. The newspaper article said something about quarantining people too. After we read it, we all thought the same thing. What if this was one of those quarantine facilities? Ja, die Möglichkeit besteht jetzt so langsam wirklich, habe ich das Gefühl. Aber warum spielt man dann ein Nonary-Game hier unten? But this journal seems to suggest the opposite. The few humans who survived the outbreak have been locked away by the government Ach so, right, in so rum, underground ja. shelters. Natürlich, aber ist ja quasi das gleiche. Nur halt genau andersrum. You're trying to say that this place might be one of those underground shelters, which would mean that we're supposed to be uninfected. We would have been thrown in here to keep us safe. Yeah. I mean, there's no way to say for sure at this point, but it seems possible. But Quark's been infected, right? Then maybe the virus got in somehow. That would be bad. Just think about it for a minute. If this is one of those shelters, a lot of things start to make sense. Maybe we've been here for a long time. Like, maybe they put us to sleep somehow. Made us sleep for years, maybe even decades. Okay, oder vielleicht sind wir alle Roboter. Außer Dio. While we were sleeping, the pandemic that the newspaper article talked about happened. And whoever had this journal made this entry. Absolut. Oder wir sind Roboter. And then, once the antiviral treatment was finished, they woke us up? Right. It's all just speculation, but... No, that doesn't make sense. I mean, it seems like a pretty plausible scenario, but we were all captured before the pandemic started, right? Yeah. And how would they have put us to sleep for that long? How would they have known to do that? But most importantly, why the hell are we playing the Nonary game if the point of this place is to save us? Auch das, ja. Aber du scheinst ziemlich smart zu sein, Sigma. Du hast irgendein Paper geschrieben. Ich weiß nicht, worüber das Paper ging, aber du hast ein Paper geschrieben. Du scheinst ziemlich smart zu sein. Throwing a bunch of people into a game that might kill them is a pretty weird way to protect them from a pandemic. Yeah, you're right. See? Aber sie weiß doch noch mehr. Die hat irgendwas We mit don't have einer enough Bombe erwähnt information to mal. make any real conclusions. Die hat irgendwas erwähnt von der Bombe. I think we should see if we can find anything else. Fi had barely finished speaking before she took off for the magenta door. Hey, weren't you coming to... right. Ah, doch. Hey, weren't you coming to the infirmary with me? Changed my mind. You can tell me about Quark later. And with that... Magenta. She was gone. Da ist die Lounge. Was will sie in der Lounge? Man.
I let out a long, tired sigh and started off towards the infirmary. Es ist schon 1 Uhr? Es ist schon 1 Uhr? Ich wollte ein Ende noch kriegen heute. Was? Wo ist die Zeit hin? Es ist schon 1 Uhr? Dreck. Ah. Ich wollte heute 4 Stunden machen und ein Ende kriegen. Warum dauert das alles so lange immer? Ah! How's he doing? He seems to be stable, as far as I can tell. Still sleeping. Let's see. Mind if I have a look? Please, go ahead. Mach das Ende noch. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem. I made my way around the partition to the side of Quark's bed. The journal and the thing Phi and I had talked about would definitely need to be addressed, but for the moment, the AB game was what I needed to concentrate on. Lives were at stake. Mine. And Quark's. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. If the journal was telling the truth, then as soon as the anesthetic wore off, Quark would go insane again. What if we weren't able to restrain him a second time? What if he managed to kill himself before we got him? Or perhaps he'd just get out of the infirmary and go hide somewhere. On the other hand, it wasn't like we could keep anesthetizing him forever. There was only one way to save Quark, and that was with Excelsior. Unfortunately, Dio had stolen it. If we wanted to get it back, Clover and I would have to vote ally. But if I did, there was an excellent chance I would end up dead. Ich glaube, mein Gehirn arbeitet gerade bei etwa nur Wurzel 1/6 der Kapazität und but if I did, there was an excellent chance I would end up dead. The question was, then, what to do? Sacrifice myself to save Quark? Or keep quiet about the danger he was in to save myself? It was so faint I almost didn't hear it. Grandpa. Oh, wacht da jemand auf? He shifted a little, then fell silent again. It was enough, though. What on earth had I been thinking? How could I have even considered letting a child die in my place? Suddenly my cheeks felt hot with embarrassment and disgust. That I had considered letting Quark die even for a minute was pathetic. There was only one choice. There had only ever been one choice. No way was I going to leave Quark to die. My hands tightened into fists as I looked down at him. Any uncertainty I'd felt before was gone. I knew that I had to do, or what I had to do. 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. All players, please enter your votes. Ich würde aber so gerne gegen Dio. If no vote is recorded, the deadline has passed. Any non-voting parties will automatically ally. Looks like it's almost time. Ja. You two should head back. Vielleicht 1,5 Enden. Ich meine, ich habe schon ein Ende gemacht heute. Und zwar hier, das hier. Aber, ne? Das zählt ja nicht. Not going. I'm worried about Quark. But you're a solo. If you don't vote... I'll automatically ally. I know. I heard the voice on the intercom just like you. What are you going to do if Kay and Ellis vote betray? Nothing, I suppose. Just means I lost that round. I'd just be voting ally anyway. You know who my opponents are, right? Ellis only has 1 BP left. If I pick betray and they chose ally, I'd kill her. Was da passiert? Nichts Besonderes. Wir sind beim letzten Mal ja... Das habe ich wohl verpasst. Ja, das war auch nur, ganz kurz war das nur. Wir sind ja beim letzten Mal dann mit Dio und Dio und Phi nach oben an die Oberfläche und dann haben die es halt einfach gemacht ohne uns. Und für uns war das dann so ein, ja, Tür ist zu, Game Over. Und das war's. Mehr ist da nicht passiert.
I'm not so desperate to escape that I'm gonna kill someone for it. And even if I was, I can't leave Quark behind. You see? Doesn't matter if I go into the AB room or not. My vote's the same either way. Ja, aber dein Gegenüber weiß es nicht. Denn Myoji's mind was made up. Trying to persuade him now to leave would have been pointless. Yeah. Alright. Take care of Quark. Of course. You worry about yourself. Absolut. Let's go. Okay. Luna and I headed out of the infirmary, leaving Tenmyoji and Quark behind. When we got to the warehouse, we found everyone else waiting for us. Jo, what up? Die haben auch... Nee, die hatten ein bisschen hellere Augen. Egal, well, not quite everyone. One other person was missing. Dio. Take a look at the doors. They're all closed. When we came in here before, the one on the far right was open. And that would mean... That Dio's inside. That he went in, I guess. Exactly. That bastard. He'd probably been worried I might try and take the Excalibur from him by force. So he'd hidden himself in the AB room. What a coward. I'd made up my mind to choose Ally no matter what, but a part of me had still considered trying to jump Dio if he dropped his guard. Now he'd made sure I wouldn't get a chance to try. Where's Tenmyoji? Ich möchte so gern Betray auf den wählen, aber dann weiß er's und dann ist rum. Oh, Luna explained Tenmyoji's choice. I see. Well, I guess that means I don't have to worry about him picking Betray. right. What will you guys be choosing then? Ally, of course. Ja, of course, ja. Ja, definitiv, der Typ sieht auch aus wie ein Ally. Because my BP is 6, I assume. Dann, der wählt safe Betray. Das hat er letztes Mal auch gemacht, die alte Arschnase. Yes. As long as Tenmyoji votes Ally, I can't choose Betray. If I do, K's BP will go up to 9. But what if he forces you? You needn't worry. Doch. I would never do something so crass. Really? Of course. Then you don't need to go in there. Excuse me? Alice can vote by herself. Aha, smart, And we don't have anything fight. to worry about, right? Well, Well? I apologize, but I'm afraid I can't agree to that. Why not? I just can't. Shall we go, Alice? Hey, hold on a minute there. Ja, exakt. Kay continued briskly toward the AB room, as if he simply hadn't heard Phi. Alice scrambled to follow him, perhaps concerned that he would lock her out. Only seconds later, they disappeared into the third room from the left. I hope Alice is going to be okay. Well, there's nothing we can do now. If Kay told the truth, she'll be fine. Du, Kay 5 ist... minutes remain until Ambidex game polling closes. Ich meine, Kay ist ein netter Typ, so, aber ich vertraue dem nicht mit dem AB-Game, also... Time's almost up. Come on, Luna. Right. They headed off at a trot toward the second room from the right and were soon out of sight inside. All right, Clover. Time for us to go. Okay. Okay. Right behind you. Okay. I sighed to myself and headed towards the leftmost AB room. Spüdelip. Also, da ist so viel Spiel in diesem Spiel. Es passiert so viel. The next game will now begin. What are you gonna do? I don't really have a choice, do I? There's only one thing I can do. I'm going to choose Ally. You can't! You'll die! Well, you never know. Just because Dio told us he told to Ally doesn't necessarily mean he's going to pick Betray. Do you really think a jerk like that is going to choose Ally if he doesn't have to? No. No way. He's got 6 BP right now. If he picks Betray, then he'll have 9 points.
Well, what about you? Huh? You've got 6 BP too, right? If Dio chose ally and we chose betray, then you'd have 9 BP. What? No, that's not... I didn't even realize that until you brought it up. I'm just trying to tell you that Dio is going to pick betray. That's who he is. And I'm trying to tell you that I've made up my mind. That's who I am. The only choice is ally. It's the only chance we have to get that medicine back. That's why Dio called you an IG. What makes you think he's going to give us the Accelavir, even if you do what he says? Maybe he won't, but I can guarantee that he'll destroy it if I pick betray. That's who he is. Fine. Ich würde aber sehr gerne gegen Dio Betray If wählen. you aren't gonna listen to me, then I guess I don't have a choice. Was? I'll be pushing that button. Huh? Before I realized what was going on, Clover ducked past me and ran towards the voting machine. No! Stop! I snatched her by the arm and hauled backward with all my strength. Was sehen wir hier? Sorry. Sorry. Guess that was a little too hard, huh? What do you think you're doing? You can't just throw a girl around like that. Well, you're the one who tried to trick me. But you're gonna die. Dio's going to kill you. You can't do this. I don't want you to die. 10 seconds remain until Ambidex game polling closes. Thanks. It means a lot to hear you say that, Clover. I gave her my best reassurance and I gave her my best reassuring nod and turned to face the polling machine. 3, 2, 1. Ja, du, ne? Ist jetzt doof. Aber das ist die richtige Wahl. Er wird ja die Tür öffnen. Stimmt. Dio killt sowieso alle. Aber Kay killt auch alle. Also macht das jetzt nicht viel, da noch Ally zu wählen. Aber ja, das ist eine gute Überlegung. Aber Kay kommt sowieso raus. Da gibt's keine andere Chance. Warum lebt Lotus? Warum lebt Alice eigentlich noch? Weiterhin, ich weiß nicht, warum ich die beiden miteinander verbinde. Weswegen, also keine Ahnung, sehe ich nicht. Ambidex gates now opening. Clover and I stepped out of the AB room. Und größtenteils möchte ich mal sehen, wie einer durch Punktverlust gepenalized wird. For several long moments. So doof, wenn erst alle erzählen, hat Dio keine Wahl. Was? Wenn erst allen erzählt hat, Dio keine Wahl. Ja, definitiv. We just stared at one another. Words weren't necessary. Everything she would have tried to tell me, I could already see in her eyes. Let's go. I turned and headed towards the results screen. Sigma. I heard her behind me, her voice barely louder than a whisper. The choice was already made. I stood up straight and kept walking. So viele gegen einen würde funktionieren. Ja, aber er könnte es trotzdem kaputt machen. Aber ja, es wäre besser gewesen, wenn wir Leute informiert hätten. So, okay. Die Drecksäcke. Ich weiß ja warum. Ah, jetzt sehen wir, was passiert, wenn einer mit Punktverlust davon geht. Tja, Kay und Dio haben 9 Punkte, ansonsten niemand. Oh stimmt, Quark konnte ja gar nicht voten. Oh damn. Ja.
Wenn wir es erst kaputt machen, ist Quark nur... Ja. Das stimmt allerdings. Aber leider gab es diese Option halt nicht und sonst hätte ich die gewählt. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Quark inbegriffen, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. -1. What? Vielleicht gibt es ja eine zweite Viole. Das ist auch absolut möglich. Aber Kay hat sowieso 9 Punkte. Also, und ich weiß, was Kay mit 9 Punkten macht. Also hat es nicht wirklich viel Unterschied gemacht, finde ich. Sigma's BP is... Negative. Suddenly, all eyes were on me. I felt their weight, but stood my ground. It was the result I had expected. I took a deep breath and closed my eyes. I didn't have to wait long. Ah! There was a sharp, quick pain in my wrist, barely even noticeable. I couldn't feel anything flowing into my veins, but I knew it was there. First would be the anesthetic soaperill. Whoa! Whoa! I blinked and my vision started to blur. When I tried to think, it felt like my mind had been stuffed with cotton. My legs began to wobble, then gave out entirely as I crumpled to the floor. Ah! Sigma! Sigma! Hang on! Hey! Sigma! Get up! Sigma! Oh no! Kann man Leute nicht beatmen, wenn sie so umgefallen sind? Oh no, oh no, oh no! Also, jetzt mal im Ernst. Könnte man die nicht ja noch wenigstens retten? Ich meine, es ist ja in diesem Teil nicht so, als würde man explodieren. Wie im letzten Teil. Sondern, das ist ja viel entspannter hier. Trying to open my eyelids was like trying to lift sheets of lead. Well, like trying to lift sheets of lead? Den habe ich schon mal gehört. My eyes had lost the ability to focus, but I could make out a blur that had to be Dio in front of the number 9 door. Damn it! You'll keep your promise, goddammit! I groaned and with a Herculean effort lifted my head and then my sluggish body off the floor. I'm still standing. Every step was a battle, but whenever I shifted my weight, my muscles threatened to give out again. But somehow I forced myself ahead, and a single thought burning in my mind. I would reach Dio. Das ist muskelrelaxant. Da bleibt mehr stehen als nur das Herz. Ich dachte an die Lunge, aber ja. Wie lange willst du das künstlich weitermachen? Ja, gut. Ja, okay, ja. Then at last... Whoa, Dio! The smudge of color faded into a recognizable person. I threw out my hand in front of him. Give it back! Give me the medicine! Back. Don't act like it's yours. Are we supposed to share everything we find here? Don't care, just hand me the medicine. What are you talking about? We found the Axelavir in the laboratory. Dio stole it! What? You mean he has it? Right now? Yeah. So? I kept my promise. Now you. I wasn't a fool. I knew the kind of person Dio was. There was a chance he wouldn't give us back the Akasapara. If he didn't, then I'd die with my hands around his throat. I gathered as much strength in my mind as I could and got ready to attack. Fine. Not quite what I'd been expecting. Here. With a shrug, he pulled the vial out of his pocket and tossed it towards me. I caught it and pulled the tiny glass bottle to my chest, worried I might drop it. The label said unmistakably Axelavir. It was the real thing. It was the red clover. Take it. I held it out towards her.
right? Wow. Of course. She quickly tucked it into her pocket. Welche? Sie hat doch nichts. Good. Now at least Quark will be all right. With that, the last of my strength left me, and I dropped to my knees. Sigma, are you okay? Sigma! Sigma! I guess this is it. First is the sober reel, which put you to sleep. 9 minutes later, the Tubo-Curarin is A injected. woman's pocket. Your Okay. respiratory muscles. Die hat wahrscheinlich so eine ganz kleine Handtasche dabei, wo alles reinpasst. So wird's sein. Definitiv, nehme ich. I guess you could say it'll really take your breath away. 9 minutes. 6 minutes. 6 minutes to stay on. Once the Superbrain was injected, I had 9 minutes until the muscle relaxant followed. About 4 minutes had already passed, which left me with 5, give or take. 4 minutes? Das ist aber lang. In 5 minutes, I would be dead. What could I do in 5 minutes? How could I save myself? I gave a raspy, quiet laugh. Even with death staring me in the face, I seemed to be determined to struggle right up until the very end. Okay, Sigma, you can do this. Clinging desperately to what little consciousness I had left, I racked my brain for any possible solutions. How could I save myself? How? There had to be something. Every problem, no matter how difficult, has a solution. There's always another option. Hopelessness is a state of mind. I just had to think. Think. If there was a way out, I'd find it. I wasn't ready to give up on life yet. There had to be an answer. Oh, so ein Ende ist das. Es ist kein Ende. To be continued. So wie das andere Ende. Oh. Alter, so lang. Es ist kein Ende. Ja, aber die allgemeine Lösung für dieses Problem habe ich noch nicht gefunden, das stimmt. Tja, ja, da geht's noch weiter. Oh, so wie hier drüben. Tja. Warum haben wir nicht weitergemacht? Achso, weil wir irgendeinen Code brauchten, ja. Gibt's nochmal 2 Optionen, ne? Tja, dann machen wir noch eben das andere Ende. Wo wir Betray wählen jetzt. Genau, das ist dasselbe Problem wie bei dem anderen To Be Continued. Ja, genau. Do you wish to jump? Yes. Do you wish to vault? So, dann nehmen wir mal Betray dieses Mal. What are you gonna do? Das hier. Wow, das geht ja viel schneller. Und Betray. Vote has been recorded. Please wait. Ups, okay, das sollten wir skippen, das war nicht wichtig. Ambidex game polling has been closed und so. Clover and I walked slowly out of the AB room. Cleo glanced over at us as he exited his own room. I looked away before he could make eye contact. Sigma, why? After all that stuff you said. Ja, aber ich muss das andere Ende ja auch erreichen. Hallo. I mean, it's not like I'm criticizing you. I think you made the right decision. Danke. Sorry. You don't need to apologize. I think I would have chosen Betray if I was in your position. We'll find another way, all right? We just have to keep an eye on Dio. As soon as he gives us an opening, we take it. Ja, aber dooferweise hat Kay ja auch I'm sure 9 Alice Punkte. will help us too. Did you tell her? It's okay. We can trust Alice. There's no way she told him. Anyway,
let's go check the results. Yeah. We walk towards the results screen. Oh ne, okay. Bam, 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 badam, bam. Das wird ja wohl das gleiche sein. Ja, ja, Betray. Sass. Was der jetzt wohl zu uns so sagt. Results from round, please. Ja, please check ja. Ja, Kay wird einfach abhauen, das war's. Nee, wird nicht passieren. Hey, what the hell is this? Sorry, I decided to choose Betray. So you don't care what happens to Quark? What kind of cold-hearted bastard are you? Jeez. Please, just give it back. Hey, Sigma, what are you talking about? We found the X-Elevator in the laboratory. And Dio Laboratory? stole it. What? You mean he has it? Right now? Nah, I don't have it. What? Well, I won't have it in about 2 seconds. The moment the words left his mouth, I knew what he planned to do. No! Don't! I leapt towards him as I spoke, but it was already too late. Dio snatched the vial out of his pocket, brought it up, and threw it to the ground. I threw it on the ground! No. You bastard! What are you doing? A promise is a promise. If you'd chosen ally, this never would have happened. You want to blame someone? Blame yourselves. Yeah. I'd had enough. Something snapped in my brain. Bastard! Ah! And I uttered a guttural roar and leapt forward. Only to be stopped short by a firm hand on my arm. It was Phi. Hold it, Why are you stopping me? because this isn't the time for that. Huh? What do you mean this isn't the time Look at for... the number 9 door. Kay! Kay was indeed standing in front of the door. What is he? No! 9. His BP is 9. What? Suddenly we were all running toward Kay and the number 9 door. Tja. Kay, what the hell do you think you're doing? What am I doing? Well, that should be obvious. But if you insist, I am attempting to leave. Are you fucking kidding me? I assure you, I would do no such thing. I am perfectly serious. After a rational assessment of the facts, I have concluded that this is the wisest course of action. What is currently our highest priority? The answer is, of course, to save Quark. He must be taken to a hospital as soon as possible. For that to happen, one of us must escape and call for help. Currently, the only one of us capable of doing so is myself. Yeah. That is why I intend to escape. And leave us all behind. Unavoidable. But as I said, I do intend to call for help. Couldn't you have at least waited until the next round? Then you could have raised Quark's BP to 9 and taken him with you. Right. Eigentlich, also... warte mal, ich hatte eine Überlegung. Direkt, ich hatte irgendeine Überlegung, jetzt ist sie weg. Nee, ich hab's nicht mehr. Irgendwas hatte ich. Was? Warum ist das plötzlich weg? Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Egal, das war bestimmt nicht so And wichtig. what would happen if Dio was Quark's opponent in the next round? I have no illusions about what Dio would do. This is the most logical choice. Ah, right. Es ist noch keiner gestorben. Großartig. Ich meine, Quark ist ein bisschen incapacitated, aber ansonsten gestorben ist noch niemand. Eigentlich hat er nicht die gleichen Gründe wie beim letzten Mal, wo er meinte, ja, ich werde es hier sehr bald sterben, ich lasse es lieber. Er hätte durchaus noch eine Runde da bleiben können. Waren sehr lange 9 Sekunden, die das aufgeht. The number 9 door has been opened. It will remain open
for 9 seconds. Wait! Where's Alice? Ah, yes. Alice is in the AB room. She has collapsed. Oh. But you needn't be concerned. Sie ist ausgenockt. She is only sleeping. Oh no! What did you do to Alice? You will need to ask her yourself. I must take my leave. Hey! She is, sleeping. God damn it! Wait! Dio charged at Kay, but the larger man easily sidestepped him and tumbled nimbly through the door just before it closed. Neun. The number 9 door has been closed. The number this thank as the escape, please. Please enjoy your stay. Oh, so schnell einfach Ende. Okay, gut. Gut, kommt nichts mehr, einfach nur Ende. Okay. Tja, haben wir kein weiteres Ende erreicht. Schade. Schade. Tja, das lief ziemlich gut. Tja. Nein, ich mache nicht noch weiter. Es war ein kurzer Stream heute. Wir enden jetzt. Delete Save Data. Tja. Na, sowas. Ja, cool. Ja doch, finde ich auch. Master of Escapology. Escapology, doch, haben wir bekommen. Sind aus 8 Räumen entflohen. Und sonst haben wir eigentlich alles. Ja. Cool. Cool. Was ein Spiel. Gut, dann mache ich jetzt auch nicht mehr lange, sondern ich beende. Ich wollte eigentlich vor 1,5 Stunden schon aufhören. Aber naja, dann kriegt dann jemand was. Nächste Woche weiter. Wahrscheinlich. Ich hoffe, da noch weiterzumachen. Ich möchte jetzt hier nicht lange Pause machen wie beim letzten Mal, also beim letzten Teil, wo ich den letzten Part irgendwie 3 Monate nach dem vorherigen gemacht habe. Das möchte ich nicht. Ich werde da trotzdem noch dran bleiben jetzt. Gut. Ja, das war ja ganz interessant. Wir haben ein bisschen was Neues gelernt über Radical 6, dass wir möglicherweise damit infizierend waren in der einen Timeline. Sehr interessantes Zeug auf jeden Fall. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, das war's. Ich habe nicht mehr viel. Ja, dann Nestle. Jawohl, dann Nestle. Wiedersehen. Welches war das? Nicht das da. Ach, komm, machen wir es einfach so. Wunderschön. Genial. Grandios gelöst. Mann, Mann, Mann.